Wie immer schon bemerkt, heute werden alle Collectibles gesammelt, die ich noch nicht habe. Und ich habe mir gedacht, es wird natürlich besser und schneller gehen, wenn ich das in einem Livestream mache. Und ich bin natürlich nicht allein. Der gute Quirin ist am Start. Hallo. Hallo, ich bin's, der Quirin. Hey. Und ja, Yes, damit es nicht ganz so langweilig wird. So, ich mache mich gerade auf den Weg zum Feldhanger. Zum Landeplatz von Sandy Shores. Oh, da gehen wir gleich runter. Und zwar der geilsten Karre. Ja, Mann. Boah, ich sehe gerade die Map. Leckt die ein bisschen? Kann das sein? Ja. Damn. Meinst du die Map of Escape oder wie? Ja. Ja. Aber ich hab das schon so oft erwähnt. Ich weiß nicht, was das liegt, warum das bei mir so ist. Es ist besser geworden, seitdem ich die Map aufdeckt habe komplett. Mhm. Aber in GTA Online habe ich kein Problem damit. Was auch nicht. So, warte mal, jetzt muss ich mir ganz kurz gleich mal nachschauen. In die Stream-Einstellungen und so. Schaut aber sehr gut aus. Die Qualität ist sehr gut, meine Freunde. Richtig. Und richtig. Erster. Aha, ja, schau. Idiot. Gotcha. So, und jetzt checken wir mal, ob ich das YouTube Live Control Panel verwenden kann. Tatsächlich, geil, das funktioniert. Nice. Kann ich den Chat auch sehen? Naja, ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich habe hier den Chat im Browser offen. Außerdem, ich brauche halt echt 3 Bildschirme, wenn ich streame. Sag ich dir, was ist. Ja, also 3 Bildschirme ist schon Muss eigentlich, gell? Alles drunter ist eigentlich Schmutz so. Wow. Na, aber es ist echt so, weil wenn ich jetzt auf dem Hauptbildschirm halt zock, auf dem zweiten Bildschirm habe ich hier so eben OBS und so Zeug. Ich brauche irgendwo nur einen Chat. Und im Endeffekt mache ich es ja jetzt so, ich gehe jetzt gleich diese Location Guides durch für die ganzen Collectibles. Mhm. Und da muss ich auch auf dem anderen Bildschirm schauen. So. Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Machst du das über ein Video oder hast du da quasi so eine coole Internetseite? Nein, ich mache das über Video. Echt, Video? Ich finde das über Internetseiten so viel angenehmer irgendwie. Ja, ich habe das jetzt immer schon so gemacht, wenn wir in GTA Online halt so Collectibles gesammelt haben. Und davon habe ich halt noch nie was mitgekriegt, Ich weil weiß. ich war immer der Fahrer. Ja, aber Alter, wir waren unfassbar flink damit. Ja, safe. Also, das ist halt eine echt gute Strat, wenn du Multiplayer hast. Singleplayer ist ein bisschen madiger. Eli am Start. Da können wir Oh, hey, wenigstens gescheit. Richtig. Mhm. So. Wir fangen an mit den Spaceship Parts. Spaceship. Boah, ich schwör's da. Also, ein Stück ist in Erinnerung geblieben, weil es so räudig war für mich. Das hat mich locker eine halbe Stunde geärgert. Ja, okay. Da bin ich mal gespannt. Genau, da kämen wir erstmal hin. So, Leute, der lohnt sich zurück. Ich hoffe, ihr habt alle genügend zum Trinken dabei. Das wird ein wilder Ritt. Wir schauen auch gerne in den Chat, was zur Sache ist. Und dann wird es hoffentlich ganz unterhaltsam. Ah ja, okay. Da ist also das erste Teil. Mann, das ist übel scheiße, weil online geht es so 10-mal schneller, weißt du? Also auch schon, wenn du mit dem Deluxe halt rumfetzt, zu zweit so Rallye-Style ist halt einfach geil. Ey, wirklich der geilste. Das ist das Schatzilein. So. Von Minute 1, ich sag's da. Modversammlung. Auflauf. Modversammlung. Warte, ich sehe gerade, die Übertragungsqualität des Streams ist gut. Das ist Ist so schön, gut. Dankeschön. Ah, na, passt. Alles gut. Stream läuft super. Perfekt. Ist doch schön. Ja, ja. So, dann können wir ja jetzt weitermachen. Aber wie schreibt man Deluxe so? So?
Ja, richtig. Das ist quasi das fliegende Fahrzeug. Das ist quasi der DeLorean von GTA 5. Ja, genau. Oh, apropos DeLorean, das ist gut, dass du es erwähnst. Also der DeLorean aus Back to the Future. Denn Also das fliegende Auto. ich hab mich noch nicht ganz traut, das jetzt für wahre Münze zu nehmen, aber es ist ein 4. Teil angekündigt worden. Ach, gut, also, okay. Und jetzt rat mal, wer die Hauptrolle spielen soll. Keine Ahnung. Tom Holland. Bitte Robert Downey Jr. Oh mein Gott. Digga, ich habe letztes Mal mit der Carina drüber geredet, dass das... Oder haben wir drüber geredet? Carina, haben wir drüber geredet? Schreib mal kurz rein. War dann eigentlich echt wichtig zu Die wissen jetzt. Single-Börse, Alter. What the fuck? Also ich mag Carina, wir sind gut, aber wir sind jetzt so gut. Ja, über Tom Holland, Carina. Oder unter anderem Tom Holland. Alter, ich fühle es gerade mega, dass man die Mucke halt einfach hier abspielen lassen konnte. Ja, ich hab den Streamer gemutet so. Oh, ja, true. Sonst richtig doppelt, Alter. Ja, genau, Carina und wir haben über Tom Holland geredet und dass der halt schon ein bisschen zu präsent ist und ein bisschen overhyped ist vielleicht. Was ist halt? Und jetzt, dann auf einmal kommt direkt die Meldung rein, yo, Back to the Future Teil 4. What the fuck? Das ist crazy. Ja. Aber Marty McFly soll ja anscheinend auch wieder dabei sein. Oh, stimmt! Scheiße! Nein! Quirin! Oh, der Luftraum ist gesperrt. Ja! Mario macht wieder Stress hier. Scheiße! Ja, das kann jetzt richtig kacke brenzlig werden, Mann. Scheiße. Was denn, was für Teile machst du jetzt zuerst? Spaceship. Spaceship. Scheiße. Ja. Da liegt schon das Teil, aber ich muss erst mal landen. Grüßt euch mal. Landen ist eigentlich kein Problem so. Erstmal den Rage Mode aktivieren, damit nichts passiert. Yeah, das erste Teil von 50. Woo! Carina meint, Tom Holland ist cute, aber der Hype ist zu schlimm. Ja, weil, Alter, das kommt ja an jetzt nur, weil er cute ist oder so. Hä? Ich bin auch cute und jetzt? Lol. Okay. Wilder Approach. Weird, but okay. Der Heli-Racht! Es geht ja schon gut los. Damn. Wenn die explodiert, haben wir ein Problem. Ja, Digga, das war das erste Teil. Und du brauchst einen Heli, aber auch nicht zwingend für alle Teile so. Ja, aber wir kommen halt schneller voran. Scheiße, ich muss ja weg. Ich muss zuerst mal landen und dann weg vom Heli, weil... Scheiße. Oder was, ich springe einfach ab. Wie war's damit? Aber ich find's gut, du machst diesem GTA-Klischee einfach alle Ehre. So, 3 Minuten drin, direkt 3 Sterne. Ja, ich habe vergessen, dass der Luftraum da gesperrt ist. Ungewollt. So. Hauptsache nicht sterben. Scheiße, Mann. Die sind da. Wisst euch mal. Also für gewöhnlich bin ich immer gut gelaufen, wenn ich wieder hinten versteckt habe, aber nachdem wir jetzt gerade wissen, dass ich da bin, ist es irgendwie blöd. Da habe ich mich immer versteckt. So. Mhm. Ah! Oh nein, die sehen mich doch safe. Du musst jetzt einfach mit dem fürs Outfit rumlaufen. Da denken soll, du kannst zu denen. Das ist die Strat. Das ist die Strat. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Interessanter wird's. Was machst du jetzt?
Was machst du jetzt, wenn du quasi in diesem Livestream jetzt mal verreckst? Ja, das war halt arschkacke. Was soll die denn machen? Ja, Das sind so die Fragen, die mich dann interessieren. ist das traurig. Dann ist es halt passiert. Lol. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Steuerung ein bisschen anders ist, weil ich jetzt im Fenstermodus bin. Also, Mausempfindlichkeit ist gefühlt irgendwie ein bisschen schneller. Aber ja. Jetzt klauen wir erstmal ein Auto und dann Okay, verpassen wir aber wieder. schneller ist ja besser, oder? Keine Ahnung, wenn es so krass empfindlich ist, ist es schwierig. Also, ich habe früher immer mit krass empfindlicher Maus gespielt. Jetzt habe ich mir dort gewohnt, dass ich ein bisschen ja, mehr bewegen muss, weil man kann präziser Sachen machen. Das Deine ist ja ultra schnell eigentlich, oder? Oh. Doch viele Frauen funktionieren so, dass es reicht, wenn ein Star einfach cute ist. Ah, toll. Ja, ja. Das ist schlecht. Apropos schlecht, die Videoqualität ist gerade schlecht. Und ich weiß nicht warum. Ich meine, du hackst bei mir teilweise minimal ab. Okay, okay. Jetzt Discord? Ja, natürlich Discord, gell? Ja. Ja, okay. Da muss ich gleich nochmal nachschauen, ob ich die Bitrate vielleicht nochmal ein bisschen drossel oder sowas. Internet sonst ein bisschen spackt. Aber ich möchte erst mit den Cops loswerden. Ich hasse dieses Game für sowas, wirklich. Mhm. Fick dich. Für Tom Holland ist nicht schlecht. Das ist klar. Mann, Das ist wieder ey. geile Verfolgungsjagd. Naja, so geil finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ja, ist erst die Teil und schon geht's los, weißt du? Also, wirklich. Hoppla. So, jetzt gehen wir langsam an Orte, wo nichts passieren so wird. Achso, ich bin ja die ganze Zeit im Reggae-Sender. Oh Mann. Türen? Ah! Das ist... Ey, habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich den Stream-Modus von Discord nicht mag? Wenn man dann nicht checkt, wenn jemand nicht da ist. Ja. Bist du nur da? Also. Ja, safe. Okay, okay. Jetzt müssen wir nochmal nachschauen, weil... Wie ist die Qualität vom Stream? Kann ich das wer sagen? Ich kann es irgendwie nicht sagen, ich sehe das Pudel. Ja, als Brüdelmann, ja. Und So wie du? da. Ja, das Pudel ist komplett fein. Okay. Das ist schon mal das Wichtigste. Und für dich, Karina, ich spiele nicht mit, ich schaue ihm wirklich an nur zu. Oh. Ich schaue quasi sein Stream und laber mit ihm über Discord. Das ist auch stark, ich hab's auch gerade so gelesen. Spielt Quirinde eigentlich mit? Ich check das nicht. Ja. So. Es ist quasi jetzt nur so diese langweilige Aufgabe, alle Collectibles zu sammeln, was wirklich einiges an, musst du wissen. Und du warst als Casual-Spieler quasi nicht, wo die alle versteckt sind, das konntest du nicht wissen. Und das konntest du einfach nicht in deiner Laufbahn von den ganzen Missionen rausfinden. So. Ich hab zwei Also, hat er habe ich quasi- jetzt gefunden, mal. So nebenbei. Ja, okay, aber das sind jetzt 2 von wie viel insgesamt? 200? Heute sind's 160, die wir machen. Also 200 kommt knapp ohne wahrscheinlich, ja. Das ist halt krank. Ja. Lol, und das macht Spaß. Carina, was glaubst du, warum wir diesen Stream machen? Einfach nur damit das hier mit Gewalt durchballert wird. Und ich den Kack halt dann nicht irgendwie auch noch in Videoform noch schneiden muss oder sowas, verstehst du? Dann ist es durchballert und das Frecheste dort ist, es ist auch noch für die 100%. Also es liegt nicht dort, dass ich sage, ich möchte die 100. Na. Es ist schon wegen die normalen 100. Mhm. Das ist halt krank. Ist da jetzt nicht auch wieder Sperrgebiet schon, gell? Das ist der Merryweather Hafen. Ich krieg's kotzen. Oh, ja, ne? Markieren wir mal die Stelle nochmal.
Haha, 160, viel Spaß. Haha, bin bei 1. Moin. Da hinten konnte ich mich daran erinnern, dass da U-Boot-Stück war, das ich mir geholt habe und dann noch Stress gekriegt habe, weil es auf mich losgegangen sind. Die Oh, Hunde. ich glaube, da habe ich sogar kurz zurückgeschaut bei dir. Du hast mir zurückgeschaut? Ja, du hast so mal ganz kurz, was ist mal so gestreamt. Also über Discord einfach so. Boah. Da muss ich hier. Aha. Was? Ich glaube, ich fahre an andere Seiten rüber. Ja. Und du machst Flugzeugteile gerade. Spaceship. Was machst du? Spaceship. Spaceship? Sind Spaceship-Stücke im Wasser? What? Anscheinend. Weil es so ein Kackauto ist, renkt natürlich auch noch die beste Stimmung mal wieder. Don't jump. Jeet. Oh, scheiße. Mir ist gerade Ich nochmal, sie hätte gerne einen Föhn, Alter. was aufgefallen. Hm. Ich muss das Ding ja unter Wasser erstmal finden. Ja. Oh nein. Aber viel leuchtet oder blinkt halt an, also ist relativ offensichtlich. Ja, immer. hops. Ich habe halt das Problem gehabt bei die Peyote Plants, dass die manchmal einfach nicht gespawnt sind. Und dann habe ich das Spiel wieder starten müssen und so. Also neu laden müssen. Nummer 2! Oh, ja. Das war halt hart traurig. Mhm. Stimmt, was mir auch gerade aufgefallen ist. Gerade mit Trevor habe ich das meiste Lungenvolumen. Wichtig. Ja, wirklich wichtig. Carina, by the way, ein Tipp für dich. Ich werde einfach irgendeine Heavy Metal Little Omaha und extrem krass Headbangen dazu. Dann hast du die Lufttrocknung. Alter, schau mal, zweites Teil, schau dir die Karre an. Also, Also, to be fair, die hat ja vor safe auch schon so ausgeschaut. ja, war vorher. Ja, ist einfach, also. Ich hab die so gekriegt. Beziehungsweise, ich hab die so gefunden. Ja, genau. Mhm. Das nächste Teil ist. Oh. Non-Stop Pop. Oh na, das war ein Banger gerade. Was? Hold up. Wie heißt der? I'm free. Ah. Das ist halt auch mal eine nette Abwechslung, dass ich jetzt hier einfach im Stream die so eine Mucke ballern kann, ohne dass ich aufs Maul krieg. Ach. Digga, wo warst du denn lang? Ist ja kriminell. Ja, hä? Das ist schon richtig so. Carina, diese Vorstellung war halt actually einfach zu lustig. Wenn du da eine halbe Stunde lang headbangst. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Hm. Was Carina schreibt. Kannst du es dann vorlesen vielleicht? Vorlesen. Oder was okay, generell kann so im ich Chat geschrieben wird. Bruder, weißt du, wie lange ich headbangen muss, damit ich die trocken krieg? XD. XD. So, wo ist das Teil? Ja, das ist halt da oben, Bro. In der Mitte. Ja, ist halt da oben, Bro, in der Mitte. Ja? Ja, nur weil es das du schon gesammelt hast, oder was? Ja, genau. Ja, richtig. Ja, bist du jetzt cool, oder wie? Ware. Dafür bin ich zu alt. Das macht mein Nacken nicht mit. Was warst oben in der Mitte, da an dem Brell, oder was? Mhm. Denke schon. Was für Denke, hast du das jetzt geholt oder nicht? Ja, safe. Digga, das ist ein Raumschiffteil. Das habe ich schon. Oh mein Gott, Alter. Ich mag halt nicht sterben, ja, da liegt's tatsächlich. Ja, findest du was Ich brauch Alter? eine andere Vorlesestimme. Ich klang ja komplett bekloppt bei dir gerade. Ja, aber dann habe ich ja perfekt getroffen, oder? Oh mein Gott, ey, fang jetzt bitte keinen Stress hier an. Oh. Ihr müsst wissen, eben gerade war Quire nur ein Gast beim Sip Podcast.
Die Folge kommt im Wing. Und geht sich gleich mal reichern. Der Smasher. Oh mein Gott. Alter. Ja. Ich liebe gleich. Alter, aber ich wüsste nicht, wie ich es besser machen soll. So. Ja, lies einfach normal vor. Ich tu einfach wortgemäß es wiedergeben. Ohne eine komische Stimme zu Genau, überstellen. genau. Ich glaube, das ist Das ist das es. Beste. So, der nächste Punkt ist. Alter, ich sag's dir, das nervt dich ja doppelt jetzt, wenn die Map laggt. Mhm. Alter, aber ja, wie gesagt, war von Anfang an schon so. Und zirkt sie komplett durch, was auch nicht. Ja, Mann. In der Zwischenzeit kannst du dich vergnügen, dass Carina sagt, dass ich Arsch bin. Das ist in der Tat schnell gegangen. Ich frage mich, wie ihr das ausgehalten habt im Podcast. Was ausgehalten. Naja, jetzt kommen die Beleidigungen, aber im Podcast nicht, oder wie? Ah, next. Nummer 4. Ich glaube, meine Karre springt gleich nicht mehr an. Die hat das schon, die hat das aus. Nein, ich muss mal gleich nochmal eine andere nicht klauen. Aber halt kein Smart. Carina meint, als ob wir uns ständig fetzen würden, wenn wir uns singen. Man, so tragisch ist es jetzt nicht. Also ich meine, Ich denke mir immer so. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. If you're just tuning in, hello and good morning to you all. Ja, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen Nonstop-Pop. Oh, Banger! Einfach Applaus. Boah. Oh na, unten. Oh, scheiße. Ah. Freudige Verkündung. Wir haben 10%. Boah, crazy. Ja, wir gehen hier crazy ab. Es ist zwar gerade ein bisschen schade, dass du den Lappenweg darunter gemacht hast, aber ich akzeptiere es. Ich möchte jetzt hier nichts riskieren. Ne? Ich bin hier aufgeregt nur live. Ne? Ja, ja. Es ist halt echt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du sowas live machst, als wenn du aufnimmst. Wegen der Nervosität, oder wie? Ja. Ist echt so ein Ding. Das packst du schon. Wir glauben an dich. So im Idealfall hätte ich dir jetzt nur so ein Kinderriegel gegeben, aber habe ich leider keinen hier. Ein Kinderriegel, Alter. Auch schon lange nicht mehr gegessen. Ja, kennst du dieses, das packst du schon, Mama? Und dann kriegst du den Kinderriegel von dem Kind? Diese Werbung? Na? Tatsächlich nicht. Ist die aktuell oder? Ja, die ist schon gut alt. Okay. Aber vielleicht bin ich Sieg. Carinas Statement, kennst du die Werbung oder nicht? Oder Bin ich jetzt der Komische oder Mara? allgemein Frage in den Chat. Allgemeine Frage in Chat, sorry, my bad. Ja, das ist ja hier diese Unterhaltung von 3 Leid. Ja, Vielleicht mag ja jemand sowas dazu sagen. Das kann ja sein. Boah, so einer unterm Radar, der jetzt so einfach einen Fakt droppt, was schon so. An Fakt. Die Werbung kennt man. Ja, so Statement, was schon. Ja, Mara kennt ja wieder gar nicht aus. Können wir schon vorstellen. Digga, was ist denn das für. Was labert sie denn jetzt?
Oh oh. Ich möchte nicht, dass das halt nur eskaliert, gell? Jetzt ja hier kein Streit unter Mods. Ja, das sagt man, dass im Zweifel immer ich der Komische bin. Ja, irgendwer muss halt immer sein, gell? Das ist halt das. Ja, aber ich meine, ich komme damit klar, was schon. Ich bin mir ganz Leben gut damit gefahren, also wird es nicht anders laufen so. Ja. Ja, ich hab halt davor geträumt, dass ich komisch bin, also. Das ist jetzt Chorwitz. Ja, was? Ach ja. Wunden sitzen tief, weißt du? Oh Mann. Wer bin ich dir das zum Verzeihen? Du weißt das ja eh. Deine Prägungen, wie du ja erzählt hast in dem Podcast. In der morgigen Folge, Leute. Bam! Ich hab den Smart umgefahren. Okay, also, Gefahr entschärft. Carina hat nur einen Spaß gemacht, ich hab's nicht checkt. Ah, okay. Ah, Man muss aber war ein guter Witz, muss man sagen. Die Kinderschokolade-Werbung ist von 2006. Oh, krass. Die Frage ist jetzt eher, kannst du so einen Clip abspulen im Stream oder ist es eher schwierig? Das ist okay irgendwie, aber... Aber 30 Sekunden. Also ich müsste halt eine Quelle dazu da, ich müsste das Audio erstmal einrichten und Ja, okay, scheiß drauf. Also, alle die im Chat sind, ihr könnt ja mal auf den Link klicken und euch die Werbung anschauen und dann sagen, ob ihr das Ganze kennt oder nicht. Wenn nicht, dann seid ihr alle viel zu jung. Aber das ist eine andere Geschichte. das ist eine andere Geschichte, Leute. Das Gute ist, dass wir in einer Dreiviertelstunde dann 22 Uhr haben, dann können sie die Jüngeren wieder verpissen und dann können wir endlich die Sau rauslassen. Die Sau rauslassen? Ja, God damn. dann dürfen wir die schlimmen Wörter auspacken. Meinst du die Drecksau, oder? Die Drecksau. Drecksau. Oh Mann. Ich muss halt die ganze Zeit an den Ocarina of Time Stream-Dinger, weil wir da öfters gesagt haben, so, es ist noch nicht 22 Uhr, ne? Es ist noch nicht 10 Uhr. Ja, Alter. Uhrzeit, Das ist- so irrelevant. Muss man schon beachten. Nee. Also ich hab nur kein Feedback gekriegt, kennt man jetzt die Werbung oder nicht? Also ich nicht. Ja, die Werbung doch. Aber war da 3? Oh shit, Alter. Ja, ist ja jetzt erst aufgefallen, oder? Ja. Ja, aber als Dreijährige oder Jähriger kann man doch Kinderriegel kennen. Für vor allem- gewöhnlich ja, weil. Naja, wer soll die sonst essen? Erwachsene? Pff, sicher nicht. Jetzt, bitte. Ich glaube, die mehreren Ja, ich fand die Erwachsene Werbung- essen die, ehrlich gesagt. Also aus dem Grund, weil die Kinder dann nicht so viel haben dürfen oder so. Oh, aber die Werbung läuft ja auch länger, oder? Also wie ein Jahr oder so. Boah, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wechseln schon gut schnell durch. Inzwischen ist es ja diese Milchglasfigur und diese. Ja, die dann immer rumschirmen aufs Ekelhafteste, wo ich mir denke, ja, Ja, genau, das ja, geben meine genau. Kinder. Weißt du? Genau. Alter, also wirklich. Junge, die Karre springt nicht mehr gescheit, oh. Also. Ich will jetzt langsam echt mal was anderes her, da. Oh, schau mal, die Polizei schleppt ihn ab. So wie auch noch nie gesehen. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. What? Also Carina sagt wieder, dass ich hier Anti-Werbung mache und sie ja extra den Stream liefen hat müssen wegen mir. Aber ist legit, Hey, sorry. stimmt, Alter, was soll Ist- die Scheiße? Ist für den Gag gewesen. Bist du ein Wunder, Alter. Das ist Das war Watchtime. für das Statement. Hey, Bro. Mann, ey. Okay. Hey, sorry, ich hör auf, Links reinzuschicken. Ich weiß, wer den Vote für Mod des Monats kriegt. Ja, oha, Alter, musst du nicht direkt so. Okay. Immer auf Mei. Mutter. Immer direkt auf Mutter. Ich meine, du kannst es jetzt so singen. Aber warte, schlepp doch nicht ab. Mod des Monats, weil ich war ja die ganze Zeit im Stream. Ja? Hoppla. Sie war ja nicht die ganze Zeit im Stream. Also ich sag nur. Ja, dazu muss man aber sagen, ich habe zu dir gesagt, kannst du bitte dabei sein, weil du GTA halt kennst. Schau mal, Carina war verwirrt und hat nicht mehr gewusst, dass du überhaupt nicht mitspielst. Sorry, Carina.
Carina mod, by the way, Oh, Random Event. so ist der einer Liebe gönnen. Oh ja, das stimmt. Und dass ich definitiv Mod des Monats bin. Achso. Stimmt nämlich, ich bin nämlich Mod des Jahres. Baboom! Boom! Someone, do something, please. Ich kenne das Random Event tatsächlich schon. Digga, du magst mich doch verarschen. Was denn? Ich werde hier von allen Seiten zu bombardiert. Pisser. Ich hab grad gehört, dass man... Oh shit. Was hast du gehört? Ich hab gehört, dass man... Bro, ist dein Hirn irgendwo anders gerade oder denkst du gerade zwei an weitere Personen, denkst du gerade ans Milchglas oder? aber auch nur 2 Jahre alt war. Was? Nur 2 Jahre? Was? Okay, warte mal, ich glaube Discord spinnt gerade ein bisschen. Kurzen Moment, Leute. Queren? Wait, Digga, ich merk grad, du hast ja teilweise Giga-Aussitze auf Discord. Ich höre dich einfach teilweise Ja, gar nicht. das war eben gerade der Punkt. Ich habe gerade gesagt, Und es ist- Discord spinnt. Ja, und es ist teilweise auch Giga verzögert. Auf Discord? Ja. Digga, du sagst mir teilweise gar nichts und dann kommt eine Nachricht, wenn ich einen Stream ummache und auf Discord schaue, dann kommt das auf einmal gleichzeitig so. Das ist ja crazy. Ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, ne? I'm Cara. Stop feeling Ah, lol. Du siehst gerade, beim Krankenhaus ist ein Medipack. Das ist vielleicht auch nicht schlecht mitzunehmen. Dankeschön. Aber wo ist hier der Punkt? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Na, sag jetzt nicht, ich muss aufs Dorf. Ich muss aufs Dorf. Ja. Ich hab 3-mal brauchst du das. Aufs Dorf! Oder ein Heal, ja. Oh. Na, da kommt das ein Lotter. Okay, jetzt nur so. Glück gehabt. Glück gehabt. Und außerdem bin ich nicht abgeschalten worden, sondern wenn, dann hat sich Discord abgeschalten, ja? Also, mich trifft hier keine Schuld, ja? Mag ich noch mal kurz in den Chat werfen, ja? Wirst du gerade schon wieder Chatfronten? Ja. Speziell auch Person, aber ein Chat, ja. Mhm. Okay, gut, weitermachen. Und Carina meint gerade, dass sich alle bis heute fragen, was ich sagen wollte, was ich für eine Nachricht gekriegt habe. Und ich glaube, dass nur du dich das fragst, Carina. Kann das sein? Weil bei mir Digga, also, Nachrichtensound war oder was? Oder? ja. Boah, Ich du. habe gesagt, dass ich Nachricht gekriegt habe, aber egal. Ja, das ist schon, aber So, Carina mobben. Na, das stimmt so auf jeden Fall alles. Leute, wir sind hier nicht gegen Mobben, ne? Wir sind hier immer für Mobben. Wir lachen ja mit dir, Carina, hä? Carina, wenn du über die lachst, dann lachen wir mit dir. Starkes Statement. Klar. Nochmal gehen wir halt nur einen Strip shoppen, oder? Shift halt nur Session. Das mache ich. Ist so die allgemeine Meinung des Chats gerade. Was war die Meinung? Ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, die Verzögerung kickt gerade wieder anders rein. Das gefällt mir nicht. Warum ist das so? Plötzlich ist der Queeren wieder weg. Das ist schlecht. Digga, ich hab, warum ist
Ich habe warum ist verstanden und dann wieder nix. Das ist ja geisteskrank. Ja, ich sage ja die ganze Zeit. Das gefällt mir auf jeden Fall gar nicht. Ja, mir auch nicht, Ich schaue mir wieder genauer zu die Analytics, wie das ist mit der Verbindung. Normalerweise, es steht da, es passt alles. Sehr gut. Discord macht halt Stress hier. Ja, das ist scheiße. Ich hab's das wegen dem Gruppending. Ja, lass mal einen frischen Call aufmachen, ne? Alrighty. Okay, was klar. Na, hi. Halli, hallo. Alles klar, Herr Kommissar? Ja, denke schon. Gut, wo ist der nächste? Der Chat meint übrigens wieder, dass Discord ja auf Seite des Chats ist und mich heftig mitmobbt. Ja, aber es ist halt arschig, weil es ist so in meinem Stream. Wieso wirst du da gemobbt, Mann? Hä? Echt so? Leute, mobbt's lieber mir. Achso, ich halte das aus. Queeren ist eher so semi-stable. Was will denn das jetzt so sein? Oh, Mann. Ich liebe es, wie man sich gegen Mobben ausspricht So und dann direkt die Hand zerbricht. reinhaut. Achso, ja stimmt, hier heute mal. Damn. Gut. Also wenn es so dahin geht, wir kommen ganz gut voran, da die Saison. Oh, Das ist Fakt, ja. wir haben schon 10 hier. Erstmal nicht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, das kommt halt, ja, richtig. Aber dann ist halt Du bist halt bei der... 10 vom ersten Sammelobjekt. Dann ist halt der... Wow, da lädt gerade die Welt jetzt so richtig. Digga, holy shit, die Brücke ist einfach nicht da. Ja, es passiert halt jetzt mal. Da müssen wir durch. Ja, Leute, Also wie Mara, ich gesagt, hab gehört, ich hol das Beste aus meinem alten PC raus. So, was meinst du? dass du einen Stern hast. Ja. Ich hab gehört, du bist der Beta. Ich bin der Beta, für was? Ist schon gleich gestanden, keine Ahnung. Ich beuge mich nicht diesen Aussagen, diesen gesellschaftlichen Gefügen. Aha. Was ist das über der Gesellschaft, meinst du damit? Ja. Okay. Wenn man so möchte, ja. Schaust gerade in-game leicht wie so ein Gesetzloser aus. Das stimmt. Also stehst du da unter der Gesellschaft? Jetzt machen wir hier keine Vergleiche mit Schichten und sowas, ne? Actually hat Carina gerade das selbe geschrieben. Oh! Dann Digga, Carina und ich einfach so Hand in Hand und so Hände schütteln. ja. Wir sind uns Deswegen einfach einig. seid ihr ja meine Mods. Ja? Dass ihr irgendwie heute erst erfahren habt, beziehungsweise Carina hat heute erfahren, dass hier ein Mod bei mir ist. Ja, das ist halt lost, also sorry. Und Noch nicht genügend in Streamen. warte mal, weißt du, was mir Rumge- auffällt? Kann ein Mod einen anderen Mod timeouten oder so? Na, das geht nicht. Das kann nur der quasi über dem Mod. Ah. Okay, aber anderen kannst du timeouten, oder? Ich meine, wenn ich einen anderen Sänger hat, kann ich es probieren. Aber ich. Machen wir lieber nicht. Nicht ohne Grund. Vor 5 Minuten haben wir uns noch fertig gemacht, aber ja, Hand in Hand. Ja, natürlich, das war doch alles nur Jokes. Fun and Games, weißt du schon? Ja, mega. Jetzt, wo es gegen Mare geht, ist alles serious. Der Penner. Nö. Ist er. Ach, Bist du na. doch so in der richtigen Höhe? Na, bitte nicht. Ja, ich glaube, da brauche ich jetzt ein Heli. Das ist ziemlich eindeutig. Scheiß die Wand an, Mann. Ja, richtig. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, es wird Zeit, wieder den Heli zu holen. Andererseits,
Schauen wir nochmal, ob ich vielleicht doch nicht irgendwie hochkomme. Aber ich glaube nicht. Das. Er. Kannst eher vergessen wahrscheinlich. Also im Chat läuft da gerade was ganz Komisches. Ob Somare, Pfeil, Pisser, verstehe ich. Aber. Also, du musst dir vorstellen, es ist so dieses Mare, Pfeil auf Pisser und dann noch dieses Mare, dann ab Pfeil nach links, Amre. Amre! Amre, ja, ja. Den check ich gerade gar nicht. keine Ja, Ahnung. ja, Carina hat mir gemeint, sie, wenn sie die Beschreibung schreibt für Sip, dann ist es oft so, dass sie zu schnell schreibt und dann nicht Mare schreibt, sondern Amre. Der Amre, Amre. Ja, okay. Ja, das ist halt ganz lustig. Das ist der Brother from another mother, oder? Ja, ey, Amre! Amre, Alter. Ja, Amre. So. Ich mache halt wieder Alternative. Ich hole mir jetzt kein Heli, sondern ein Luftschiff. Weil das ist halt auf Bestellung da. Wenn es Pegasus schon nicht gibt, na, dann gibt es ja wenigstens den Luftschiff-Service. Das ist eigentlich übel smart. Und wir zwei ISC kämen. Smart. Ich fahr immer die Smarts zusammen, Alter. Das ist halt aber durch und durch scheiß Karren. Oh, ein Parkplatz. Smart. Also ganz ehrlich, bei Sören Missionen dachte ich mich inzwischen mehr auf dem Oppressor Mark I singen, wie auf dem Deluxe so tatsächlich. Weil der einfach Anno Bock macht zum Fahren. Ja, Alter, übel. Alter, der Mark I Oppressor ist so ein geiles Ding, es bockt so krass. Für alle im Chat, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist quasi einfach nur ein getuntes Motorrad, das quasi Flügel links und rechts hat und ein Turbo. Jupp. Einfach ein geiles Ding, hä? Naja, die Steuerung ist zwar irgendwie komisch, irgendwie so in der Luft, konntest nicht so krass gut lorten, aber es bockt sich halt deswegen umso mehr. Ah, true, Moment mal. Ich bin ein Idiot. Ich mach gerade genau das gleiche, was ich schon mal gemacht habe. Im Video auch noch. Das hast du schon mal gemacht. Ich hab mir hier so ein Luftschiff geholt, weil ich gedacht habe, ich hab kein Heli mehr und ich möchte nicht raus an den, ja, zum Feldhanger raus. Aha. Und dann bin ich hergegangen und hab einfach so diesen Typen vor die Fallschirmsprüngen erschossen und den Heli dann jobst. Hey, Mann. Der arme Typ. 1A Heli. Kann man nix sagen. Macht er nur seinen Job und du nietest ihn einfach rum. Naja. Ist ja Berufsrisiko, oder? Das ist halt gigafrech so. Es ist mega frech, ja. Berufsrisiko, so. Das heißt, jeder Helikopter so davon ausgeht, dass irgendein besoffener Typ herkommt und ihn umknallt und wegfliegt. Ich bin nicht besoffen. Danke. Nein, ich meine schon hier Trevor. Der ist auch nicht besoffen, der ist nur auf Meth. Der ist 100%ig besoffen. Der ist Alter. auf Meth einfach nur. Der ist quasi nie nüchtern. Das stimmt. Ja, mal ein bisschen. Aber die Landungen sind immer so cool zuschauen. Gell? Es bockt sich schon. So. Wuhu. Nummer 12. So, jetzt bloß nicht runterspringen. Ich hätte einen Fallschirm. Das innere Bedürfnis immer runterzuspringen einfach. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Schnellster Weg aus. Ja. Schnellster Weg aus. Mhm. Ja, aber stimmt nicht. Der schnellste Weg runter. Der nächste ist in der. Ist im Untergrund, oder? Ja, muss. Oh. Ja. Ja. Was du sagst, Kack-Situation ist. Wir haben einfach Werbung gekriegt in dem Video. Boah, Banger. Im Guide. Und wo genau ist in der Stadt eigentlich der Eingang nach unten? Hier bei mir eigentlich gleich. Den haben wir ja direkt im ersten Heist, ist mir da direkt runtergefahren. Den meine ich gar nicht. Achso. Ich muss kurz Ich meine selber den mit dieser U-Bahn-Station. Könnte gar nicht so sagen.
Also ich kenne diesen nordöstlichen Eingang, wo du quasi über diesen Abfluss da quasi reingehst. Ich weiß auch diesen, wo du mit diesem Bike da reinfährst. Ja, Abfluss ist das so geil. Das ist immer der letzte Ausweg dann. Ja, genau. Aber diesen U-Bahn, da komm ich So, jetzt hätte ich gerne kurz auf. Du bist übrigens wieder abgehackt. Scheiße, Mann. immer raus, aber ich weiß nie, wie du da reinkommst. Quirin, Das macht's echt schwierig. Quirin, du warst abgehackt. Du war das Hälfte nicht kehrt. Du musst nur mal ran. Er ist wieder weg. Das ist ja insane. Naja, ist mit Sicherheit gleich wieder da. Genau. Ich glaube, du musst mal noch weiter. Warte. Ja, Quirin, hallo, jetzt bist du wieder da. Ja. Du warst vorher schon abgehackt oder hat man eigentlich nur die Hälfte verstanden? Oder man hat nichts verstanden eigentlich. Alter. Ich glaub irgendwie ist Haut gerade absolut hinten und vorne die. Mit der Internetverbindung. Und wir müssen ihm, glaube ich, mal auf den Grund gehen. Weil jetzt wird's schon irgendwie ein bisschen Ich muss madig. sagen, das Streamy haut, gell? Ja, gell? Das ist ja das. Der haut ja hier. Das steht sogar sehr gut und alles. Naja, immerhin bist du manchmal wieder da. Fühle mich nicht ganz so verloren. Ja, wir. Ach ja. Point of Interest. Oh shit, okay. Das ist anscheinend eine Stream-Verlinkung in ihrer Story. Oh, Carina hat eine Story gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr edel. Korrekt von dir, Bruder. Jetzt müsste die eigentlich glatt mit den Nachschau und A posten. Ja, damn. Warte mal. Ach egal, ich geh einfach mal da gleich raus. Oder? Ist das eine gute Idee, da rauszugehen? Ich bin da noch nicht rausgegangen, keine Ahnung. Ich auch nicht da. Wahrscheinlich werden wir dann nicht rauskommen. Wie ist how about that? Interessant. Ja, okay, dann muss ich mal ganz kurz hier nachschauen wegen der Insta-Story. Ja, mal genau. Die Begeisterung. Hat ein bisschen zu wünschen übrig lassen, laut Carina. Pilz Batman. Was? Nee. Bin hier nur höchst konzentriert. Oh, und Carina, das ist ein Cap, das schaffst du nicht. Du musst erst an mir vorbei. Uns WLAN spinnt wieder, ey, krieg's kotzen, Alter. Ja, Leute, ich weiß, ich hab's nicht im Griff. Jetzt sollen wir die volle Gefahr. Ich arbeite daran. Naja, scheiße, ich komme hier bei der Kanalisation wieder raus. Oder, ja, nicht Kanalisation, sondern bei dem Kanal hinten. Ah, ich bin einfach falsch gefahren. Ja, wo bist du? Im Untergrund. Es ist immer Ja, das nur sehe ich. der Weg vom ersten Oh. heißt. Hey, krass. Mann, aber langsam möchte ich halt schon wieder rauskämen jetzt hier. Das habe ich wieder so weit zum Fahren bis zum nächsten Punkt. Mhm. Okay. Gut. Und weiter geht's. Hast du schon mal das Taxi-Unternehmen im Singleplayer ausprobiert? Ich komme mich doch gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Bei Speedrunner nehmen das anscheinend immer her, weil das die schnellste Möglichkeit ist, von A nach B zu kommen. Ja, wenn wir es überspringen können, die Fahrt. Mhm. Ja, das macht Sinn.
Das ist also ein bisschen Porten. Quasi, ja. Das ist geil, ja, ja. Ich hab das im Video gezeigt, ja. Weißt du das nimmer, wie der Taxifahrer das Auto die ganze Zeit so stur gerammt hat? Ich weiß, dass da was war, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob du es wirklich gezockt hast. So. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, doch, ich hab's gezeigt. Wo kann denn dieses Teil sein? Ja, das ist mittendrin, hä? Voll. Ja, ja, wir haben ja schon 14, alles gut. Mein Gott. So. Oh, interessanter Approach. Carina wird über Insta von lauter Sexbots angeschrieben. Seit wann? Also jetzt am privaten Insta oder? Also ich das wissen. Ja, ich frage halt Carina gerade so. Siehst du jetzt halt einfach Also. gleich rein. Alter. I'm sorry. Oh shit. Stunt. Aua. Und direkt Stern. Yeah. Oh, ich glaube, da muss ich auch wieder. Heiße Singles in deiner Nähe. Was? Da waren wir wieder bei der Sip Single-Börse. Öffentlichen. Mhm. Ja, scheiße, ich muss jetzt echt wieder so ein Heli holen. Kacke. Und ich habe nur einen Stern, den muss ich erst loswerden. Also Zeppelin war auch wieder heftig. Ja, aber bevor ich wieder dahinter fahre und den Zeppelin hole, kann ich einfach schnell woanders einen Heli holen, der näher ist wahrscheinlich. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Spots sind. Ja, die werden auf der Map gesagt. Aber nicht, wie man Sterne hat. Da ist mir schon ein Heli genau vor der Nase weggefahren. Weggeflogen. Und wir haben anscheinend die Frage nicht beantwortet, ob wir quasi Sonders und Sexbots anschreiben. Ich hab da mal eine heftige Phase gehabt, wo da richtig viel Energie ist die ganze Zeit. Aber momentan nicht so. No, momentan eigentlich nicht. Also diese Phase habe ich halt, wenn dann, nur auf Snapchat gehabt, aber nie auf Insta. Oh, Snapchat-Phase Wirklich war nie. auch mal, ja. Da haben sie aber instant die News geschickt. Das ist so ein Kack, Alter. Ja, weil wirklich unfassbar. instant. Mit GIFs vor allem immer, what the Du fuck? hast nicht mehr was dagegen machen können, so. Also da hat es dann komplett aufgehört. Ich glaube, seitdem schaue ich nicht immer mehr Selbst wenn in Snap ein. auf der High... Ja, das ist wirklich geil. Ich hab's seitdem actually deinstalliert, keine Ahnung. Hat mich nicht so abgeholt. Na, mich holt's auch nicht ab. Was war jetzt der Spot, oder? Genau. So. Was für irgendwie so eine Scheißsituation ist, ich muss hier auf der Karte im Menü halt eben irgendwie so 3-mal Escape drücken, damit ich da wieder rauskomme, weil es halt, weil es so laggt und die Eingabe oft nicht erkennt. Ach, da ist kein Heli. Scheiße. Okay. Ah. Das ist jetzt unangenehm. Ab zum Zeppelin. Oh, das ist ja eher Heli daneben. Ah. So. Also ich sag's mir so, Zeppelin größer, Heli. Ja, du bist halt viel langsamer und kannst nicht so präzise landen. Das kann ich jetzt halt nicht brauchen. Muss jetzt nicht auch noch unnötig Nerven aufreiben werden. If you know what I mean. So. Hop on in, buddy. Should be able to fit in one more jump before my shift's up. Hatte Mare heute einen Kater und wann hatte Coupé das letzte Mal einen? Erstens, nein. Na, ich habe heute ein bisschen an Saumon halt benannt. Aber nur ganz leicht. Jetzt geht's wieder.
War halt das Maul total boppig, bisschen trocken und leicht kratzigen Häus, weil es halt natürlich, wie es auf einer Party ist, du musst laut reden, dann haben wir ja ne. Ja. Und Quirin, Koda? Wie schaut's aus? Oder, Alter. Aber ich glaube, das war, wo ich das letzte Mal in einem Club hier vor Ort war. In welchem? Muss nicht sagen. Das war vielleicht dumm, wenn du sagst. In einem Club. Warte mal, Quirin. Also ich war halt wahrscheinlich nicht dabei, Game, schaut davon aus. Ja, nö, klappt nicht. Obwohl, warte. Doch, War dabei? doch warst du. Ja. Da war mal eine größere Gruppe. Oh, war das dieses tanzt? War das das? Ja, ja, genau. Geil. Freut mich. Ich glaube, da habe ich einen fetten Kader gehabt. Oh, einen fetten gleich. Ja, safe. So mit in der Früh kotzen oder? Vor allem, das ist ja das. Na. Die Zeiten, die sind schon wieder vorbei jetzt. Bitte. Ja, du wärst ja Ada, hast du gesagt, ja. Ich meine, das ist dieses. Ja, safe. Na, vor allem, wenn es immer so lang geht, ich pack das nicht mehr. Mhm. Das macht so fertig. Gestern noch zu kursen. Ja, gell, aber ich möchte dann schon so um 2 wieder gehen. Ja, also nicht, dass das so spart wird, gell. Ja, ich sag mal so. Ich hätte auch nicht Bock auf einen länger gehabt, das sage ich dir, wie es ist. Ja. Also laut Carina war der Wasserschlucker sehr, sehr dicht. Ja, Hat der halt einen Kader gehabt? na. Gibt's da Na. Inside Information? Wir haben kurz mal geschrieben, wir haben keinen gehabt, na. Digga, was ein Viech. Also ganz ehrlich. Ja, aber wir haben gestern gesagt, wir machen so einen gemütlichen Voice-Off. Und ich glaube, ich habe auch geschafft. Junge, ich hab beim Vorglehen mehr getrunken als der Andi. Was, Okay, seit wann ist? ja, was halt normal nicht funktioniert. Das passiert normal nicht. Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? ja, die Scheiße war halt, ich hab schon gewusst, ich hab den ganzen Tag zu wenig getrunken. Was die perfekte Voraussetzung dafür ist. Dann habe ich irgendwie überlegt, wie bei der Carina dann irgendwie nur so ein Wasser trinken soll oder so. Hab ich nicht gemacht, schieß mir die erste halbe direkt auf. Hab's aber dann geschafft, mit der einer Flaschen die anderen Flaschen aufzumachen. Hab aber gleichzeitig die anderen Flaschen auch aufgemacht. Also ich hab's geschafft, irgendwie beide gleichzeitig aufzuschießen. Ja, was halt dazu geführt hat, dass ich dann sehr, sehr schnell die erste halbe ausgetrunken hab, damit die zweite nicht lack wird. Ah, da oben. Ja, damn. Ja, und dann halt nur zum als Weghalbe. Nummer eine. Na, geil. Ja, wer war jetzt dann Fahrer? Die Cousine. Die Cousine, Also okay. das ist nicht Carina. Ja, ist klar. Ma, ey, hier ist ein Kackspot zum Landen, Alter. Also laut Carina hat er übrigens auch keinen gehabt. Ja. Ich meine, wenn du da Probleme hast, fahr halt einfach mitten auf die Straße und park doch. Ach ja, Gott. Perfekt. Ja. Das ist, immer wieder Tipps für dir zum Gering. Danke dir. Ja, wenn es jetzt so verzögert ist. Na, ich sehe es nicht, dass du schon mitten auf die Straße fährst. Na, du, das war jetzt cool, das war ernst gemeint, weil Okay. das ist immer geil, wenn jeder mal gleich meint, ich gebe ein Kompliment und bedanke mich so und dann meint immer jeder gleich, dass ich das offensive meint. Ja, aber weil du immer Scheiße laberst. Oh. Ah, das ist eine geile Location hier. Die ist echt heftig. Ah, da habe ich mal richtig Schiss. Winnie, genau das! Genau das! Ja. Wie scheiße fühlt sich's gerade an? Das kostet 5000? Ja, safe.
Ich hab's irgendwie gecallt, oder? Ne, ich hab's eher gecallt, oder? Hätte mal. Oh Mann, ey. Ich hab gewusst, dass sowas passieren wird. Und ich hab gewusst, dass in diesem Stream passieren wird. Das ist der böse Einfluss. Weißt du, das ist so geil. GTA, epische Szenen, keine Ahnung was, Schießereien, Pipapo, Verfolgungsjagden. Ich fall die Leiter runter. Also wir müssen mal wieder ein bisschen im Chat aufholen. Carina findet es amüsant, dass du sagst, die Cousine. Beschwert sich außerdem drüber, wie du ein Heli fliegst. Hä, und- sie kann's erst recht nicht, ja. Also das Maul heute nicht. Das weißt du nicht, das kannst du nicht einfach so behaupten, so. So, ich speichere jetzt meinen Tod ab. Und ja, dass es in Amerika hier keine Krankenversicherung gibt, also kostet safe 5000. Ja, aber 5000 ist schon hart. Bloß weil ich gestorben bin, hallo? Geht's noch? Mich gar nichts sein, wenn ich stirb. Ja, ist auch ein bisschen unlogisch. Ja, scheiße, Mann. Aber der war jetzt schon gespeichert, oder? Also, ich hab das extra, bin dann verreckt, aber es ist ja nicht weg, oder? Ja, genau, ich glaube, der speichert immer, wenn du so Teil aufsammelst. Ja, Leute, ihr müsst wissen, es ist für mich Neuland in GTA zum Sterben. Deswegen weiß ich das natürlich nicht. Weird Flags. Ich komme ganz kurz in die Statistiken, ja? Und dann sage ich euch, dass das stimmt. Allgemein, hallo, es lag wieder. So, jetzt ja. So, Trevor, Tode. Na, hier. Einer. Michael 0, Junge, 0. Franklin 0. Geil. Tod durch Stürze, aber das sagt's einmal. Schade. Schade. Mhm. Aber so passiert's halt mal. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, aber Das du nicht anmerken. es geht. Mann, weil ich sag auch noch, ich geh extra langsam an die scheiß Leute. Du kannst nicht mehr machen, als einfach darauf vertrauen, dass er da jetzt ohne hängt und runter geht. Aber du musst drauf Yep. zugehen, damit er das macht. Und wenn er es halt einfach nicht macht, dann flügst du runter. Ja. Kurz die Hoffnung gehabt, dass ihr unten am Glanterland. Natürlich nicht da. Oh ja, ich werde mich noch hart aufregen. Mhm. Gut, dass jetzt bald 10 Uhr ist. Oh. Also Carina fragt übrigens, warum du jetzt da die traurige Stimmung hast, ob du jetzt nur mehr alles sammeln musst oder. Na, die was du traurige noch Stimmung ist, Carina. Ich hab vorher gemeint, ich bin noch nie gestorben. Und es wird heftig in GTA. Und ich hätte es geil gefunden, wenn ich halt auch die 100% vor ich hab, diese Spieldatei mit 100% und halt auch noch 0 Toten. Ja. Aber Also ich habe um die 100 wahrscheinlich. ist halt immer noch blind für mich. Deswegen ist es auch okay, wenn man mal abnippeln da. Muss man dazu sagen. Und ich habe jetzt kein Heli mehr. Stimmt. Stimmt, weil du den Hinter halt nicht erwartet hast von dem Schild. Ja, so ein Okay. Arsch, ohne Scheiß. Brauche ich den Heli überhaupt? Naja, scheiße. Ich fahre jetzt mal so hier und probier's. Ohne. Scheiß Laster. Über mein Lebenszeichen queeren. Ich hab's irgendwie gewusst. Irgendwie hab ich's geahnt, dass er weg ist. Ist doch scheiße. Ah, vielleicht kommt die Kulisse hinten auf, ey. Das wird's sehen. Das kann man vielleicht versuchen. Oh na, man kommt nicht hoch. Oder ist da eine Tür? Ja. Okay, geil. Ist jetzt irgendwie... Jetzt ist nicht wirklich außen an der Treppe hoch. Ey, du bist wieder da. Quirin? Hey, what's up?
Er ist wieder weg. Ja. Du bist wieder da, hey. Ich meine, das Schlimme ist ja, ich bin ja nie weg, weil ich im Stream ja immer her, wenn du was zockst und ich das nicht über Discord her, weißt schon. Was? Er ist wieder weg. Ist das geil. Oh man. Es ist immer traurig, jetzt muss ich sogar mal in den Chat schauen. Ey, Digga, ich weiß, du Discord fuckt mich so ab. Der Mod Das ist Geist weg. ist krank. Mhm. Mhm. Beim Golfplatz ist sogar was. Yes, sir. Alter, ich habe eine Idee. Wenn ihr es nicht vergisst, kannten wir, wenn ich als extra mit hab, zum Schluss noch so ein Schmankerl-Drohhänger. Kann ich euch was sagen. Obwohl, na, das geht auch nicht. Das kann ich erst recht nicht machen. Weil das darf ich nicht herzogen. Ich müsste das blurren. Scheiße. Oh mein Gott. Da muss es irgendwann ein Video vormachen. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Erinnert sich. Was ist Weil ich darüber beschwert, weil sie morgen um 6 Uhr aufstehen muss. Oder auf stehen. Ja, kannst du den Stream nachschauen. Aber das ist es nicht, weil wir sind ja hier für die Interaktion. Hoppla. Queridorierst du dann einfach wieder, wenn du wieder da bist, ne? Weil ich höre die nicht. Was, da rede ich einfach mit Kara. Ach, Kara. Und hier einfach diesen Banger. Das ist sowieso viel besser, als mit Queeren eine Unterhaltung zu führen. Oder mit Carina. So auf parasozial. Carina muss auf 6 Jahre auf hier stehen. Ja, wahrscheinlich. Und Cops direkt. Woo! Ah! Komm, geh hoch. Das ist frech. Was ist frech? Du bist wieder da. Ein Statement. Hey, komm, Kara, du darfst ja auch mit Kara unterhalten. Das haben wir schon geklärt. Und er ist wieder weg. Es ist insane. Was ist denn da gerade los mit Discord? Hallo, Mann. Aber es ist anders Kaliber, ja. Schon, gell? Mann, was machen wir denn jetzt? Wie werden wir denn jetzt die Cops hier los? Am besten. Einfach mal wieder einen Berg hoch. So. Das ist, glaube ich, schon mal gar nicht schlecht hier. So. Mayday, Mayday. Bumm. Okay. Oh, also jetzt ist gerade wirklich... Wer ist Kara? Kommt gerade von der Carina. Ah, okay. Kara ist Moderatorin im Nonstop Pop in dem Radio-Channel. Die sich heute dort tatsächlich selber spielt, weil die gibt's wirklich. Und wir haben rausgefunden, als sie das gesprochen hat oder so, war die so 220 oder so. Was lustig ist, weil wir das haben wir nicht gewusst. Wir haben dann immer so, haha, Kara, wir hören nur deswegen Nonstop Pop oder so. Und dabei. Oh fuck! Oh mein Gott.
Das war dumm. Ja, Mensch, Kimi da jetzt weg. Aber ihr merkt, wie das die Dynamik rausnimmt, wenn man auf einmal wieder Cops hat. Und dann ganz schnell die loswerden muss. Ich hoffe, ich komme hier dann irgendwo verstecken. Aua. Also das muss ich jetzt gerade wirklich sagen. Discord hat so gar keinen Bock mehr, oder? Sag mal, konnte es an irgendeinem Streamer-Modus legen in Discord oder so? Gibt's sowas? Den gibt's ja, aber den habe ich schon deaktiviert. Weil ich den scheiße finde. Ich mag ja hören, wenn einer joint oder weggeht. 4 Sterne? Der Mutter. Warum bist du schon wieder weg? Das gibt's nicht da. Ich denke nicht. Ah, okay. Zur Not hatte ich dich safe im Stream hören, also. Mann, Alter. Ich weiß nicht, was ich mache so gerade. 4 Sterne ist ein Kackspot. Ja. Ja, warum hast du 4 Sterne, Bro? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin eigentlich nur am Weglaufen. Ich meine, du Aber- musst es mal so sagen. Du konntest jetzt nicht keine Angst mehr vom Sterben haben, so. Doch. Der war nicht tot. Ich muss jetzt nicht extra noch weiter sterben. Vor allem schaue ich, dass ich in Missionen nicht verreck. Das Und geht das immer. Tragische war, wenn du jetzt stirbst, dass du immer am Krankenhaus respawnst. Ja. Singen die mir jetzt da? Das kann doch nicht sein. Die können mich doch nicht singen. Eigentlich immer. Komm, verarsch mich nicht. Das ist ja lächerlich. Lächerlich ist das. Lächerlich. Jetzt hören wir mal die scheiß Helis runter. Das gibt's ja nicht da. Ja, es ist irgendwie ganz weird. Ganz weirde Situation hier. Heli down. Eli down! Get down. Und jetzt kommen da die neuen Gegner. Ciao. Und jetzt sind's da. Die Carina hat eine heftige 123-Tage-Streak auf Duolingo. 123 ist was. Hallo? Lol. Was wird denn gelernt hier auf Duolingo? Ach Mann. Ich hab grad echt gern Lester angerufen. Oh Mann, ich muss da weg, weil sonst finden die mich zu Fuß. Aber so finden sie mich vom Heli her, wenn ich weglaufe. Ich muss hier wieder raus, ein Fahrzeug finden und dann. Was so, wir hätten jetzt schon locker wieder 3 Teile sammeln können. Ist halt einfach nicht Ja. geil, so. Ja, aber ist das Teil hier jetzt irgendwie bei dem Gebäude? Na, oder? ich lauf einfach weg. Ich weiß nicht, wie wirst du denn confident 4 Sterne im Singleplayer loswerden? Das ist ja fast ein Untergrundding, oder? Ja, das werde ich jetzt aber wahrscheinlich machen. Kanalisation reinfahren. Und die gute Carina lernt anscheinend Italienisch. Das macht der Jonas übrigens auch. Ja. Und ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt in Duolingo nicht so gut aus, aber was macht denn da die Eule? Weil Carina anscheinend mies Schiss vor der hat. Jeder kennt die Duolingo-Eule. Was ist das? Was macht die? Ja, das ist so das Maskottchen im Prinzip. Das sagt, der meldet sich dann immer und sagt, yo, du sollst lernen und so. Oh shit, Alter. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wo man jetzt den Schiss vorhat und später einen Crush dafür entwickelt. Die war ja so cool. Aha. Möchtest du uns was erzählen? Na, Oh Mann, ist doch scheiße. Da muss ich jetzt kurz mal wieder ein bisschen attackieren, weil
Ja. Du, die wird hier verrecken. Das ist tragisch. Fickt's euch, Alter. Geht's ja, du bist so ein Arschloch wegen sowas. Gut, dass wir genau jetzt 10 Uhr haben. Schau mal, ich habe einfach fast keine Reifen mehr. Okay. Schau dir die Eule auf Insta an. Ich hasse dich, du blödes Arschloch, Alter. Weißt du, warum ich 4 Sterne gekriegt hab? Nö. Weil ich in die Filmstudios war. War das nicht so? Und dann habe ich von mir Sterne gekriegt, bin wieder weg und dann hat es hochgeschaukelt. Ich bin einfach nur weg die ganze Zeit. Ja, okay, krass. Ey, bockt sich null. Sag ich dir, was es ist. Ja, du Arsch. Gib mir jetzt irgendeine gute Karre, Alter. Ja, die zum Beispiel. Ja, fahr weg. Ich bin gerade heftig auf der Suche nach der Duolingo-Eule. Aber ich wüsste nicht, was ich da suchen soll. Duolingo? Ach, sie, okay. Ich zähle diesen Stream bei der nicht zu die Tode dazu. Weil wir gerade dazu entschlossen. Echt, aber? Ja. Warum nicht? Kannst du das erläutern? Ja, es ist ganz was anderes als Aufnehmer. Mhm. Darf ich jetzt endlich weitermachen? What the fuck, Mann? Na, jetzt weiß ich wieder warum. Ich war beim Golfclub, deswegen. Ja, true. Golfclub einfach zu exklusiv. Ja, den Machst du nix? Golfclub einfach Kaffee müssen. Ja, das war's gewesen. Dann war der Scheiß mir nicht passiert. Muss Carina mal ganz kurz mitteilen, dass sie definitiv keinen Crush auf die Eule hat. Aber muss nur Boy erwarten und dann entwickelt sich das schon langsam. Keine Sorge. Ja, sowas kommt schleichend. Ja. Wenn du dir das erste Mal Gedanken drüber machst, denkst du vielleicht so, keine Ahnung, Mann. Und dann denkt man drüber nach und dann geht's los. Dann fang so, oh, ich vermisse die Eule. Und, ach, die Eule war ja eigentlich voll cool und, ach, die Eule. Da krieg ich eine Beule. Ah komm, nehmen wir gleich wieder ein Heli. Das haben wir ja nicht so. Should be able to fit in one more. Na, Bro, er flügt davor. Sehr ein Arsch. Okay, Carina mag über weirde Crushes reden und ob wir Zoomania kennen. Ich für meinen Teil nicht, aber ich werde jetzt nicht recherchieren. Oh na, Zoomania. Crush auf wen davor? Wer ist? Oh, safe, hier das Faultier. 100%ig. Alter, ich möchte mal nichts sagen, aber es gibt ja so ein Shit bei Pokémon, ja. Oh shit, okay. Der So. Fuchs. Der Fuchs, der schaut der Giga abgerufen Nein, ich aus. wollte nicht den Sprung machen. Es geht gerade alles schief. Ja, fick dich, Alter. Runter da. Digga. Ich bin gerade auf Google Bilder, schau mir Zoomania Beutel an und da ist der Beutel von diesem Fuchs, was richtig abgefuckt ausschaut, Mann. Ja, Digga, what? warum ist das so abgefuckt, Mann? Ich mag jetzt nicht. Ich mag jetzt nicht einfach wieder ein Beutel da reinschicken. Weißt du, dass wir alle den Stream liefen, was schon? Ja, stimmt, macht das nicht. Naja. Oh nein. No, aber nein! Warum ist denn Enter erneut versuchen?
Das Bild ja wahrscheinlich. Also jetzt ist der Wurm dran, wirklich. Ich mag nicht, wie der Wurm drin ist. Und Carina mag uns übrigens mitteilen, dass das hier quasi nur ein Crush auf die Personality ist und nicht aufs Äußerliche. Na klar. Natürlich. Also haut sie einen Crush. Gotcha, Bitch. Mann, gib mir doch ein gutes Auto, nicht sowas. Was ist denn das? Ach Mann. Es dauert mir doch viel zu lange, um das nächste Teil zu sammeln. Ich bin jetzt hier selbst 20 Minuten am nix finden. Ja, warte, das gehört auch dazu. Nein, das gehört nicht dazu, Alter, weil die Sterne einfach scheiße sind. Es ist nicht alles nur Zuckerschlecken. Erst wenn Mexikaner sind hinterher da. Hier in der Link geht nicht. Wow, steht echt, oder wie? Hey, bei mir funktioniert der. Die Laune ist gleich wieder oben. Wenn man East Lost FM hört. Oh Mann. Ja, okay, ich konnte die allgemeine Seite da schicken. Schauen wir, ob das funktioniert. Warum enthält die Seite keinen Text? Hä? Jetzt funktioniert der Link bei mir nicht. Das ist ja scheiße, Alter. Ist jetzt hier irgendwo das Teil oder wie ist das? Ja, scheiß drauf, das wird nichts mehr. Stell dir einfach diesen Fuchs in abgefuckt vor. Im Wasser? Ah. So, 19. Hm? Nice. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kannst du wieder big aufgehen. Wir nehmen wieder Fahrt auf, Leute. Wie war's mit Abspeichern? Komm, ob das irgendwas passiert. Ja, woher soll ich denn wissen, was für Charakter das ist, Carina? Ich kenne die Scheiße nicht, Mann. Es hat auf jeden Fall für mich wie ein abgefuckter Fuchs ausgeschaut. Und dann mir gedacht, okay, der Crush ist gerechtfertigt. Nummer 20. Yes, 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 yes. Wir sind bald bei Halbzeit. Schön. Bist du nur da? Ich bin hier. Okay, Oh, wir sind- Alter, ey, Junge. Ich krieg da immer so Schiss. Ich wollte gerade schon wieder sagen, na, ist wieder weg. Nein. Na. Brauche ich da ein Heli? Nö. Aber Heli war das gut. Jetzt gehen wir wieder in so Gefilde rein, wo ein Heli echt nicht blöd war. Yes, sir. Und dann die Spawner. Rina gefällt bei der Sender. Ja, gell? Das ist stark, oder? Bumm. Der ist... Alter. Hey, jetzt hauen die aber alle raus. Das geht ja wirklich ab.
Ich kenne so. Du kennst es nicht, oder? Ich kenne das nicht auch nicht, aber sehr ist geil. Ist das Radio live? Nö. Wie meinst du live? Weißt du, was damit meinst mit live? Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwas Sender ist, der das quasi immer live spielt, aber das ist halt nicht so. Das sind quasi immer dieselben 30 Lieder, die halt so laufen. Ja. Und dann kämen immer so Werbungen. Da ist gerade ein Hirsch überfahren worden vom Zug. Alles klar. Oh. Da ist ein Heli, genau, stimmt. Haha. Habe ich doch noch richtig im Kopf gehabt. So, jetzt bitte fahr nicht davor. Up in the back, mate. Let's do this. Bist durch. So. Komm, jetzt steig, ey, du Hund. Steig doch, ey. What the fuck, was ist denn jetzt los? Hä? Ich muss auf F draufbleiben, damit wir die A steigen können. Das war aber noch nie so. Ja, damn. Aber das Gelaber auch, lol, klingt zu authentisch. Meinst du, ist das von diesem Radio quasi? Ich glaube, dass die einfach so ein paar Sequenzen halt aufgenommen haben und die dann einmal random dazwischen spulen. Ja, ja. Da wäre gerne mal so irgendwie der nächste Song angesagt oder so. Was halt da ziemlich geil ist. Ist das jetzt schon wieder im Wasser oder was? Nee, tatsächlich nicht. Hier. Oh ja, jetzt haben wir aber einen Sprung drin auf einmal. Warum muss ich denn jetzt auf einmal wieder in den Start? Das ist nicht so gut getaktet wie gerade. Oh, mal Kara her. Carina, dann wärst du auch mal sagen, wie das genau läuft, wenn Kara so eine Ansage macht. Alright. Mal ein bisschen Ego-Perspektive, oder? Oh Gott. Dein Heli ist aber ganz schlimm. Ja, land mit dem Scheiß mal. Die Carina meint gerade, dass sie sehr müde ist. Okay, das sehr habe ich reinterpretiert, aber Sehr müde. Das ist schlecht, der Stream dauert noch. Du darfst jetzt noch nicht gehen. Wo kann denn das Teil sein? im Wasser. Ist das Wasser? Meinst du echt? Ja. Ja. Scheiße. Oh, da hat ein bisschen Seitenlage der Heli, aber es geht schon. Ich vertraue jetzt einfach. anscheinend durch. Ha? Ich verfälsche Carina ihre Aussagen komplett. Echt, warum? Ich meine, Sears und so. Was drast du da immer so hier? Ja,
Das nur verdeutlichen. Solange du keinen Scheiß verzeihst. Nie. Ich dramatisiere gar nichts, Carina. Das ist kompletter Fake-Call schon wieder. Da ist das Teil. Im Eck hinten. Aha. Ja, okay, aber ich bin schon so ein Drama-Fan, also. Ist verständlich, dass das so rüberkommt. Drama-Fan. Safe. Ich mag jetzt nicht Drama Queen sagen. Das haben wir auch schon öfters das Thema gehabt. Ich klinge for real pissed grad. Mhm. Immer. Nee, das ist ein normaler Küren gerade eigentlich. Kennst du dieses. Hast du Hulk mal angeschaut? Hulk, sein Geheimnis ist nämlich, dass er einfach immer sauer ist und deshalb immer Hulk werden kann. Ich bin einfach immer pisst und kann deswegen immer Queeren sein. Du musst einfach immer pissen. Ah, ich muss da oben landen. Geil. Nicht geil. Das war eine Hölle. Nee, ich glaube, das geht wohl. So. Nice. Und weiter geht's. Gut. Ey, so geht's voran, so mag ich das. So. Wenn du jetzt sagst, ich kann überall zum Pisser werden, was genau meinst du damit? Ich verstehe die Aussage gerade nicht ganz. Pass auf, ich sag's dir. Beim Observatorium. Mhm. Ah, ich sieg's sogar. Dann landen wir gleich mal auf dem Dach. Also Carina meint, dass Hulk ja immer zum Hulk werden kann und ich kann dann immer einfach ein Pisser werden. Also, Ich kann jederzeit ans Bein pissen, so meine ich. das auch. Das kann ich so zustimmen, auf jeden Fall. Ja, yeah. So. Machst du das mit dem Anpissen? Mhm. Safe? Habe ich dich auch schon mal erwischt? Ich bin mir gerade noch mal sicher. Also ich glaube, jetzt ist es einfach nur dumm, wenn du neben dem Heli fliegst. Du hast jetzt beide Strecken über viel Gelände. Yes. In der Stadt war es ein bisschen angenehmer mit dem Auto heute, aber da ist jetzt vorbei. Hold on to your hat. We're taking a commercial Achtung, jetzt kommt wieder Kara mit einer Commercial Break. You've accidentally killed a family of 4. We all know these things happen. You need to get out of jail to beat the shit out of your old lady for getting you into this mess in the first place. But you need Okay. to go to jail. That's
ist gerade das What the fuck in Caps gedroppt worden. Ich glaube, ich muss jetzt gleich noch mal ein bisschen in den Chat schauen, dass der da keinen Scheiß macht. Ihr Frechen. Constitution to get their money. Habe ich dich schon mal for real angepisst? Jo, ey, Leute, ich weiß, es ist noch 22 Uhr, aber das ist gerade wirklich ein bisschen too much. Na, ich meine nicht das anpissen, ich meine so. Ach so. Ja, wie sage ich das? Okay. Ich Ja, meine sauer nicht das gemacht. körperliche anpissen, Sauer Junge. gemacht halt. Ja, ja. Wie Ja, denkt. ja. Was ist denn das für Stay? Boah. Das ist auch crazy, an dem Spot war ich auch noch nie. Ey, der wäre der übel geil jetzt gleich. Oh, Banger-Song. Und by the way, da kommen die ganze Zeit so heftige Werbungen. So dumme Szenarien. Ja, ja. Scheiße, Mann. Ah, da kann man vielleicht ein bisschen besser landen. My friends, it's pop music. It doesn't judge you, and I won't either. Na, kannst du ein bisschen eng werden für die Rotoren, oder? Ich schau mal immer nur bei Sumania so die ganzen Charakter übrigens so. Ja, und was sagst du? Also ich kenne Und mit seinen Leibwachen. ich kenne nur Horse, Fuchs und Faultier. Weil ich den Film nicht gesehen habe, logischerweise, ne? Mr. Big, by the way. Mr. Big? Wer ist das? Ja. Ja, das ist so ein kleiner Maulwurf oder so. Mhm. Irgendwie ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe irgendwie gedacht, so ein Maulwurf, kaum, darf der zu dir passen oder sowas. Und jetzt glaube ich, weiß ich, warum ich irgendwie auf das Thema bin, weil du hast doch irgendwann mal gesagt, dass eins deiner Lieblings-Pokémon. Wie heißt das nochmal? Bist du überhaupt noch da? Okay, nein, er ist nicht da. Geil. Bist du Stahlobor? Ich weiß nicht, oder? Und so, oder? Stahlobor, war es Stahlobor? Kannst du leider nicht sagen. Aber du warst es ja anscheinend andere. Es ist halt immer scheiße, wenn du auf einmal weg bist, Mann. Ich weiß nicht, ob du einfach nur wenig sagst oder halt weg bist. Oh nein, ich habe gerade das Video vorgespult. Okay. Achso, du hast das Teil, lol. Raumschiffteil, gesammelt. Rotomurf. Rotomurf. Minimalwurf. Rotomurf habe ich irgendwie ein bisschen im Kopf gehabt. Also ist es jetzt Rotomurf? Ja, ich meine, das ist halt so. Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Was? Irgendwo zwischen so Weinfader. Ja, Mann. Wow.
Uiuiui. Da bin ich mal gespannt, ob ich das direkt finde. Das war ein bisschen ein bescheidener Spot. Muss ich ein bisschen weiter weg parken. Da ist es. '28. Queren? Mal. Okay. Ich habe immer so Schiss. Ich meine, das Problem ist, ich weiß nicht, ob es so eine Phase ist, wo du mich ununterbrochen hast, oder so eine Phase ist, wo ich die ganze Zeit abschneide und dann mag ich heute nichts sagen. Ja, ja, also eben gerade war tatsächlich sowas. Digga. Ja, man hat's aber verstanden, weil das war bloß so eine Phase, wo ich andauernd abschneid. Ja. Alter. Ah, ich habe mir schon wieder ganz schön was vorgenommen mit den ganzen Collectibles halt. Aber dann ist es halt geil, wenn's geschafft ist, gell? Im Wasser wieder, ekriges Katzen. Yay, oh, blub. Oh, ist vielleicht schlecht jetzt. Machen wir mal kurz in den Rage-Mode, kriegt man weniger Damage. Blub. Komm her. Yes, ich hab's. Nummer 29. Unter der Brücken. Ach ja. Kennst dich aus, oder? Ja, Mann. Jetzt war's so. Hehe. Exakt. Ja, beim Furtgehen, wenn ich mal heimfinde, gell, dann gewährt es einem immer wieder Unterschlupf. Der Platz unter der Brücke. Safe. So, wo ist jetzt das? Da. Da ist es. Adam. Test, Maren, hörst du mich? Ja, Test. Test, hallo. Es funktioniert. Perfekt, ich hätte dich nur abgeschnitten. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht. Ich meine, ich frage jetzt nochmal. Es war reichlich spart, aber die Streamqualität, Was? ist die gut oder schwankt die? Wenn die so konstant ist, dann ist es perfekt.
Also mit dem Stream habe ich kein Problem, aber ich bin halt nur so 90% anwesend. Ja. Das ist vielleicht immer so eine Frage allgemein an den Chat. Yay. Nummer 30. Geil, Mann. Oh, es fühlt sich so gut an. Okay, dann schaue ich mir nochmal. Stream ist toll. Genau, danke. Und genau deswegen solltet ihr alle liken. Oh nein. Unangenehm. Ja. Ich kann vielleicht mir noch mal was ausprobieren. Und zwar. Ich weiß aber leider nicht, ob das so smart ist. Ich hab Schiss, dass uns der Stream komplett abbricht, deswegen lasse ich es jetzt mit, aber. Okay. Oder ich google schnell mehr, ob das funktionieren sollte, was ich vorhätte. Ich bin abgelenkt, safe. Aber du kannst ja gerne neue Themen reinschreiben. Ja klar, haben wir ein paar Themen drin. Dann können wir wieder ein bisschen labern, weil der ist halt immer nur nicht spannend, was ich hier mache. Ne? Aber das ist ja der whole point. Dass wir da so ein bisschen Input kriegen oder so. Wäre auf jeden Fall cool. Wenigstens klappt immer wieder bei. Hä? Ja? Was? Sag. Letzte Minecraft-Stream, wie lange der genau gegangen ist? Meinst du bis wie viel Uhr auf Nacht oder? Ja, genau. Boah, also war noch Mitternacht, glaube ich, noch. Ja, das ist safe. Ja. Und du warst so, glaube ich, sogar, du Oh. hast im Chat, glaube ich. Du warst auf jeden Fall mehr da, du hast mir reingeschaut. Aber Was willst warum? du sagen? Also, wenigstens darf zwischendurch mal wieder so ein bisschen Radio im Heli. Oh Gott. Jetzt ist das gute Ablenkung so. Ja, ist halt schon geil. Vor allem, weil halt eine gute Mucke läuft, so ist er nicht. Ah ja, da ist er, da ist er. Da ist er, der Raumschiffteil. Ja, Leute, Deutsch ist nicht mehr erste Sprache. Glaubt ihr, man hat als Typ oder Frau mehr Probleme im Leben? Also auf alles bezogen. Boah, es ist halt schwierig, gell? Gibt schon ein paar Unterschiede, so ist nicht. Aber es ist halt auch, kann man nicht so verallgemeinern natürlich, gell? Ich glaube, du empfindest als Frau schneller mal ein Problem, wo ein Mann konstigt. Oh na, Quirin, jetzt schalten alle um. Also wirst du vermutlich als Frau mehr Probleme sein. Oh, War jetzt mein Scheiße. ganz stumpfer Approach. Man, Quirin, du kannst das sowas nicht droppen. Jetzt schalten alle weiblichen Zuschauerinnen ob. Du Pisser. Grüße gingen raus übrigens. Ja, warum? Ja, jetzt war. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Warte, was? War das jetzt irgendwie offensive? War nicht so gemeint. Kind of, oder? Ich- Also, keine Ahnung. man kann es Ich seh kein offensive Problem sagen. vielleicht. Ja, jetzt ist mir schon klar, dass du das nicht.
als Problem siehst. Aber manche kann das so sein. Aber da muss man eh immer aufpassen. No. Manche Leute fühlen sich aber so schnell mal auf den Schlips getreten und das ist halt. Das ist einfach nur anstrengend, Mann. Manchmal muss man einfach mal chillen. Allgemein halt einfach. Sicher dann alle Leid. Irgendwie habe ich ja noch so ein bisschen die Hoffnung, es wird sich dann alles ganz anders anfühlen, wenn ich auf einmal nicht mehr die Spaceship-Teile sammle, sondern dann die Briefschnipsel. Aber es wird sich genauso anfühlen wie jetzt auch. Du weißt alle nicht, warum wieder die Ja, Hoffnung safe, habe. das ist genau dasselbe. Jetzt kann es aber wieder ein paar Collectibles und geht ja online in die ballern, mal ganz ehrlich. Oder wie siehst du das? Sorry, was war die Frage? Jetzt kannten es aber wieder ein paar Collectibles in GTA Online in die backen, oder? Oh, die Höhle muss ich runter. Also war das ein Nein? Collectibles, ja doch, safe. Collectibles, ja, das hat lang dauert, jetzt holy shit. Ja, Bro, jetzt ins Discord, Mann, ich sag's dir. Ich weiß. Ich muss warten, bis ich's im Stream her, Junge. Oh Mann, ey. Mario und ich hatten letztens das Thema, dass Männer es bei Dating-Plattformen schwerer haben. Achso, ja, bei Aber wir Dating-Plattformen, haben ja. halt Tage und kriegen Kinder und das ist zum Beispiel körperlich voll nervig. Ja, aber das ist ja eine Entscheidung irgendwo, ne? Verstehst du? Irgendwo, ja. Ich meine, ist ja nicht so, als dass das definitiv so sei. Man muss schon selber sagen, jo. Kriegt ja nicht jeder ein Kind. Und, so jetzt mal Typen haben teilweise auch Probleme mit Overthinken. Natürlich, ja. Und das stimmt schon. Aber wobei ich sagen muss, dass Frauen da vermutlich eher overthinken, oder? Vermutlich. Also ich schätze mir tendenziell mehrere. Aber lol, ich schwimme die ganze Zeit an der Kanten und komme nicht voran. Ja, ich glaube schon, es kommt ganz echt selten, dass so ein bisschen. Dass so der weibliche Teil der Bevölkerung ein bisschen mehr drin ist. Aber ich bin heftiger Fall von Overthinken. Leckt mich am Arsch. Ja. Bin manchmal so krass Habe ich verkopft. teilweise, ja. Bin so krass verkopft, das ist insane. Und da ist es halt immer ganz entspannt, weil immer vor Overthinken zu ist ganz entspannt. Es ist dann ganz entspannt, wie man heute jemanden hört, wo man halt reden kann. Und dann halt einmal gesagt kriegt, so, Alter, ist alles nicht so schlimm. Free Kochmacher ist echt nicht gut und es ist es einfach nicht wert. Muss man es mal so sehen. So, Und Carina, Mann, es ist nicht die Entscheidung, ob auch der Mann das Kind austragen kann. Das stimmt, aber die Frau konnte sich ja auch dazu entscheiden, Sex zu haben, so. eben. Größtenteils. Ja, aber leider auch Männer. Und dann overthinken beide und es kommt nichts mehr bei raus. Lol. Ja, Fact. Wenn beide overthinken, ist alles vorbei, oder wie? War das so gemeint, oder? Ja. Ich meine, du kommst ja nicht weiter dann. Ja. Aber konnte es nicht sein, dass sie beide irgendwie helfen oder so? Selbst wenn beide heftig am Overthinken sind? Ich glaube, das geht mich wesentlich leichter. Jemanden anderen zum Helfen, der overthinkt. Ja. Selbst wenn du gerade heftig overthinkst. Ja, aber dann muss ja auch einer aussprechen, aber schon. Und das ist dann ja wieder schwierig.
Ja, aber vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also ich sprich schon gerne Mo. Mittlerweile. Kommt drauf an, wie schlimm man overthink. Ja. Warum ist das jetzt lustig? Weil gerade Kämmer ist von einer anderen Person, Digga, du kannst nicht sagen, wenn eine Frau kein Kind will, dann soll sie keinen Sex haben. XD. Warte mal. Digga, du kannst nicht sagen, wenn eine Frau kein Kind will, dann soll sie keinen Sex haben. Bro, Jonas, Alter. Übrigens, Kirin, falls du das nicht weißt, das ist der Jonas. Ja, ich wusste, dass der Jonas ist. Ja, aber wie gesagt, hast eine andere ist irrelevant. Person. Der Young Ghost, Alter, ist aber schon heftig. Das ist ja wirklich ein OG-Kanal, Alter. Einfach immer nur der Creeper. Insane. Ach ja, Jonas, ein schöner Gruß. Von mir. Und irgendeine Beleidigung dazu, keine Ahnung. So ist es mir gesagt worden auf jeden Fall, ja. Ja, ich hab nicht mehr gewusst, was er gesagt hat. Mein Gott, Alter. Ja, sorry. genau, deswegen sage ich es jetzt halt so auch. Du Pisser. Danke, Jonas. Echt. Oh, ich glaube, mein Heli macht's auch nicht mehr lang mit. Was gut ist, weil da drüben ist eh noch mehr, oder? Machen wir gleich mal einen Heli-Wechsel. Ready me burned. Aber das lohnt sich nicht. Da krieg ich bloß wieder Ich Sterne. mein, Next level time. Was denn? Going out to knock True. on heaven's door. ja, ich meine, die Aussage war wild, aber die Aussage hatte da 100% Garantie, dass du halt kein Kind kriegst, so what the fuck. Das ist richtig. Es ist die sicherste Variante. Klar ist scheiße. Carina, gute Nacht. Jo, kurz ein Neckle, Carino. Können wir an dieser Stelle gleich mal Werbung für Zip Zip machen. Moin, Camp, der Podcast. Perfekt. Das war die Werbung. Gute Werbung. Wir sind urprofessionell. Anders. Aussage einfach, entweder willst du kein Kind und dann hab keinen Sex, oder wenn du Kind willst, dann bist du halt ein Opfer, weil du entbinden musst. Es gibt da die Möglichkeit auf den Kaiserschnitt. Just saying, Even-Orner zum Beispiel. Wegen deinem Dickschädel, oder wie? Ja, genau. Macht Sinn. Klar, also. Ich weiß nicht, wie man das reinkommen soll, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Das war Themenvorschlag. Ja. Na, ob's Frauen oder Männer Schware haben. Und jetzt haben wir in dieser Debatte. Ist auch wild. Hm. Und ich meine, ist ja theoretisch auch nicht die einzige Option, einfach keinen Sex zu haben, sondern du kannst ja einfach immer verhüten so, aber ist halt keine Garantie so. Ja, klar, es ist keine Garantie, aber saying. ich sag mal so, es gibt echt gute Methoden. Und es gibt halt auch Methoden, wo du die Doppelt absichern kannst. Also, ne? Mhm. So ist es ja nicht. Yes, sir.
Oder im wievielten Teil sind wir eigentlich gerade? Es müsste halt das 37. jetzt sein, was ich hole. Und du so? Hey, ja. Du machst einen echt guten Mod. Muss man sagen. So. In der Scheune drin. Und so, Digga, was? Und du so. Ja, wie und ich so. Das sagt man halt so, keine Ahnung. Geht's dir gut? So? Das ist doch schön. Oh Mann. Neben Ammunition. Mhm. So, Karina hat wieder was geschrieben. Ammunition. Punkt war nur, dass Frauen halt gearscht sind, weil Männer sich theoretisch rumvögeln können und nie selbst schwanger sind. Ja, das stimmt. In der Tat. Aber ich meine, es ist ja. Ich meine, wenn ein Mann sich rumvögelt, ja. Unter Männern kannst du doch meistens von Anfang an sagen, dass es ein Fuckboy ist, oder nicht? Da die vielleicht jetzt gar nicht mehr so sagen, ehrlich gesagt. Boah, Junge, warum springst du jetzt da runter? So ein Affe, wirklich. Also es ist eine wilde Aussage, Quirin. Ja, also man, allgemein muss man halt aufpassen, wen man an sich holt, ne? Also Ja. aber, Alter, ich finde, das zählt immer dazu, wer es jetzt schwerer hat im Leben. Das ist ja nicht so, als müsstest du die durchgehend irgendwie aufpassen, ne? Weil du ja so derartig früh geschneuzt wärst. Ja, keine Ahnung. Also, ich hätte allgemein einfach gesagt, dass Frauen andere Probleme haben wie Männer. Ja, Aber jetzt kann er irgendwie es wirklich einfacher oder schwerer oder so. Aber die diplomatische Antwort dann gut ist. genau. Bin ja armer Freund davor. Einfach im Void. Aber das ist ein Bauch, oder? Tatsächlich. Jo. Ah! Da muss man nochmal landen. Und diese Unterführung. Oder? Yes. Ja. Okay. Es geht gut voran. Mhm.
Ist aber schon irgendwie wild, dass du jetzt das so Raumschiff-Teile sammelst. That's crazy. Ja. Abgespaced. Abgespaced. Ah, ich hab kein Radio, ey. Mach mal Radio hier. Radio. Boah, Burning Heart. So ein Banger. So ein Classic. Ja, finde ich jetzt so, aber egal. So. Nummer 40. Ja, Mann. Immer ein bisschen ein Speed-Ailing hier. Ein bisschen mehr Gas geben. Wird mal vorangehen, Mann. Oh, shit. Quirin. Was für Aufschnitt? Ja, Ich glaube, es ist soweit. was ist soweit? Du weißt, was gleich passiert. Du siehst das gleich. Are you ready for the journey ahead? I've got a nice bottle of Pinot, some wine cooler. Oh, ja. with rum. Oh, shit, okay. So as we sail into the sunset, the last thing you remember Oh. Ja, jetzt auch mal, wer es in Heli opfern wird. is yelling at a police helicopter. Nobody is going to stop us. Ja, aber was ist mit jetzt Opfern? Magst du reinfliegen oder magst du aus dem Heli rausspringen und da landen? Ja, wie ein Springer. Aber das Ding ist, ich weiß halt leider nicht mehr, wie du das gemacht hast. Was jetzt ein bisschen traurig ist. Ich meine, du kannst mit dem Heli nur mal schnell schauen, wo das Teil genau liegt. Ja. Und dir dann die Route hochschauen. Ey, Junge, ist das risky. Scheiß, die waren dann. Da wird abgespeichert. Scheiße. Ach ja. Ein Prachtstück. Nein! Ich stirb. Doch nicht. Gerettet. Ja, okay. Brauche eine Heli. Das Problem habe ich auch gehabt. Ich habe schon kurz überlegt, ja, soll ich einfach das so machen, dass ich den zum Schluss hole, weil dann kann ich den Heli ja sowieso opfern. Ja. So wie zu dem Thema. Das ist der gemeinste. Ja, ich habe für den Artseidel brauchst, so ist nicht. Schau mir, vielleicht kann ich das Luftschiff in der Nähe irgendwo kriegen. Hello, Nope, Atomic too further. How can I help you today? Do you have any blimps available? Of Luftschiff's course, been sir. I'll get one spotted. sent out to the nearest available drop-off point. Amazing what you can order over the phone. Thank you for your business. Call us anytime. Okay. I am so pumped for this. Ah ja, optimal. Come on! My engine's going cold. Oh ja. Wo ist das Luftschiff? In die Richtung. What? Hey, wird es jetzt auf der Karte Not sagt oder nicht? Normal schon.
Hä? Warte mal. Luftschiff. Ja, wow. Unten am Flughafen. Stark, Ja, Alter. dann weiß ich eher, wo ich hin muss jetzt. Zum eigenen Heli. Oder nein, ich mach das wirklich zum Schluss. Ich schau, dass ich jetzt die anderen nur so krieg. Ja, das kannst du machen. Aber dann bist du jetzt immer mit den Nummern quasi eins hinterher. Ja. Aber das ist okay. Weil das Geile ist, ich muss sowieso jetzt hier entlang. Jo. Das ist ja genauso ein beschissener Spot. Okay, dann mal los. Und gerade passt ganz so gut dazu. Das ist die perfekte Mucke für sowas. Ach stimmt, du hast ja auch noch mal Heli. Haha! Dann probier ich's doch gleich nochmal. Ja, abgehakt ist abgehakt. Ja, das ist Fakt. Und das ist Fakt. Get in, my friend. Hope you got your big boy pants on. We're going home. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt killen müsste, aber ich mach's irgendwie immer. Ich glaube nicht, dass du ihn einfach. Ja, du kannst ihn vielleicht rausschmeißen. Ich glaube auch. Wenn ich lang auf F drauf bleibe oder so. Und wenn ich nur F einmal kurz drücke, dann mache ich den Fallschirmsprung. Ja. So. Ein neuer Versuch. Meine erste war echt nicht schlecht, aber da. Ja, aber ich dachte nicht direkt so frontal eine, sondern so ein bisschen schräg, oder nicht? Und dann quasi aber gegen eine Säule landen, dass du nicht runterfällst oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Boah. Oh, ich war sogar fast abknüppelt. Geil. Oh, langsam. Langsam. Way crazy, aber Yes. hat ja gut funktioniert. Geil. Bin dem gestorben, oder? Abspeichern. Ich habe immer noch einen Fallschirm. Geil. Guck ja da wieder runter. Das ist aber wieder ein Stern. Ja. So, warum senken die mir eigentlich? Das ergibt keinen Sinn. Weil du kein Q druckst. Das macht keinen Sinn. Also jetzt mir ohne Scheiß. Das stimmt was das nicht. ist ja klar. Ah, jetzt. Perfekt. Keine mich nicht finden. Da macht sie nix. Perfekt. Und Abfahrt. Oh Gott. Ja, das schwierigste Part ist vorbei. Zumindest von den Raumschiffteile. Ja. Lol. Der da sagen, das war der schwierigste. Das freut mich. Mhm. Oh yeah.
and get going. Do I have a minute to talk? You're gonna try. Digga. Jedes Mal wieder aufs Neue. Aber wie's alle ready waren. Ja, gell? Ich hab da schon ein bisschen Schiss gehabt, weil ich hab da auch mal schon aufs Maul gekriegt. Und so instant wieder runterbuchst. Das mit Trevor hat irgendwie so einen Vibe. So quasi so ein bisschen so Offroad, so wüstenmäßig Safe. oder so ein Feldweger in so einer Schlucht. Giga. Und dann so eine Mucke rein. Ja, ja. Oder was war jetzt so ein geiler Sender? Das war schon Channel X, das habe ich schon gemeint. Ja. Die hat aber gute Scheiben. Für diesen Vibe. Get die Style. Die geht ein bisschen steil, ja, aber er ist nicht so eher ruhiger noch. Ist doch ruhiger nicht. Ja, ruhige Scheiben, okay. Das ist jetzt auch eine Kacke da, oder? Muss ich runter? Das ist ein richtiger Ding, richtiger Kackding, ja. Weil du musst ja auf dem Mittleren, glaube ich, sein. Und wenn du direkt schwimmen magst, dann nimmt dich die Strömung einfach direkt mit nach unten. Dann fahren wir mal auf der anderen Seite um, oder? No way, Alter. Als ob das geht. Oh. Crazy. Brother? Oh. Ich werde zu übermütig. Aber das war eigentlich klar an dem Stream. Ja, es wird spät, was so. Ja, es ist, Fertig werden. es ist genau das gleiche Phänomen, das man bei Minecraft begutachten kann halt bei mir. Ja, safe. Dann war der Zerfall einfach und dann ist die Konzentration weg gewesen. Ich mache Dummheiten, weil es lustig ist und so. Und dann, ja. Scheiße. Es dauert jetzt wieder. Fuck. Ja, wie geht's eigentlich hier voran? Wo voran? In der Henhaus. In meinem Club. Mhm. Und ich hab neben mir das Teil gekriegt. Das ist eigentlich nur trauriger. Ja, bis du quasi instant weg, wo du unten warst. Ja, aber warum Jetzt denn, jetzt Alter? Komm. Wenn du jetzt einen Präzisionssprung gemacht hättest, auf dem Teil gelandet, was anderes gewesen. Ja, weil du konntest dann nicht so schnell reagieren und Fallschirm ist ja sowieso immer so eine Sache mit der Steuerung. Ich habe fallschirmmäßig nie wirklich Probleme gehabt, muss ich sagen. Ja, war schon, aber ich schon. Aber ich meine, du konntest halt nicht sofort, du hast einen großen Fall gehabt, du hast halt einfach sofort, also du konntest zu früh nach links oder rechts warten. Ja. Das war jetzt heute der Punkt, deswegen habe ich nur die Kurve machen können und dann, boah. Was ein, warum der dann instant verreckt ist. Insta. Also wie gesagt, mein zweiter Versuch bei diesem Brückending war übrigens, dass ich mir da einen fetten Laster erst hingestellt habe. Der war aber zu immobil. Dann habe ich mir einen fetten Dracke da hingestellt. Hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich immer probiert, mit dem Motorrad quasi so schanzenmäßig zu springen. Und das hat dann letztendlich funktioniert. Bei welchem? Ja, bei diesem Brückenteil. Wie hast du schanzenmäßig versucht zum Springer? Da ist eine Schanze. Du wolltest da drauf landen dann? Ne, das ist quasi so ein Feldweg, der quasi unter der Brücke durchläuft. Ja. Und so ein bisschen auf der Seite zur Mitte der Brücke hin ist quasi so eine Schanze gewesen. Ja, und wo wolltest du landen? Ja, auf diesem Brückenbogen, dass ich das Teil erwische. No way. Ja, Bro, ich hab einen Heli hergenommen, hab den verkackt, hab nicht gewusst, dass man die von den Fallschirmen killen kann und die Helis wegnehmen kann so. Ja. Das Also hab ich ich irgendwann versucht rausgefunden. mit Heli, gefailt und dann halt so probiert. Was ich glaube, ich hol mir auch schnell wieder an. Ich glaube, der ist
Ich glaube, da oben ist einer. Oder? Nein, das ist eher... Oder? Ist Das ist aber weit oben, oder? Ja, eben, dass man runterspringt. Also, Nein, das ist der Brücken, das ist der Dingssprung. ja, ich weiß, ich kann aber den nehmen. Oh na. Get in, my friend. You got your big boy pants on. Unangenehm. We're going hard. Das- I told you not to fuck with me. So. Well, you don't need it. Aber ich wundere mich gerade, wie viel Fallschirm ich eigentlich gehabt habe. Unendlich. Der Infinite Fallschirm-Hack. Ja, genau, ich gebe es zu, ich habe die Cheats aktiviert. Man kennt ihn. Genau, was brauchen wir wieder? Channel X? Anywhere with anybody. The way that we made friends was that we had drugs and we had beer and cigarettes and all the other Vinewood bands had a bit of a fashion sense. And for us, we weren't about the fashion, Okay. we were about the music. We were about the happening. Lass uns mal Kunst da einfach machen. Mhm. Gut. Also langweilig meinst du? Ey, ich hab ein paar coole Aktionen schon gebraucht halt, gell, so ist nicht. Mit dem Moped da aufgefahren ist auch geil. Das war actually cool, ja. Einfach ausprobieren, es funktioniert und dann elendig fällen, wenn man schon oben ist, weißt du, das ist halt so, Ja, damn. das ist Lifestyle. So. Aber endlich geht's weiter. 42. Puh. Das ist mitten in der Pampa. Gut, dass ich einen Heli hab. Alter. Ey, da konntest du auch schon wieder abnippeln. Was war das für Spot? Ach, direkt an der Kante Ja, auf dem ja. Berg. Ja. Ja. Ich habe da erst quasi diesen Gang zu dieser Kante nicht gefunden, aber Mhm. Bist du auch wirklich Helit? ja doch. Weil du musst da so krass aufpassen auf die Helis. Weil die hier halt so schnell kaputt gehen können. Und irgendwann, wenn du die zu intensiv hernimmst, dann passiert, dass die irgendwann Rache auffangen. Dann geht gar nichts mehr. Naja. Muss man schon wirklich aufpassen. So. Jetzt haben wir richtig verwöhnt vom Online-Modus. Das stimmt allerdings. Online-Modus ist quasi, weil es einfach so viel robuster. Was aber geil ist. Robusto. Das stimmt allerdings. Ey, du konntest so viel geilen Scheiß machen. Die konntest einmal so richtig aus dem Auto rausfetzen. Du konntest da unterm Fahren einfach mal rausspringen. Ist halt hier nicht möglich. So. Remember how level-headed and focused you were as a teenager? That was because you had the highest amount of testosterone in your life. You literally couldn't stop masturbating and getting into fights. Wasn't life perfect? Don't bother with gels, patches, gerade eine super Werbung, die da reinkommt. The energy drink that gives you the maximum amount of T by law. TCS Was war Energy Pro. T for testosterone. C Testosteron-Werbung. for caffeine, and S for sucrose. Ja, Now damn. you're as angry, hyped. Das wird doch sicherlich hier unter der Brücke sein, oder? Ja. Wir kennen ja mittlerweile Rockstar North. 44. Schnaps. Oh, Schnapsinge. Himbeerschnaps. Oh. 41%. Das war jetzt weiter. Also, Alter. Da habe ich mal so ein Stamperl probiert.
über Stunden hinweg habe ich das Ding getrunken, aber es war so lecker. Ich wollte das nicht runterhauen. Über Stunden hinweg? Ja. Ja, ich habe Ja, immer was? wieder so Druck genippt und das war so lecker. Ja, aber an einem Stammball jetzt. Ja, an einem Stammball. Es war nur ein Ja, Stammball. 4 oder 2 CL. Das, was jetzt? Mhm. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht. War das ein Vierer oder ein Zweier? Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall war es, selbst wenn es ein Vierer gewesen war, ja. Ich habe halt die ganze Zeit Druck genippt. Mhm. Mhm. Ja, jetzt ist schon soweit, jetzt gehen wir in die Villager Sounds rein. Digga, die Villager-Phase, die kennt er jedes Mal, ich sag's dir, das ist geisteskrank. Ist echt so. Das ist ja. Wo soll das sein? Ah, hier. Am Rand quasi. Nice. Geil, Alter, wir haben's gleich. Außerdem, ich habe mich dazu entschieden, diese Mission, die heute dann danach kommt, diese Abschlussmission auch gleich hier zu machen. Und dann, Ah, okay. ja, ist es gescheiter, bevor ich da wieder großartig rumtue oder sowas. Ich meine, es ist ja alles hier. Ich werde im Nachhinein dann wahrscheinlich auch nochmal so Chapters einrichten. Da hat man halt so grob sieht. Okay. Genau. Und wenn die Tode rausschneiden, damit man alles faken kann. Ja, das ist ein harter Bullshit-Call gerade. Lol. Jetzt geht er jetzt eh nicht, aber ich sind in die Statistiken. Ich mein, du- Du siehst das ja. Ich meine, wir haben jetzt ja erst 2. Mal schauen, wie viel wir kommen. Ich hab 3. Der erste traurige beim Runterfallen. Der zweite durch die Cops. Mit der Schrote hat der mich weggeknatzt. Das macht man nicht, Leute. Das macht man einfach nicht. True. Und der dritte, naja, als ich von der Brücke gefallen bin, als ich elegant raufgefahren bin. Keine Ahnung. Come here! Somebody come here! Erst Digga, er ist aufwacht und hat Gewalt gewählt. sich gedacht. So, und wo ist das Ding jetzt? Hinterm Boot. Ah ja, da sieht man es ein bisschen herblitzen, ja, ja. Yes! Geil. Gleich haben wir's. Family special. Oh ja. Was, aber ich möchte es ja nur mal kurz erwähnen. 100%, ja. Das ist halt für die 100%. Also, ihr hättet so oder so machen Ja. müssen. Ist halt insane. Everyone in this town is in a band. Wants to be in a band. There's a Safe. factor. You choose. Or go wash some dishes. Und dann gibt es halt auch nicht mehr wirklich viel Prozente dafür, weil ich meine, wir sind ja auch schon bei 86 oder so. Bin ja gespannt, wie das mit den Submarine-Parts wird. Submarine Pieces. Ja, da bin ich auch gespannt. Aber dafür müssen wir ja nur ein Business Cover. Na, müssen wir nicht da. Verdammt. Oder doch, vielleicht geht es leichter, keine Ahnung. Ihr wisst dann, wie es läuft. Es wäre dann übrigens ein Business für Michael tatsächlich. Oh, das ist Switchen, krass. Was aus Switchen? Ja, Character Switchen. Das ist richtig, ja. Ich weiß, die ganzen Mieteinnahmen von die Michael-Only-Businesses sind die höchsten und zwar richtig, richtig hoch. Aber ich gebe ihm das trotzdem noch, weil das keine Passiveinnahmen hat. Hm. Ja.
Außerdem werden sie das komplett refinanzieren. Dieses Business. Ey, merkst du eigentlich, dass das mit der Verbindung irgendwie jetzt stabiler ist? Das ist jetzt so eine Frage, okay, weil du so hochgegangen bist. Ja, das war ja eine Frage. Was war die Frage? Ob du merkst, dass es mit der, Ist mit der jetzt Verbindung die jetzt stabiler ist. Finanzieren? Ich meine das davor. Es werden sie refinanzieren, ja. Das ist definitiv. Weil wir dort die Atommüllfässer sammeln müssen. Ich glaube, es gibt 30 Stück. Und die werden wir alle holen. Für, glaube Achievement ist es und was weiß ich alles noch. Und da kriegt man genügend Geld wieder raus. Das heißt, du kriegst sogar noch mehr. Also, ein bisschen Plus werden wir auf jeden Fall dann machen. Ja. Nicht Ich meine, ich kann es auch mit Trevor machen oder so. Franklin hat schon so viel Businesses. Ja. Krass, jetzt kriegen wir sogar mal wieder Werbung, Alter, auf diesem Businessman. Spot. Muss ich wieder Anspielung machen auf hier Online-Modus. Businessman? Achso, ja, Mhm. weil okay. Hast du schon gemeint, weil ich irgendwie mit die Businesses gemacht habe, oder wie? Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe halt angefangen mit der Agentur. Die ist damals halt, als ich so richtig angefangen habe mit GTA Nummer 8 zum Steigen online, war die halt neu. Und da hat es ja am meisten rentiert. Oder eben für den VIP-Auftrag, wenn du den einmal gemacht hast, einfach eine Mille gekriegt hast, straight up. Geisteskrank, by the way. Was halt geil war, weil der Auftrag war mega geil. Den haben wir so aufgespielt, auch für Queeren und so. Mhm. Und dann habe ich immer die Sachen geholt, die so im Angebot waren. Also klar, die Agentur war auch im Angebot. Und dann, so habe ich es halt dann immer gemacht. Sachen geholt, die im Angebot waren und die Sachen gemacht, wofür man Double Cash gekriegt hat oder halbfach, dreifach, was es halt immer so gibt. Ja. Und es war ja so geil, weil so war im Prinzip das so ein indirekter Guide, was ich alles machen werde. Weil, so von null weg, der Anfänger in GTA Online Raid zum Kämmer ist halt krass, du weißt nicht, wo du Anfänger sollst. Und dann war das halt so ein bisschen so der Leitfaden. Ja, aber war jetzt wirklich alles irgendwann einmal im Angebot? Oder gibt es Sachen, die wo quasi nie im Angebot sind? Doch, es ist immer mal wieder was im Angebot. Also, es war alles im Angebot bisher, was ich mir geholt habe. Damn. Ja, was krass ist, weil. Wo ist denn die stehen? Warte. Weil mir fehlt jetzt halt nur ein Ding. Und das ist halt das Bounty-Ding. Das Kautionsbüro. Ja, das ist ja das Neueste. An das ich eure Dinger müssen hab, als ich die Aufträge hier gespielt habe. Die Kopfgeldjagdmission. Im Story Mode. Das hat eigentlich super passt, weil das da genau dann so rausgekommen ist. Mit Mord. Mit Mord? Mord und ihre Enkelin, oder? Oder Tochter, Ja, das oder ist keine Tochter. Ahnung. Das ist Tochter. Oh ja, die Antennen. Schwächeanfall. Ja, die Antennen. Möchtest du damit was sagen? Möchtest du damit sagen, du weißt, wo das Teil ist? Ist es ein Kackspot Ich oder? weiß nicht, wo das Teil ist, ja. Kack. Das ist kein Kackspot. Okay. Aber ich tu so Revue passieren lassen, wie ich die ganzen Sachen gesammelt habe Ja. und zurückblicken. Das ist schon auch geil, gell? Hat was. Aha! Instinktiv, Olli 50. Yes! Ich schwör's dir, ich hab hinten angefangen und bin alle Arme durchgegangen quasi. Wie meinst du? Achso, au! Ja. Oh. Ja. Ja, das ist natürlich traurig. Ja, my bad, I guess. Du die gemacht? So, perfekt. Das speichere ich, glaube ich, ab.
Und was mache ich auch noch gleich? Ich schaue die Mails. Ja, bla bla bla. Das brauchen wir alles schneller. Property, ja genau, bisschen Money, wunderbar. Gut, und jetzt müssen wir zu Franklin. Bei der jetzt Mail kriegt von Omega. Omega Lull. Warte, Franklin zwingend, echt? Mhm. Du hast die Mission mit dem gestartet. Du musst sie mit dem beenden. Das gleiche ist dann bei den Briefstöpseln. Krass, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Bei den Briefstöpseln finde ich aber short, weil es heißt ja, es geht um Leonora Johnson und sowas und das haut halt da irgendwas mit was Filmerischem zum Tor anscheinend. Und da war Michael halt geil gewesen. Weißt du? Die Mission heißt ein Sternchen in Winewood oder so. Und das war halt heute wahrscheinlich geiler für Michael gewesen. Gut. Okay. Ja, da ist es schon auftaucht tatsächlich. Da KBL, wenn du das letzte Teil lokalisiert hast, komme auf dem schnellsten Weg zu meinem Kontrollzentrum. Wohnwagen im Windpark. Ja. Okay, mir ist das heute nicht aufgefallen, weil ich heute die Mission aber auch mit Franklin gemacht habe. Ja. Franklin, by the way, mit Abstand bei Lieblingscharakter. Das sehen. Also ich weiß es natürlich, aber es ist gut, dass jetzt auch hier nochmal festgehalten ist. Ja, das ist ja geil. Also wie gesagt, ich sympathisiere mit allen drei. Es gibt so, ich finde es einfach geil, wenn halt so richtiger Charakter dahinter steckt. Und das haben wir heute alle drei. Muss man einfach so sagen. Ui. Memo. Du alle Rennen mit Franklin und mit der Fähigkeit gemacht hast. Oh, du warst gerade ein bisschen abkackt. Ich habe nur noch gehört, du alle Rennen mit Franklin und der Fähigkeit gemacht hast. Nochmal? Okay, das dauert jetzt kurz, bis er sich wieder rührt. Oh, hey. Warte? Ja, Quirin, jetzt bist du wieder da. Ah, du bist wieder weg. Okay. Quirin? Ey, das gibt's ja nicht da. Discord, was ist los mit dir? Coming to you live from the entertainment capital of the world. Jetzt ist wieder? Ja, hallo? Hi, ja. Ja, hallo. Hallo, ja, Quirin, hallo, ja. Ja, hörst du mich? Ja, Ja, warte. ich höre die. Na, ich fand's amüsant, dass du quasi die ganzen Rennen ja alle mit Franklin gemacht hast und alle mit der Fähigkeit da war. Ja. Und du dann gesagt hast, dass die Rennen ja alle einfach waren. Waren sie ja. Aber ich fand, mit Fähigkeit ist es klar, dass die es einfacher sind. Digga, ey, die waren auch so einfach, Mann. Ja, ich habe ein paar Sachen, irgendwas habe ich immer öfters gemacht, wo ich halt nicht die Fähigkeit gehabt habe und dann sind die trotzdem voll hinterher geportet die ganze Zeit. Also, ne? Es ist halt einfach nur geile mit der Fähigkeit. So. Cutscene. Also Omega. The final piece. Knew you would make it. Come. I have put together this ship. Der Rand des Universums. I got every piece you sent through, except this. Lol. Was hat denn der da zusammengeschraubt? Crazy motherfucker. Isn't it incredible? Awesome, dog, but this motherfucker is small. Well, they're small, but very powerful. They're far more evolved than we are. Man, I sure hope the fuck so. What? Was ist das für abgespaceter Shit? I'll see you on the other side, brother. Der krasse Scheiß. Hä? Erfolg. Von jenseits der Sterne. Du hast alle Raumschiffteile, Pipapo gesammelt und so, ja. Das war's jetzt. Das war die Szene. Ja. Sind wir durch damit? Geil. Aber das Fahrzeug, though. Das Fahrzeug?
Können wir das Jobs, dann können wir das hernehmen. Also ich meine, klauen. Hey, das hört sich irgendwie geil und ein bisschen wie so ein Wind. Oh, jetzt macht er... Aber das kehrt uns jetzt ja nicht, oder? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich im Netz. Ich kann mir vorstellen, dass es da jedes Mal wieder hängt von Storm im Spawnort, aber Ja, ist jetzt auch... bin mir jetzt auch nicht sicher. Okay, das ist aber auf jeden Fall geil mit dem grünen Licht vorn. Und es hört sich cool an. Aber das war's. Mehr ist da nicht. Wow. Perfekt. Ja, okay, was. Dann speichere ich das ab. Gut. Ah, das fühlt sich gut an. Dann heißt's jetzt im Endeffekt weiter zu die Briefschnipsel. Leather Briefschnipsel, Scraps. okay. Hä? Bitte? Dann eine. Oh, dann eine. Oh, Eine, Alter. dann eine. Mit wem mache ich das? Trevor wieder, weil Edi. Eigentlich schon, oder? Oder? Musst du wissen, keine Ahnung. Ich habe alles mit Franklin gemacht. Gehen wir auf Trevor. Der ist eher in der Nähe von seinem Hangar. Tschupp. Oha. Anzeige ist raus. Geld, Geld. Dankeschön. Es geht viel schneller. Das Lied, was da gerade kommt. Da muss ich immer an How I Met Your Mother Dinger, an Barney. Wait, was war das für Little? Hä? Ich hab's gar nicht kennt. Nee, da? Boah, das war irgend so eine Szene, wo Barney übel traurig war. Ich weiß aber nicht mehr. Oh, okay. Aber halt auch so wieder auf lustig und so. Ich weiß leider nicht mehr genau, was der Grund war. Ja. Genial. Ja. Stimmt, jetzt kann man wieder ein Radio immer haben. San Andreas. Many of our leaders aren't doing their homework or studying like they should. Welcher Sender? In order to download data from your computers, tablets, and phone via your Wi-Fi. The company said that this will allow you to quickly search the internet for your own Also Kira, du data, darfst entscheiden. making your life much more organized and secure. Ja. Boah, diese Soulwax FM. Gibt's den? Im Singleplayer? Soulwax FM, wo war der nochmal? Ah ja, da. Ja, der ist da, aber der ist gerade nicht so gut. Ja, komm mal, ein bisschen Reggae. Passt aber nicht so zum Ring. Ah, dann halt irgendwie hier Radio Los Santos. Ja, okay, fühle ich auch gerade jetzt so. Sorry. Tennis Court, Banger. Banger. Ja, jetzt beginnt die Reise wieder von ganz unten am Flughafen. Oder beziehungsweise am Hafen. Elysian Island. Ist die Anordnung eigentlich wieder, dass du quasi so von Süden nach Norden gehst, oder Schätze ich mal. hast du da andere? Ich gehe da mal voraus.
Also die Guides, die ich mir da geholt habe, die sind normalerweise schon so gut, dass man davor, also dass die alle immer relativ nah sind. Das ist schon den effektivsten Weg normalerweise. Was halt übel geil ist. Mhm. So. So, und wo ist jetzt der Spaß? Blaue Container. Da hinten, oder? Nee. Oh, es geht schon wieder gut los. Da drüben? Warte mal. Bin ich am falschen Spot? Oh na, der Guide ist schon ein bisschen älter, aber vom gleichen Kanal. Ja, glaubst du, dass sie die Spots geändert haben? Nein, haben die Spots geändert. Ich war bloß ein Container zweit an der falschen Seite. So. Mhm. Okay, Nummer 3. Werbung. Unangenehm. Jetzt rüber zum Airport. Airport International. Boah, kannst du den Zeppelin wieder abholen, geil. Ja, den will ich jetzt aber nicht hernehmen. Schade. Okay, also beim Eingangsbereich ist er. Ist die Schnipsel. Ich fällt gerade auf, ich hätte es auch vielleicht mit Franklin machen können, dann war sein Flugskill noch gesteigert worden. Aber ich hätte ja keinen Heli mit ihm. Aber so ist das Leben halt mal. Wir gehen hier auf Effizienz. How's that juice cleanse treating you this morning? Are you on the loo? Ach, oben. Ah, shit. Ja, da fliegen wir halt nur auf, weh. Oder? Na, ich bin schon richtig. Da ist der Spot. Jaha. Und der 4. Ich glaube, ich lege jetzt mal wieder ein bisschen an Turbo, ey. Ja, Snipsman, muss ich sagen, finde ich jetzt wieder interessanter, weil ich heute selber die noch nicht alle habe. Also 2 haben wir ja schon gesehen bei mir in den Videos. Die waren ja auf dem Kran und der andere oben am Mount Chili hat. Beim... Ja. Ja, bei dieser Gondelfahrt. Bei der Gondelstation oben. Was ja auch geil ist, weil es sind halt 2 Spots, die nervig waren. Ja, safe. Und werden jetzt nicht mehr besucht. Wobei jetzt mit Heli wahrscheinlich gar nicht. Naja, dem Kran muss halt wahrscheinlich doch nur aufgehen, ja. So, zumindest der Mount Chili hat. Mount Chili hat es chillig.
Wo kann die Schnipfelsee? Wahrscheinlich auf dem komischen Tucker. Ja, da oben. No. Pff. Der Schwimmreifen ist im Weg. Perfekt. Juhu. Du verdammt großer Schwimmreifen, Junge. Großer Schwimmreifen, Junge. So, wir haben schon wieder 10%. Gut. Trevor freut sich über die 10% und packt sie in den Heli Annie. Fühl ich, feier ich. Oh ja. Das fühlt jetzt aber nicht so, weil. Naja, wohl, der Spot ist doch gar nicht so weit weg. Naja. Vielleicht ein bisschen umständlich, aber okay. Dann fliegen wir wieder zurück zum Flughafen. Das ist ja dieses runde Ding. Keine Ahnung, was das eigentlich darstellen soll. Was machst du? Ja, das wirst du jetzt genau sagen. Ah, ja. Ist das da oben? Ich sehe das nicht. Okay, ich hoffe, dass nichts passiert. Na, ist unten. Okay. Aber eins muss man sagen, du lernst halt schon echt gut die ganze Präzise zum Landen und so. Das bockt sich halt dann schon. Mhm. Da, oder? Ist das doch mitten auf der Straße, oder nicht? Na, bei die Gleise hinten drin, beim Zug, okay. Uiuiui. Aber ganz weit weg. Scheiße. Das wird ekelhaft jetzt. Yes, sir. Du kennst es doch gar nicht, da. Ja, wenn du sagst, hinten da die Gleise. Ja, okay. Und nur nervig werden. Also Gleise sind immer nervig, so gefühlt. Mhm. Hä? Ich bin doch da gerade unter der Brücke durchgeflogen. Warum hat das nicht Zeit? Weißt du, hast du schon gehabt? Das kommt ganz recht. Das ist eine von denen, wo du wirklich schon haben kannst. Ja, safe. Ja, stimmt, die Hobby. Da war mal irgend so ein. Na warte, das war sogar bei der Flugschule sogar. Ja. Ah ja, okay, wo können wir da jetzt nochmal runter? Jetzt Kacksituation. Muss ich wieder nachschauen. Hui. So am Eck. Ah, okay. Ich glaube, ich choppen einfach so schnell ein Auto. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Zeitersparnis und so. Wie ist das? Mhm. Scusi? Schaut immer so geil aus, wie er einfach die Leute so an den Lenker ohne klatscht. Aber ich hab einen Stern.
eskaliert gleich wieder, pass auf. Oh Mann, sagst du wieder 4 Sterne hast und dann wieder fragst, wo es hergekommen ist. Ja, aber passiert halt manchmal einfach. Das ist halt nervig. Aha. Oh, hat sich schon wieder gelohnt, das Auto zu nehmen. Jetzt geh gar kein Risiko und du direkt kopflos werden. Das ist einfach nur nervig. Einfach nur nervig. Boah, ich hab grad gemeint, die fahren da einer. Gott sei Dank nicht. Gut. Ich hoffe jetzt mal, dass der Heli nur da ist. Das ist halt auch mal so eine Sache. Bro, rob mal. Der Heli ist nicht da. Das hätte ich jetzt fast gedacht. Ja, Junge, ich war doch vorne unter der Straße und nicht einen Kilometer Ja, weit aber weg. jetzt, wenn Polizei da ist, fliegt der Heli ja weg, oder nicht? Wieso soll der Heli Egal, wo du wegfliegen, hä? bist. Ja, weil du Sterne hast. Mein Heli, den ich da vorher hingeflogen hab. Aber jetzt. Ja, ja. Ja. Das ist mir so oft passiert bei den Pflanzen, Alter. Du stehst mitten in der Pampa. Ey, ich bin mal. Das kann ich mal ganz kurz sagen. Ich hab irgendwo da, hab ich, oder? Ja genau, da hab ich eine Pflanze geholt. Oder war es sogar da? Ich weiß, entweder da, wo das Kreuz ist, oder da, wo die Maus ist. Hab ich eine Pflanze geholt. Mhm. Und dann habe ich halt an Land den Heli gehabt. Der war dann weg. Ja. Und dann bin ich komplett mit einem Jetski einmal bis da herunten hergefahren. Weil da nämlich die nächste Pflanze war. Ja, aber die Frage ist, ob das irgendwie reloaded wegen der Cutscene bei den Pflanzen oder eben weil du zu weit weg warst oder weil du nicht hinschaust. Ich schätze mit Das ist weit weg, teilweise, weil manchmal war er nur da. das ist ja teilweise weird wegen des Spawns, wenn du Autos so forderst im Online. Ja. Der spawnt ja immer da, wo du nicht hinschaust. Deswegen schaue ich immer am Boden, damit er direkt vor mir ist. Ja, das ist halt kacke. Manchmal es liegt definitiv nicht an die Cutscenes. Weil manchmal ist der Heli dann so ein bisschen umgeparkt, so nach dem Motto, jetzt steht er nicht im Weg, aber er ist nur an dem Spot, aber halt so ein bisschen umgeparkt halt. Aber manchmal ist er einfach weg. Das klingt ja toll. Oh, hoppla. Oh, da hat direkt die Heckscheibe zerlegt. Die war wahrscheinlich zu fett. Ja. Die ist giga umgemäht worden. Ja, dann machen wir mal so lange weiter ohne Heli, bis er wieder braucht wird. Weil es da zu lang dauern, den jetzt extra nochmal zum Holen vom Hangar. Wenn wir in die Richtung kämen, dann okay, aber jetzt noch nicht. Ah, nice. Da ist das Stück. Nummer 8. Aber die Mucke bei dem Sender hat gerade was gehabt. Flylo FM.
Gut. Ja, wir waren im Heli schon wesentlich schneller, gell? Aber verdammt. Safe. Aber es rentiert sich halt jetzt nicht da hoch zum Fahren. In der Stadt geht's noch. Ich lasse jetzt meine Nummer. War vorher genauso. In der Stadt ist man gut schnell von einem zum anderen gekommen. Vielleicht mit gelegentlich nur mehr andere Karre mitnehmen. Gelegentlich nur mehr. So. Ah, geil. Jetzt gehen wir gleich an einen wohlbekannten Spot. Hoffen wir, dass ich jetzt da keinen Stress erzähle oder so. Wo kommen wir da am besten noch Oh hin? ja. Oh, und ich hab Stress erzählt. Aber halt ein Kopfstress. Nee, bloß, nee, bloß ein Kopfstress. Scheiße. Mann, ich komme jetzt dahinter am besten. So. Yeah. Yo, Kurt. Das ist schon übel der Scheißname. Ja, was? Ja, schau in den Chat. Ja, hi. Ist klar. Ach, da hinten im Garten, okay. Ja, toll. Nice. Naja, Karre wechseln wird aber wieder Zeit. Aber die kommt doch nur raus. Meine Meinung, Out. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was soll out say? Was ich queeren, ob du dann dort demnächst irgendwie noch so ein bisschen nachschauen kannst, weil bei mir ist das schwierig, ich muss ja immer wieder schauen, wo die Location ist. Was ich immer noch komisch finde, ich hätte dich im Discord ganz normal und antwortest du auf deine Sachen ganz normal. Ja. Und dann, wenn ich das Stream und schaue, bin ich so einfach 3 Sekunden verzögert. Echt jetzt? Ach so, ja, dann das wäre dann Discord-Link, die böse. Ah doch, was habe ich, steig jetzt doch gleich aus. Komm, bocken wir auf das Auto. Das ist vorbei. Aber du hast gehört, was ich gesagt habe, oder? Teilweise. Ach, da kann man nicht drüber springen, mein Gott.
Im Müll drin, aha. Ja, doch. Okay. Allseits beliebter Ort Ja, ich für meine, Papierschnipsel. was soll man denn sonst machen? Wenn man den Schnipsel nicht mehr braucht. Boah, Mucke ist heftig. Ist gerade Vibe. In dem Moment hat die Mucke sich geändert. Let's do some more great music on the lowdown. Ja, wow. Die neue Mucke mal ist nicht lol. So. Ernster Pop geht immer. Warte. War da Heli? Ich glaub schon, oder? Dann machen wir uns einfach wieder so. Ja, genau. Ja. Also, der müsste heute spawnen, so. Jetzt. Lol. So, jetzt geht's wieder schneller. Mit dem Stern geht's immer schneller. Ist ja gar nicht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wieder eskaliert. So, am Skaterpark. Mhm. Geil. Das ist aber gemein. Warum ist es jetzt komplett auf der anderen Seite von der Map? Das gefällt mir nicht. Also. Doch nicht vom Süden nach Norden. Doch, es ist von Süden nach Norden, aber genau das ist das Problem. Da wäre eine Deko, die, naja, die so nah aneinander sind und dann doch die beste Route, sondern wirklich die südlichsten bis zu den nördlichsten. So hast jetzt ganz nach Osten. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, kurz, dann hau rein. Mach's gut, Alter. Jo, perfekt. Tschaußen. Das war ein Held an sich.
Mir hat interessiert, wie heute ist. Da hat man schätzen noch 23 bis 31. Na, das glaube ich nicht. Wegen Verhalten oder wegen dem Namen? Wegen am Verhalten. Ich meine, es war im Endeffekt nichts anderes als Aufmerksamkeit. Weißt du? Man war ja so. Ja, erst bei Noob in den Chat schreiben ist doch mega geil. Klar, Mann. Voll der Anfänger ist genauso geil. Mhm. Digga, und jetzt wieder auf die ganz anderen Seiten. Ach, come on. Ah. Wieder im Kanal unten. Ja. Bin tatsächlich am Überlegen, die U-Boot-Teile und Atommüllfässer einfach dann wirklich doch in einem Video zu machen. Weißt du? God damn. Beinhaltet halt dann doch ein bisschen mehr, aber so ist es dann ja ist eine Mission dabei, kaufte Stock und sowas. Deswegen glaube ich, dass sie das anbieten. Und sonst wäre es halt wirklich zu viel. Also wir müssen sie ja mal ganz nüchtern betrachten. Also das war das, was ich von Anfang an gesagt habe. So alle Collectibles ist halt ewig. Ja, aber ich kann es schon machen, ja. So ist es nicht, aber irgendwo muss man halt dann einmal schauen, wo der Spaß halt dann ist, gell? Echt. Und bei 160 Collectibles an einem Tag schwierig. Das ist actually crazy, ja. Man 100 ist auch schon krass. Wobei eigentlich 98, weil 2 haben wir ja schon gehabt. Mhm. Dann nochmal auf Tauchstation. Oh na, das war geil. Ganz langsam bewegen, genau. Aber Kirin, wir brauchen irgendwas zum Labern. Das war ein heftiger Parkour-Move. Danke. Das Problem ist, dieses Labern ist echt schwierig, Ach. weil ich dich teilweise nicht her, dann im Stream her und dann 3 Sekunden später bei mir her. Ja. Ich weiß doch auch nicht, was das jetzt momentan ist. Ist ja wieder traurig eigentlich. Das war das letzte Mal ja auch nicht so. War's nicht, na. Na, wahrscheinlich haben wir halt Ja, aber so... das muss ja dann wegen GTA sein, oder? Vielleicht? Vielleicht haben wir unsere Discord-Zeit für halt einfach schon aufgebraucht. Ey, scheiße, schon wieder, ha? Das ist jetzt 10 Das war schon Minuten einfach warten. zu früh. Dass so 10 Minuten offline gehe und dann geht's wieder. War aber heftig, wenn es so sein hat. War halt geil, weil dann da ich echt gerne 10 Minuten warten.
Aber kurz Allure weitermachen, die wegfronten ohne Ende und dann schauen wir wieder. Oha, ey, was sind das? Hinterrücks, aber du hörst ja eh alles, also von dem her. Ja, ein bisschen verzögert. Ja, das macht ja nix. Die Junge, extrem niedrige Latenz, was müsste? Vielleicht könnte Ja, das ein ich bisschen krieg der da Grund so sein. Latenz. Oder? Abartig. Ich krieg da so viel Latenz gerade ab, das ist abartig. Ja, besser geht's halt nicht, was möchtest du jetzt? Das Lustige ist, ich hör's halt teilweise im Stream, bevor ich's bei dir her über Discord. Dann Achso, ist ja, falsch. Discord ist klar, dass du das spürst, aber ich meine jetzt im Stream ist ja extrem niedrig. Ja, wie stellst du demnächst mal einfach nur auf sehr niedrig. Es gibt niedrig, sehr niedrig und extrem niedrig. Und ich muss natürlich das Extremste machen, ich voll Idiot. Naja. Ich glaube, das müsste halt langer, wenn man das normal macht. Schätze mal. Fürs Erste. So. Also Core-Thema zum Labern oder so? Ich hab grad ganz, ne? Digga, also in Themen überlegen bin ich ja immer scheiße gewesen schon. Ja. Irgendwie über Valentinstag reden. Oh mein Gott, Bro. Also, Das war ein wo ist denn das Wunderpunkt, jetzt holy shit. hergekommen? Aus die Untiefen, Alter. Ja, das ist gar nicht so random gewesen, wie es jetzt scheint. Weil wir haben halt schon, das war halt schon Thema. Beziehungsweise Ja, halt das ja. Donkey Kong Let's Play. Donkey Kong Country Returns. Und der eine Part, der ja doch so beliebt ist. Der doch so beliebte Part. Der ach so beliebte Part. Ah, okay, hier auf der Brücke. No. Themen. Was? Themen? Digga, ich kann das ganz oberflächliche machen. Ja? Ganz oberflächlich, sowas wie was ist der Lieblingsschokolade. Okay, jetzt pack ich mal's aus. Jetzt hilft's nichts, du musst halt aber danach. Oh Gott. Scheiße, Schokolade? Was ist Schokolade? Ich war schon immer Nougat-Fan, aber weiß nicht, in letzter Zeit habe ich sehr wenig Nougat gegessen. Deswegen weiß ich gerade, ob ich es immer noch so geil finde wie früher. Aber was ich immer schon wegen habe, ist, wenn Nussen drin sind. Boah, okay. Haselnussen. Also ich bin ja grundsätzlich auch immer Giga-Fan von so Erdbeeren. Das war so Schoko mit so Erdbeer-Mischung drin, keine Ahnung, ist immer heftig. Okay, Meistens halt, also es gibt dann Jogurette oder was zum ganz- Beispiel? So was ist heftig, ja. Echt? Mhm. Ja, safe. Oder halt so ganz casual Vollmilch. Ist einmal geil. Ganz casual Vollmilch, okay. Ja, ich muss mittlerweile sagen, ich habe mir das ein bisschen trainiert. Jetzt mehr auf Zartbitter. Was ja wesentlich besser ist. okay. Wesentlich besser ist. Ja, besser, aber nicht. Oder ich finde es vom Geschmack her halt absolut nicht geil. Ja, ich habe es gar nicht mehr und mittlerweile finde ich es halt schon hart geil. Das ist so, der Geschmack kann sich ändern und ich bin da heftig droh. Ich bin da wirklich so einer, der sagt, yo, ich probiere es immer und immer wieder und irgendwann finde ich es geil. Also, ist jetzt generell nicht viel Schokolade. Aber. Ja, same, aber wenn, dann ist halt Zartbitter. Wenn dann ist es Zartbitter. Oder das, was ich jetzt geschenkt kriege und dann dauert es wieder. Mittlerweile hort sich das ja die Schokolade. Also, ich mache halt dann so Schokomille und hau noch Bananen rein. Schoko-Bananenmille. Digga. Aber ich habe letztens so ein interessantes Gespräch gehabt von wegen, was man doch so auf sein Pfannkuchen am besten drauf tut. Oh ja. Was ist denn dein Go-To-Pfannkuchen? Also früher war es so eine Sache,
dass ich. Aber wenn wir jetzt ganz kurz mal schauen, wo der Schnipsel ist. Dass ich einfach ganz klassisch heute einen Vordergrund gehabt habe, wo ich einfach ein bisschen Marmelade drauf gehabt habe. Das ist sowas sehr Bekanntes, da ich mal sagen. Ja. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, so, Alter, ja, wie war's denn, wenn man heute Schokocreme draufhaut? Was sind wir bei so einem Crepe halt auch oder so? Digga, wo ist denn das Schnipsel? Und dann habe ich aber auch noch gleichzeitig auch noch Banane aufgelegt. Oh, das ist mein Go-To jetzt mittlerweile. Und ich habe das so meine Eltern so gesagt und meine Mutter, die ist jetzt da dabei. Weil nimmt sie nichts mehr, ob du jetzt eine Marmelade aufgehaust oder so eine Schokocreme, ist ja beides Zucker. Und dann noch geile Bananen, dann schmeckt das so geil. Und wo ist sie der? Das mit den Bananen, das habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja. Und ich denke mal, das Geilste ist ja tatsächlich, für mich jetzt zum Beispiel, weil ich halt auch wieder Erdbeerfan bin, so Schokoladencreme drauf und dann so Bananen und Erdbeerstückchen drüber. Das stelle ich mir so geil vor und habe ich mal so Bock zu essen. Bananen und Erdbeeren. Ja, genau, so Stückchen halt. Und dann was noch? Wie war das? Ja, so Schokocreme. Und eine Schokocreme, ja. Unbedingt mag ich das mal probieren. Ja. Dicker. Ist aber schon wieder passiert, ich bin vor der Lotte gefallen. Ey, Digga, verreckt? Na. Aber ich hätte verrecken können. War knapp. Also Erdbeeren finde ich auch, ist da so eine geile Sache. Zum Beispiel bei der Schokomille. So haben wir mir auch schon mal vorgestellt, so Erdbeeren zum Hauen auch. Und dann haben wir halt so im Garten heute so eine kleine Erdbeere noch gehabt, die habe ich dann genommen. Die ist so abused worden, Alter. Ja, du hast das halt natürlich nicht mehr gemerkt, aber. In 30 Stücke aufteilt. Und nein, ich glaube, ich habe die sogar doch gar nicht eine, weil ich mir gedacht habe, wenn es jetzt so ist, habe ich mehrere davor. Weil es so auf so einen Liter Milli, da schmeckst du gar nichts mehr. Da ist jetzt das Ding. Tatsächlich. Schnipsel eingesammelt. Ja, oder was ich auch mal gern mag, ist, wenn Schoko und Keks so beieinander ist, weißt du? Ja, muss ich sagen, früher habe ich das viel geiler gefunden. Inzwischen finde ich es immer nur ganz nice, aber jetzt immer so Go-To-mäßig. Also ich bin ja generell ein Fan davon, wenn es knuspert und deswegen ist ein Keks ja schon mal arschgeil. Und dann noch so das Schoko dabei, das ist schon, uff. Jo. Oh, Knusper. Ich mag alles krass. Na, da bin ich ganz anders. Das kommt komplett drauf, um was es geht. Aber Leute, wenn ich jetzt so an so Grillen denke. Und dann so Würstel so richtig krass. Na, Bro, das ist jetzt auch nicht. Da bin ich tatsächlich in der Fraktion, wo manche sagen, ja, lass uns ein bisschen drauf, sage ich, okay, happa. Also es soll schon gescheit durch sein und so, aber es muss jetzt nicht so richtig, Brutzel. Ja, safe. Ah, da in der Grube. Ja, als Kind habe ich immer sehr viel so Mickey Maus Heftel geschaut, gell? Und dort hat es immer diesen Daniel Düsentrieb gegeben, gell? Oh, Legende, ja. Das ist so weit gegangen, dass ich mir im Ivory Top, Alter, ich habe so Bock, Erfinder zu werden. Aha. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass ich Macher bin, dass du nicht kreativ bin und das absolut nichts wert. Ja, also ich könnte es verstehen, so von wegen so. Reality-Hit, Alter. Wenn man so dahin schraubt oder keine Ahnung was. Und das stellt man sich halt cool vor, aber du musst halt auch die Ideen haben und du musst es halt auch basteln, du musst das handwerklich erschaffen, gell? Ja, Digga, das ist so ein Problem. Ja, und deswegen bist du ja halt so krass mit den Minecraft-Modpacks.
Das ist dann im Prinzip dein Ding, das halt irgendwie doch auszuleben. Ja, so ein bisschen, aber ich bin immer noch nicht so kreativ. Also meistens ist das so, ich sehe irgendwo ein Design, ich sehe irgendwo ein anderes Design und schauen, ob ich das so kombinieren kann oder wie das so funktioniert und so mäßig. Aber das ist ja völlig okay. Aber weißt so du? selber irgendwie so... Du musst das dir vorstellen. Ja. Ein Stück weit funktioniert der Kreativität genauso. Du siehst Sachen und, naja, dass du da wo inspirieren, weißt du? Wenn du jetzt sagst, du nimmst zwei Sachen und kombinierst die, dann ist es ja irgendwo Kreativität, weil du tust es ja nicht 1:1 nachmachen, sondern kombinierst das. Ja, da hat Discord wieder anders gehittet, Mann. Okay. Ja, du warst einfach weg. Ich wollte gerade so sagen, boah, es wäre jetzt langsam echt deep und sowas und dann Türen out. Also was sagst du, wie crazy wären die Spots, wo ich land? Also wenn du das in crazy Spots findest, dann bin ich gespannt auf deine Flüge unter die ganzen Brücken durch, weil es gibt aber die sind disgusting. Ja, die ist das ja auch so ein Ding, die möchte ich auch noch machen. Vor allem, einige davon muss ich ja machen für die 100%. Zwar nicht alle, was ich schon mal sehr edel finde. Nicht alle. Das ist schon mal richtig geil, weil da sind asoziale Spots dann eben nicht dabei. Ja, aber, naja, ich habe jetzt schon wieder Bock auf alle, gell? Das ist halt so mein Problem leider. Oh mein Gott, Alter. Ja, kennst mir ja. Kenn dich, ja. Leider. Macht's nicht leichter. Und nur mit so einem Schoko-Keks-Thema zum Thema. Ja. Prinzenrolle ist es ja so ein Ding, gell? Mhm. Und ja. Vielleicht mag ich deswegen Prinzenrolle so gern. Ich meine, Prinzenrolle war auch schon immer heftig, genauso wie Oreo fand ich auch schon immer krass. Oreo komischerweise jetzt wieder nicht. Oder nur heftiger fand ich diese Leibniz ganz kleinen Kekse, wo auf der Rückseite Schokolade war. Ja, die hat es bei meiner Oma immer gegeben. Ich weiß nicht, ob du genau die gleichen gerade im Kopf Ich hast wie ich, aber ich glaube schon. so Mini-Dinger Ja, halt auf jeden Mini-Dinger. Fall. Oh, die waren so fucking geil, Alter. Oh. Die habe ich auch mengen, ja. Das war Peak, also ganz ehrlich. Ich glaube, es Lecker. gibt nichts über diese Süßigkeit. War jetzt ein bisschen krass, oder? Ich meine, die habe ich noch so heftig in meinem Kopf gerade drin und die waren damals so geil. Ja, ey, du kennst es ja auch, wenn man sich denkt, so, Alter, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt in der Kindheit das letzte Mal. Und dann möchte man sagen, wir probieren, aber dann waren die in die Gedanken halt irgendwie geiler. So in Erinnerung. Und das ist halt dann traurig. Und dann macht man sich praktisch so die Erinnerung kaputt. Ja, safe. Ja. Das ist halt immer scheiße, wenn sowas hittet. Das sind Oreo gar nicht. Na, die habe ich nie so mengen. Dann habe ich mal so ein Milka Oreo Schokolade gekriegt. Die war ganz gut, weil es halt Schoko und Keks war. Aber wirklich nicht, wo ich sage, Alter, unbedingt lecker. Ja, okay. Ist aber auch generell so eine Sache, weil ja, jetzt eigentlich wirklich ein Fan von Milka bin. Nicht wirklich wegen dem Geschmack, sondern halt geschmacklich finde ich es geil, aber naja, ist halt auch nicht das Beste an Zutaten oder so. Stimmt schon.
Hast du die Oreo dann in Millie eintaucht, was ja irgendwie so in der Werbung so vorgesehen ist? Nee, gar nicht. Das ist halt auch so ein Mythos. Digga, wer das macht, ist schon ein bisschen komisch. Aber diesen Luxus habe ich nie gehabt. Ich war aber ganz casual, nur Keks. Nur Keks. Hast, Ja. hast du die dann auch so aufdraht und dann. Warte, kennst du? Nein. Jetzt eben, das ist ja das Komische. Kennst du vielleicht die Dinger aufdrehen? Digga, ich fühle das gar nicht. Das ist ja giga ungeil. Also, was ihr kennt so Leute, ich meine, ich hab's halt immer wieder so gesehen. In Filmen oder keine Ahnung was, kommt ja auch manchmal vor. Ja, aber das finde ich giga unbefriedigend. Weil das ist ja so. Du wirst ja die Bestandteile voneinander trennen. Da wirst du jetzt nicht mehr gemeinsam genießen, sondern getrennt voneinander genießen. Ja, manche mengen's halt so, was so auf Trendkost-Style oder keine Ahnung was. Was? Ja, ist nicht meins. Das ist viel krass, meine Schwester und die ist ja noch so gegensätzlich, gell? Okay. Meine Schwester, die isst wirklich alles so getrennt, ja? Also jetzt beispielsweise Currywurst mit Pommes, ganz klassisches Beispiel. Da isst sie halt so Ja. entweder zuerst die Wurst und dann die Pommes. Aber nicht irgendwie so zwischendurch bei Pommes rede oder sowas, sondern wirklich getrennt. Okay, sieg ich, aber hallo aus dem Grund, wenn du jetzt sagst, okay, du findest jetzt zum Beispiel die Currywurst geiler wie die Pommes, dann magst du das Volumen maximal aufbrauchen für die Currywurst und alles Überschüssige kann dann noch mit Pommes gefüllt werden. Achso, weil du nicht weißt, ob du es schaffst, oder? Genau. Portionsgrößenmäßig verstehe ich. Ich habe das Problem öfters gehabt, Doch, deshalb doch, habe ich ja. so angerätselt. Na klar. Und dann haben wir gesagt, beim Burger mit Pommes immer zuerst der Burger und dann die ganzen Pommes. Ja, das ist klar, ja, aber beim Burger Das ist noch ein anderer funktioniert Grund. Was? Ja, okay, ja. Macht schon auch Sinn, der andere Grund, aber. Ja, der andere Grund, weil du einfach die Burger in der Hand hast. Ja, und gar das ist nicht frei klar. hast. Das ist Ich so. rost aus, weil alles voll ist dann. Ja. Ja, aber das fühle ich. Zumindest bei manchen Gerichten. Ja, bei manchen verstehe ich es auch. Aber ich bin heute dann echt so, stell dir mal vor, Würstel mit Kraut und Kartoffelpüree oder sowas, ja? Ja, das gehört halt zusammen. Alter, Das, ich bin da so. Zum Beispiel ist es unser Weihnachtsgericht, gell? Und dann gibt's da auch noch. Ich kann vielleicht mit zwischen noch abspeichern, nicht, dass irgendwas passiert. Gibt's halt immer Würstel mit Kraut und Kartoffelpüree und so ein bisschen Baguette dazu. Und da habe ich halt immer alles gleichzeitig in meiner Fressluke. Also wirklich, die Gabi wird halt so gemacht. Ich piek's ein Stückchen Wurst auf, dann tue ich da Kartoffelpüree drüber schmieren. Oder halt so drauf mit dem Messer und dann mit dem Messer auch nochmal oben drauf nur mit so ein Sauerkraut. Und dann geht das ins Mai und dann beiße ich noch vom Baguette ab. Oh, okay, krass. Wenn du jetzt mal so denkst an so einen Schweinsbraten mit irgendeinem Knödel, ist ja egal. Und ich finde das immer so schwierig zu proportionieren, weil ein Knödel ist halt einfach nicht so viel wie so ein Fleischstückel, habe ich so das Gefühl immer. Also von einem Fleischstückel geht bei mir immer mehr Knödel weg wie das Fleisch. Und dann mag ich immer nicht einen ganzen Knödel aufmachen für quasi das Rest Fleisch. Und dann ist es immer so eine Kackportion. Also, proportionsmäßig sagst du brauchst mehrere Knädel, oder wie? Ja, das war. Also, ja. Ja. Also. Jetzt mal ganz grob gesagt, das ist ungefähr 1,5 Knädel für ein Stück Fleisch bei uns. Und dann ist es immer richtig kacke, so ein halber Knädel aufzumachen. Das ist giga scheiße. Aufzumachen. Ja, aufzubacken halt. Digga, Alter, ich mal. Aufzuschneiden. Backe Fotos auch nicht aufgerissen warst. Ja, Okay, ich verstehe schon. Das kenne ich. Also wenn du zum Beispiel Wirt bist, ist es halt was anderes, weil du hast dann einfach eine Portion, fertig. Ja, klar. Aber genau. der Horm oder sowas meinst du jetzt halt auch, gell? Ja, Also genau. Du holst jetzt keinen halben Knädel, holst jetzt keinen Knädel und tust den halben wieder rein. Ja, genau. Ja, das verstehe ich. Aber wie unbefriedigend ist es dann zum Beispiel, das Fleisch zusammen zu essen ohne Knödel? Das ist ja genauso ungeil. Ja, das geht gar nicht, Alter. Also, Das geht nicht.
Es ist einfach ein Lose-Lose. Ja. So. Ich weiß, nichts, was du machen kannst, macht's besser. Ja, bei mir ist halt dann immer so, ich frage dann so, yo, mag nur wer einen halben Knädel oder sowas. Und dann meistens geht das so. Es geht, aber dann hast du immer, ja, na, eigentlich brauche ich jetzt nichts mehr. Und, oh, nur, ich bin schon voll. Ja, ja, Und dann ist halt auch wieder scheiße. ja, ich zirk dann anderen wieder in die Völlerei immer. Das habe ich probiert, weißt du? Und dann packe ich so einen halben Gel wieder auf und so auseinanderschneiden. Mir der so, ja, na, jetzt mag ich ihn doch nicht mehr. Aber jetzt hast du ja schon mal. Jetzt musst du ganz Ich so, essen. ja, du kleiner Mann. Ja. Ja, aber bei mir ist immer so, ich brauche immer viel mehr Beilagen als halt dann das Fleisch oder sowas, wenn es jetzt wirklich um ein Fleischgericht geht. Das perfekte Beispiel für sowas ist halt einfach immer, wenn du auf der Wiesn bist, auf der Wiesn bist und dir ein Händel holst und dann kriegst du so eine windige lätscherte Semi. Es ist so viel zu wenig Semi immer. Die Bullerei, Okay. Bullerei Ja. hat da gerade einfach wen umgenutzt. Ja, das ist echt. Hat bestimmt Scheiße gebaut, der Typ. Und dann sagen sie hinterher Asshole. Ja, moin. Damals. Ja, wegen dem Auto-Safe. Der muss Sponsor sein. Komm. Ja, das könnte sein. Ja, genau. Also, ich brauche immer viel mehr Beilagen. Immer. Boah. Aber A ist auch so ein Ding, weil ich isst immer weniger Fleisch. Und finde es halt geil, wenn man zum Beispiel, wenn man was mit Fleisch isst, nicht Fleisch das Hauptding ist. Außer natürlich so, wenn man zum Beispiel grillt oder sowas, keine Ahnung. Das ist schon geil, weil. Ja. Oder einmal ja braun, finde ich ja auch mal geil. Aber ich finde es immer geiler, wenn ich halt viel Beilagen dazu habe. Oder Salat oder sowas. Und nur so, Also so ich Stücke verstand- Fleisch dazu isst oder so. Immer geil. Also ich kenne es halt speziell jetzt vom Grillen, oder da kenne ich es halt vor allem, dass es halt immer so sau viel Beilagen gibt. Und da sind die Beilagen aber mal richtig geil. Weil bei uns, also wir machen immer so auf so Kräuterbaguette oder so Wedges. Ja. Oder du hast so einmal so, keine Ahnung, so ein Kartoffelsalat. Ja, Nudelsalat oder sowas. Uff. Nudelsalat, genau. Ja. Bei uns ist halt dann so, da gibt es so ein, ja, so ein Gemüse halt. So ein Ofengemüse aber. Und das muss ich sagen, das ist jetzt nicht so mein Fall leider. Aber dafür haben wir dann zum Beispiel auch noch so ein paar Kartoffeln oder Paprika, die wir auf den Grill hauen und da bin ich wieder anders am Start. Oh ja. Und dann Kräuterbaguette natürlich. Ich finde es so geil, weil ich schaue noch rechts und ich habe nur ein paar Reste, weil ich ich halt vorher noch was gegessen habe, bevor wir gestartet haben in die Sip-Sip-Aufnahme und dann in den Stream, weil ich habe keine Zeit mehr sonst gehabt. Und wir haben halt gegrillt. Ja. Ja. Also Kräuterbaguette, Soßen, so Knoblauchsoße, Dillsoße oder sowas. Ist halt, ist schon eine gute Sache. Ist echt geil, ja. Das letzte Mal grillen war tatsächlich mit euch gemeinsam so. Ja. War geil. War geil, ja. Immer geil. Wir haben jetzt vor unserem örtlichen Metzger Berner Würstel probiert. Oh, Ja, so große hat er halt selber gemacht. Fuck, Alter, die waren so geil. Echt, also groß? Ja, große, ja. Die waren geil. Kann man echt nix sagen. Wenn du jetzt sagst, du gehst immer weiter weg so von so Fleischgerichten. Ja. Was machst du, oder was gibt's dann bei dir so oft? Oder? Eins meiner Lieblingsgerichte ist halt, sind Enchiladas. Enchiladas, wow. Alter, so geil. Es ist immer geil, wenn So irgendwas geil. mit Bohnen oder Linsen ist. Alter. Also so gesund, unfassbar. Echt so. Ja, also Enchiladas sind so geil. Das ist Ich tatsächlich das hätte auch wieder Rezept von Carinas Mutter. Oh, Da ja. habe ich mal probieren dürfen, weil ich mal zufällig bei einer war. Und leck mir mal scheiß geil, direkt nach einem Rezept gefragt. Und das ist wirklich was bei uns mehrmals im Jahr gibt. Oh ja. Und wir essen richtig abwechslungsreich, ja. Also, Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist gerade ein richtig schwieriges Gesprächsthema. Weil es ist halt inzwischen schon 12:30 und ich krieg schon langsam wieder so verdammt Hunger. macht halt nur Müsli.
Oh, erstmal los zum Essen bestellen. Echt so. Du nutzt die Ja, das war Vorteile ein der Joke. Stadt, solange du sie noch hast. Das war ein Joke, Entschuldigung. Das wird nicht passieren. Oh Gott. Boah. Ja, also es gibt wirklich so krass viele geile Sachen, die halt vegetarisch sind. Definitiv. Das ist halt immer so eine Sache, wie viele Leute das einfach nicht wissen. Ey, was isst du dann oder sowas? Und die mir so, oh, also erstens, ich bin ja nicht vegetarisch und werde es ja niemals werden. Aber es gibt ja schon echt geile Alternativen, ne? Ja. Weiter. Es gibt so Blumenkohl-Brokkoli-Bratlinge. Bratlinge? Ja. Also das ist so ein bisschen fleischpflanzelartig, aber halt eben mit Blumenkohl und Brokkoli und so Haferflocken und ich glaube Semi-Bräsel ein bisschen und die werden dann knusprig obron. Scheiße, sind die geil. Aber so mit Preiselbeeren, das sage ich dir, scheiß auf Fleischpflanze halt. Also das sind wesentlich besser. Also ich meine, Fleischpflanzen war jetzt noch nie so mein heftiger Favorite. Also da bin ich ganz bei dir. Okay, ja. Okay. Muss man ja wissen. Ja, klar. Einfach der Essenstalk. Okay, jetzt kommt der ganz weirder Approach. Du kennst ja Reibadachi, oder? Ja. Oder auch Kartoffelpuffer in manchen Ecken hier genannt. Und die gemeinsam mit Lachs. Mit Lachs, also meinst du so Lachsschnitte oder halt so richtig so ein Räucherlachs? Das ist ein Räucherlachs. Legst du die dann so drauf oder wie? Ja, genau. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber also, es kann schon geil sein, oder? Weil ich finde so Kartoffelzeug und Lachs passt ja eigentlich immer. Generell, Kartoffeln mit Kartoffeln kannst du nichts falsch machen, Alter. Ich sage dir, wie es ist. Einfach ganz viel Kartoffeln in deiner Ernährung haben. Kartoffeln sind so geil. Ich weiß nicht, früher war das ja bei uns auf jeden Fall einmal mit so Apfelmus und sowas. Ja. Aber irgendwann haben wir da mal auf Lachs gekommen und seitdem ist das immer Go-To. Ey, es ist ja voll geil. Also, ich habe jetzt schon länger nicht mehr halt Reibadachi gegessen. Oder halt Kartoffelpuffer. Aber es hört sich halt geil an. Mit Lachs, Alter. Jetzt kriege ich direkt Bock drauf. Wo kann denn jetzt hier dieses Stück sein? Wahrscheinlich in der Mitte, oder? Konnte ich mir vorstellen. Probier's aus. Haha. Musst du noch hier finden. Ah, doch. Ja. Got it. Dann haben wir schon fast Hälften, oder? Ja, damn. Erstmal abspeichern. Ja, es ist wichtig. Ist es, ja. So. Alter, es gibt aber auch so viel geile Suppen. Also Suppen weiß ich halt, dass der Spätzle von mir da immer gar kein Fan von. Die beschweren sich dann quasi immer, wenn sie Suppen kriegen. Es ist ja nichts Gescheites und man kann ja nicht mal gescheit kauen und Okay, jetzt können wir doch wohl was für Suppen. Ja. Eine klare Suppe. Damn. Boah, es gibt so geile Suppen. Also richtige Fleischsuppen, echt, ey. Oh. So was Gutes.
Fleischsuppen kenne ich dann vermutlich eher weniger. Also das gibt's sehr, sehr selten bei uns, wenn dann. Alter, ist so geil. Also das Hauptding halt irgendwas Püriertes dann meistens, keine Ahnung, sei es jetzt Kartoffeln, sei es jetzt irgendein Lauch oder Ja. sonst irgendwas. Also Cremesuppen finde ich halt auch richtig geil. Einfach so richtig Ja, normale ja, genau. Cremesuppen zum Beispiel. Wir haben jetzt Zucchini-Cremesuppen gehabt. Was wild ist, weil ich normalerweise halt so Zucchini nicht so mag. Aber in der Cremesuppen ist halt schon wieder geil. Paprika-Erdäpfelsuppen. Uff. Okay. Das ist so geil. Oder serbische Bohnensuppe. Ist einfach geil. Serbische Bohnensuppe. Ja. Okay, dann muss ich jetzt fast wieder aufschauen. Ist ja nicht mehr so krass suppenartig, ist schon fast Eintopf, weißt du? Oder Linsensuppe. Linsensuppe ist ja eins meiner Lieblingsgerichte auf all time, mit Enchiladas zum Beispiel. Boah, und dann haben wir so einen kenianischen Linseneintopf, der ist ein bisschen würziger. Aber es ist ja Eintopf, das ist ja keine Suppen. Lol. Da blinkt's einfach schon. Oh, das sind Tischtennisplatten. Alter, wie geil! Gib doch mal diese Männerhöhle hier. So, da hat man roten Fetzen, oder? Die Männerhöhle, Junge, geil. Noch unten Und mir ging gerade letztens. Oder hat es bei euch ihr Schaschlik quasi gegeben, Schaschlik-Pfannen oder so? Ja, du meinst zum Fest, oder? Weil ich halt Schaschlik nur. Ja, genau. Ja. Das habe ich quasi immer nur kennt als so Schaschlik-Spieße. Ja, genau. Und das ist so eine Story, das ist so ein ganz altes Ding noch. Da ist immer der Metzger immer zum Ding gekommen, zum Schlachten halt bei meinen Großeltern und so. Da war ich nicht auf der Welt, ne? Das ist so eine Story von meinem Vater. Und dann hat er gemeint so, ja, weil er mal sehr viel Schaschlik-Spieße gemacht hat und die waren ja ein Haufen Leid. Das hat aber ewig gedauert, bis dann die Spieße fertig gemacht haben und dann waren seine Finger aber tagelang halt so unterm Nagel halt immer gelb vom Curry und so Zeug. Und Gott, oh Gott. Und dann hat der Metzger irgendwann so gesagt so, ja, macht doch einfach eine Schaschlikpfanne. Der hat so einfach alles gleich in eine Pfanne rein und so. Das war so der Tipp und seitdem gibt's bei uns Schaschlikpfannen, weil es übel geil ist und halt viel weniger Arbeit ist. Weil die Spieße machen ist halt dann irgendwo unnötig, weißt du? Ja, klar. Ja, aber das habe ich halt bis dahin eben auch nicht kennen und dann hat das irgendjemand erwähnt, so Schaschlikpfannen und ja, krass, okay, cool. Ja. Aber die war auf jeden Fall mega geil. War geil. Die sind in Erinnerung geblieben, ja. Das war. By the way, wir haben nur ein bisschen was eingefroren tatsächlich davor. Ja. So, jetzt müssen wir auf das I aufhören. Siehst du wieder Kema zu verrecken. Ja, mal. Letzter Weg nach unten. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ah, perfekt. Es geht. Ja, Schaschlik-Pfannen giga geil. Mhm. What the fuck? Would you open your fucking eyes? Was dazu sagen, sind so deine Lieblingsgerichte? Ja, Lieblingsgerichte. Ich sag's jetzt einfach, weil es so selten gibt und ich es einfach so anhimmle, ist einfach Garlic Burger. ganz Schweinsbraten mit Seemilchknödel. Oh, tatsächlich. Okay, krass. Garlic Burger. Und ein Kalbsrahmenbraten. Oh ja. Boah, Kalbsrahmenbraten hab ich früher so gern mengen. Insane. Immer noch bei mir. Holy shit. Echt schon was Geiles. Ich konnte es nicht oft essen, aber ist geil. Also es ist halt bei mir immer so gewesen, wenn man mal so auf dem Herbstfest ist und dann quasi gibt es das halt nur da so, keine Ahnung, wir haben das auch mit nie gemacht und dann wird es halt aber so genossen, dieses Ding und so inhaliert und oh. Echt, ein Kalbsrahmenbraten gibt's da. Ja, so geil, Mann.
Also der ist aber sehr selten. Ich probiere echt oft, dass ich quasi, wenn nicht irgendwo so borisch essen gehe, so einen Kalbsrahmenbraten zu kriegen, aber der ist selten. Okay, ja. Boah, ja, muss man ganz mal kurz sagen, wenn wir jetzt schon borische Küche sind, ey, so ein Schnitzel kocht halt einfach auch aus, gell? Einfach mal so ein Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat bin ich tatsächlich mehrer der Fan. Ja, ich bin nur bei den Pommes. Aber Schnitzel ist saugeil. Ja, das wird bei uns immer beim Wirt gegessen. Mit der weiß man, der macht so ein geiles Schnitzel. Top, wird einfach ein Schnitzel gegessen, fertig. Oder das Spezial-Käsekreiner hat er mittlerweile, hat er halt auch vor ihm selber. Und immer wenn da Theater ist, dann hol ich mir so hin. So eine Käsekreiner mit Pommes und so einer geilen Currysauce. Wie stellst du zu Sauerkraut? Finde ich geil. Wir haben jetzt letztens Sauerkrauttaschen gemacht. Sauerkrauttaschen, geil. Es ist aber ich hab das früher gar nicht mengen, also wirklich gehasst schon quasi, aber es ist irgendwie bei mir auch mit der Zeit gekommen dann. Sauerkraut, meinst du? Ja, genau. Ja. Hab ich früher auch nicht mengen. Und irgendwann hat es halt angefangen, dass ich es geil gefunden habe. Abfahrt. Oder Heli macht gleich mal mit. Scheiße. Also ich muss ja wirklich sagen, in den letzten... Also vor 4 Jahren oder so habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und seit 3 Jahren ist sie wirklich viel mehr Sachen, was ich früher nicht gegessen habe. Einfach weil es jetzt schmeckt. Aber ist ja geil. Ist unfassbar geil. Es geht mir da so viel besser, weißt du? Ich esse auch gerne Fisch. Ja, safe. Fisch hat ja auch was immer. Also Fisch ist mega geil. Jetzt haben wir letztens Naxnudeln gemacht. Wir haben also ich brauche Fisch jetzt eher nicht so oft, muss ich sagen. Aber ja, ich mag den schon gern mal so. Was das Ding. Also, schauen wir, Lachsnudeln bist du doch am Start. Die Naxnudeln, ja genau. Die Naxnudeln, genau, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Und mega geil. Was noch? Ja, einfach mal ganz eine klassische Lachssemi, mit dem sie halt macht. So ein bisschen Salat drauf, Gurken, Ohr, Meerrettich. An Dill. Ich hab's vergessen letztes Mal. Oh, das hast du ja schon mal gesagt, so ein Dill aufgehauen. Scheiße, Mann. Dill passt doch sehr gut zu Lachs, ja, oder? safe, Nicht? auf jeden Fall. Es gibt ja schon so einen Räucherlachs, der so einen Dillrand hat. Ja, Dill, ich hab bei meine Baguettes, die ich letztens gemacht habe, da habe ich ja Dill auf meine Lachsbrötchen gehabt. Ah, das ist Giga. Boah, das war Banger, hä. War geil. Ja. Digga, wir müssen echt unbedingt aufhören, über Essen zu labern. Ich krieg so einen verdammten Hunger gerade. Ja, aber das ist halt so ein interessantes Thema. Du hast angefangen mit Schokolade und jetzt schau, wo wir's an. Ich glaube, ich höre mal nein, Heli. Ja, ich. Ich schau mir, ob online nur irgendwas verfügbar ist. Online verfügbar? Lieferdienste? Nicht, machst du echt jetzt? Na, mag ich nicht, Mann. Das ist asozial, jetzt das zu essen stehen. Oh. Okay, dann mach's nicht. Na, mach ich nicht. Aber wenn, was hättest du dir geholt? Kann ich nicht sagen. Bei Lieferdienst ist es bei mir so, ich schaue immer so drauf und das erste oder das zweite, was ich sehe und mega Hunger habe, das wird bestellt. Und nachdem ich sehr viel Hunger habe, ist das erstbeste vermutlich eine Pizza, weil das häufigste ist. Mhm. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Lieferdienste habe ich jetzt nicht wirklich viel Erfahrung.
Ich auch noch nicht zu viel, außer dass es sehr teuer ist. Das können wir auch vorstellen. Wie stellst du so zu Sushi? Overrated. Oh, okay. Also, Da gingen uns die Meinungen wieder auseinander. ja, nee, also, es ist generell so ein Ding, wenn jeder halt wirklich sowas also aufs Gestörteste abfeiert und was weiß ich, dann hinterfrage ich es erst einmal direkt. Ja, und ich denke mal, also, es ist halt einfach ein Essen, mein Gott. Also, ich muss es nicht unbedingt haben. Ja, fertig. Also ich finde es schon extrem geil, aber ich brate es jetzt auch nicht oft oder so. Vor allem weil Sushi extrem teuer ist, Ja, genau, genauso. da geht's schon wieder weiter. Ja, aber es ist schon teilweise einfach geil. Ja, das war schon was, auf jeden Fall. Außer du gehst in lokalen Sushi-Laden und musst dann einfach die Rechnung für alle zahlen. Das ist halt richtig räudig, aber mein Gott, passiert. Ja. Happens. Du weißt doch was. Mhm. Wo ist denn das Ding jetzt? Ich finde das nicht. Ist auf der Map. Ja, was für du findest das nicht, Oh. spinnst du. Stell dich halt nicht so. Da müssen wir hin. Das war halt crazy, ich hab einfach gerade rausgetappt. Wir haben einen Plan. Ja. Während dem Fliegen unter die Windräder. Aber warum machst du das? Aber warum machst du das? Ich kann's nicht stoppen. Naja. Okay. Handy links oder rechts? Links. Das ist halt crazy. Also der Approach, da haben wir schon mal drüber geredet, ich find's halt echt krank. Hat Psychopathen-Vibes, meiner Meinung nach. Na, rechts ist mein Geldbeutel und Schlüssel, links ist das Handy. Das ist bei mir so, ich zirk das raus und bin halt links Handy-Typ. Ja, Weil links damit- ist Geldbeutel, links ist Schlüssel, rechts ist Handy. Ja, was du, das ist halt oft mal so, dass man irgendwo unterwegs ist oder keine Ahnung was oder vielleicht auch was isst oder sowas und dann, ich bin halt Rechtshänder, weißt du, dann habe ich lieber in der linken Hand das Handy, wo ich halt nicht so viel motorische Fähigkeiten brauche. Boah. So ist es. So ist es. So ist. So ist. So schlässig. Ja. Hey. Oh, Geht schon wieder los. viel zu schlimm schon wieder. Eieiei. Ich mal kurz erwähnen, es ist jetzt 3/4 Ist gut, dass du das sagst. Ja. Wie schnippst hast du 30? Boah, Bro. Was jetzt genau bei der nächsten By von den Collectibles? Mag ich kurz mehr erwähnen? Stimmt, ja. Hast recht. Nein, wir machen halt nicht die Ja, ja. 160. Wir machen die Briefschnipsel und dann ist Feierabend. Dann machen wir nur diese eine Mission davor. Das Rätsel von Leonard Johnson. Pipapo. Aber ich möchte mich hier ganz kurz sagen, dass ich einen Minenschacht gefunden habe. Den habe ich gerade aufgesprengt. Und ich mal ganz kurz erwähnen, dass ich morgen um 13:30 Uhr eine Verabredung habe. 13:30 ist nix. Wenn du wüsstest, Digga, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, vor allem am Wochenende. Es ist kein Wochenende mehr. Nevermind. Ja, aber 13:30, Alter. Also, Ja. Dir ist klar, dass ich vorher gesagt habe, dass um 6 Uhr ich noch nicht so lange aktiv war. ja, aber wann bist du dann pennen gegangen? 3 oder so, 4 vielleicht. Warte mal, gestern
war's bei mir auch so. Aber ich war ja auf einer Party, also. Was hast du so gestern gemacht? Ja, ich nicht. Okay. Ey, das ist scheiße, das fuckt mich so auf. Das ist disgusting. Mann, ich weiß doch auch nicht, warum das ist. Mir ist gerade ein Vogel in die rote Bladel reingekommen. Ich hab's gefangen. Der hat nur so gemacht. Das hat geil ausgeschaut. Weg. Scheiße. So Sachen, die halt einfach in der Nacht um kurz vor eins passieren. Ja, ansonsten. Immer wenn man nicht aufnimmt oder so. Nicht mehr ganz so auf der Höhe bin für alle Aussagen, die ich in diesem Livestream getroffen habe, möchte ich mich hierbei entschuldigen. Hast du vorhin irgendwas gesagt, was grenzwertig war? Weil es kann sicher, dass das abgeschnitten war. Ich hab gesagt, ich habe ein Glas was getrunken. Oh, das hat man nicht mehr gehört. Fuck my life. Ja gut, aber die ist schon verflogen, Alter. Du warst ja schon bei der Podcast-Aufnahme. Hast dich ja schon gehabt. Bei dir vielleicht. No way. Ich muss schon wieder in die Höhle. Das ist wild. Ist eine coole Höhle. Das ist eine coole Höhle. Ich bin ein Höhlenforscher, das mag ich gern. Okay. Oh na. Na, wie man realisiert, was man gesagt hat. So, Bro, also das ist schon grob eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gegähnt. Da weiß man halt dann, was los ist. So, ich hoffe mir, die Wellen schwappen jetzt nicht zu krass rüber. Und aufgetroffen. Katsching, 31. Das war eine richtige Entscheidung, das als Stream zu machen. Echt, oder? Ja. Ich glaube, es war nicht die richtige Entscheidung, Olle auf einmal zu machen. Ich glaube, actually, wir hätten mehr Erfolg damit gehabt, wenn wir einfach quasi für jeden Part quasi on Stream gemacht hätten. Ja, das kann sein. Weil jetzt ist so dieses Discord fucked up, mal ist ausgelaugt. Es ist fucking spät. Ja, aber das ist doch immer so. Das ist doch immer so irgendwann bei uns. Oh, wie lange sind wir live? 4 Stunden sind wir schon live. Wir nehmen lang spart auf, wir machen so Late-Night-Streams. Wir sind dann immer alkoholisiert, das ist ganz schwierig. Ja, du, das ist das Lustige, ich habe nämlich gar nichts getrunken. Fuck. Ich habe sogar eher überlegt, mir einen Tee zu machen, damit mir stimmt es halt durch heute. Was ist? Was denn? Wir haben vor ungefähr einer Viertelstunde 4 Zuschauer gehabt. Vor einer Viertelstunde? Ja, die sind anscheinend nicht summiert. Aber vor einer Viertelstunde, wie merkst du vor einer Viertelstunde? Wie merkst du von einer Viertelstunde? Ich habe jetzt von einer Viertelstunde das gesehen und Okay. hat er gerade 3 was? Chillig, ja. Ja, möchte ich an dieser Stelle gleich mal herzliches Hallo an alle nur sagen, die dabei sind, weil ja, es ist spart. Ja, wir holen noch alle Briefschnipsel. Es spannender wird's nicht wahrscheinlich. Außer zum Schluss, wenn wir dann die ganzen Schnipsel gesammelt haben.
Dann kriegen wir nur mehr über Cutscenes und vielleicht sogar Missionen. Ich weiß nicht, ja, Und irgendwie. ganz echt, das ist spannend, ne? Ja, safe. Cutscenes sind nicht immer spannender. Also alles die Collectibles jetzt zum Sammeln. Außer uns sind die Talks, weil die sind nämlich es ist ja, kann man sagen, nicht ganz großes Kino, aber. Wir haben vertieft gehabt in die Talks. Ja, wir haben schon Wir haben tief gehabt, vertieft gehabt in die Talks. bis ich irgendwann mal gesagt habe, ja, wir brauchen Themen zum Labern und dann ist wieder Opfer gegangen. Aber wir haben ja Gott sei Dank nicht mal allzu viel. Alter. Kämen auch gut voran, da die Song. Was Interessantes. Was denn? Du musst jetzt den Titel quasi im Nachhinein nochmal ändern. Ach, Heißt nicht genau. alle Collectibles dann. Ja, hätte ich sowieso gemacht. Das ist halt nur jetzt für den Fang. Live ist was anderes als dann das VOD. Video on Demand. Ja, aber wie heftig da geklickbaitet wird. Crazy. Nee, der Maul. Du hast übrigens den Titel gesagt, ne? Also. Also ich habe gar nichts gemacht, ja. Ich hab gar nichts gemacht. Oh stimmt, oh mein Gott! Ich habe die ganze Zeit kein Radio mehr eingeschalten, weil wir immer so viel geredet haben. Nice, okay. Aber jetzt wird wieder Radio hier Hauptunterhaltung. Ja genau, halt über die Fresse hier. Das wird jetzt wieder Backseaten für mich, Alter. Na, bitte. Fang Digga, ich hab zu viel Hunger, schlagst du geht nix mehr. Ich schlagst du geht nix mehr, Mann. Bitte. Dramatische Erlebnisse. Wie war's damit? Möchtest du über einen Vorfall mit einem Strohhalm reden? Aber warum? Oh. Die hat das doch nicht checkt, Mann. Okay. Szenario. Man hockt in einer kleinen Runde zusammen. Und ich bin der Mensch, ich brauche halt immer was in der Hand zum Rumspielen, so, keine Ahnung. Ich hab Sein das Schwanz. halt einen Spruch. Das können wir dann nicht so gut. Ich hab halt einen Strohhalm in der Hand gehabt. Ja, Auch dein mit dem die Schwanz. ganze Zeit irgendwie Ähnlich. Aber der scheiß Von der Dünne her, Alter. Digga. Ich hab die ganze Zeit mit diesem Strohhalm rumgespült. Und wir haben jetzt so ein bisschen was getrunken, jeder hat so sein Getränk gehabt. Und irgendwann ist mit dieser Strohhalm halt ausgekommen. Und ich hab den halt so fliegen gesehen, wie er in der Luft so fliegt und einfach in diesem Glas von einem Mädel neben mir landet. Und sie hat's halt einfach nicht checkt. Ich hab mich so schlecht gefühlt, weil das Glas nur quasi randvoll war. Was hast du dann noch gemacht? Ich bin erst mal abgehauen. Luft ergriffen. Step 1, Denier. Feig, Alter. Oh Mann. Muss dir Das war sehr vorstellen, traumatisch. ich bin ja dann an der Bar gestanden, also hinter der Bar. Und irgendwann ist mir so gesagt worden, jo Digga, der Küre kommt nicht mehr Ada. Wie, warum? Ja, das müssten sie selber fragen. Ja, aber da war ich ja schon sehr lang draußen, oder? Ja. Ich bin dann auch irgendwann mal raus, weil ich habe eigentlich nicht so weggekommen von der Bar. Die Person, bei der ich ins Glasl eingestochen habe, diesen Strohhalm, ist dann auch rausgekommen. Also so ist es nicht. Ja. War halt echt so komisch. Boah, so eine unangenehme Situation. Oh. Boah, ich hätte fast wie ein Vogel weggemacht. Ja, was ist mit dir? Ja, ich bin der Tiefflieger und die anscheinend auch.
Oh! Das ist ein Puma, der ist wild auf mich. Und magst du mir irgendeine unangenehme... Digga, fick ihn. Er macht da gar nichts. Okay. Eine unangenehme Story. Ja. Ja, das machen wir vielleicht so, dass du wieder irgendwie ohne O teast oder sowas, weil dann sind wir schon drin. Weil ich glaube, ich fange nicht O von mir selber aus, eine dramatische Story zu erzählen. Ja, das Problem ist, du wärst nicht so leicht traumatisiert wie ich, habe ich so das Gefühl. Ach, was so, man wird abgestumpft. Also ich wüsste halt schon, ich hätte einigermaßen Stories, aber die sind jetzt nicht irgendwie traumatisch oder irgend sowas in der Richtung. Ja, dann. Vielleicht sind die ja eher unangebracht, ja. Ja, das war halt dann blöd. Manche Sachen sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ja, das ist mir schon klar. Und das ist auch gut so. Okay. Wie kann es sein, dass der gute Mache immer nur Call die Unglaublichen gesehen hat, by the way? Haben wir nicht vorgestern darüber geredet? Ja. Ja, Bro. Vorgestern auf Hyde passiert nicht so viel. Ey, aber da kann so viel passieren. Hm. Mhm. Ja, es wird schon mal passieren irgendwann, aber. Naja. Also ich habe immer noch nicht auf meinen Notfallkontakt zurückgegriffen, der dir das dann einverleibt. Notfallkontakt. Ja, natürlich. Das war's, wenn du mal wieder. Ich würde sagen, höhere Gewalt, aber. So weit kommt's noch. Höhere Gewalt, Alter. Natürlich. Was denkst du denn? Das ist aber schon irgendwie gemein. Oh, hey, yo, wir haben hier ein Random Event. Oh shit. Ja, die ist eine Patrouille. Schau, ich mach sogar rückwärts einen Abgang. Schau mal, wie ich rückwärts beim Heli davor düst. Oh! Yes. Große gute Idee. Digga, was ist mit dir? Ah, fuck. Da muss die Gang hier. Ist nur noch einer da. Ja, der ist weg. Ich glaube, ich muss auch meinen Heli hier austauschen. Oh. Aber der ist mir das Geld sacken. Dankeschön. Katsching? Katschika. Oh mein Gott, Bro. Anspielung auf Breath of the Wild. Chica? Warte, ich bin so. Katschika. Warum das? Aus dem Hateno-Institut. Wie hat die Ah, Kosten? ja, okay. Wie hat die Kosten, die Forscherin da? Oh nein. Ich muss auf dem Dach landen. Oder nevermind, ich probier's so. Das ist eine crazy Biker hier. Der Helm sagt ja alles. Oh Gott, er macht's. Man, ich hacken die Mucke dabei, aber ich komme hier nicht mit dem Bike auf, wahrscheinlich. Okay, Fallschirm Hedy, wenn's ist. Und ich sehe da gerade, da ist eine Treppe daneben. Fallschirm, do it. Do it. Fallschirm, Na. Fallschirm. Wenn ihr einen guten Spot habt zum Springen, ja. Digga, Alter, na, das kann ich nicht machen. Der geht nicht so schnell auf. Nee, Bro. Der geht, den machen wir nicht. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich kaum Bock hab, dann irgendwie ein Zeitversäumnis zu haben, wenn ich verrecken darf, weißt du? Weil es ist wirklich zu spät für sowas.
Hä? Aber dieser Hä? Fun-Faktor war dann dabei, Hä? passt schon. Die geht erst die ganze Zeit weitergelaufen. Ja! Bro, was hat das denn? Alter, ich hab für ohne Scheiß 5 Sekunden meine Hand weg von der Tastatur schon gehabt. Ach, du Der ist Scheiße. gelaufen. Auf einmal springt er da hoch, dann springt er runter. Und denkst so, hä? Aber Mare, ich find's gut, dass du jetzt so viel Zeitersparnis gehabt hast. Fuck, Mann. Ich kann's Ja. nicht mehr handeln, Alter. Toll, Alter, Es ist zu viel. Es ist zu fett. Es lohnt sich nicht, sie aufzubringen. Es drückt einfach nur die Stimmung. Verstehe nicht. Warum läuft der weiter und dann springt der einfach übers Gelände? Lebensweisheit. Na, echt so. Es lohnt sich wirklich nicht, sie aufzubringen. Ist auch sehr, sehr nervig, wenn die ganze Zeit das Menü laggt. Ja, perfekt, Alter. Ich muss jetzt sowieso zum... Ja, es ist sehr, sehr nervig, wenn die ganze Zeit Discord laggt. Ja, safe, verstehe. Ich muss jetzt sowieso zum Feldplatz. Aber du musst länger fast geschafft. Ja, wir haben's gleich. Boah. Und weiter geht die Reise. Sag mal, du brauchst jetzt nur irgendeinen spicy Fact über dich, den nur die ganz treuen Zuschauer mitkriegen, die jetzt quasi die 4 Stunden dabei waren. Aber jetzt auch noch nicht so nah am Ende, dass du easy drauf hinspulen kannst, weißt du schon? Okay, ich verstehe, was du meinst. Hm. Ja, ich habe halt nichts. Ja, keine Ahnung, was kann man denn sagen? Wie mich hier Keine Ahnung, was ist spicy? Ich weiß nicht, was ich preisgeben möchte. Ja, es war irgendwie klar, dass da der Scrap oben liegt. Spicy. Hm. Ja, Spicy ist halt eher so die Kategorie, die jetzt nicht unbedingt raushauen möchte. Ja, aber dann hau halt irgendwas anderes raus, irgendwas Cooles über dich. Oh, und da käme die Kategorie Ja, eher irgendwas, schwierig. was jetzt der loyale Viewer wissen soll, aber keiner, der jetzt einfach kurz reinschaut und direkt wieder weg ist. Hm. So ein Teaser auf anstehende Projekte zum Beispiel. Du Idiot, Alter. Okay. Das war das doch, oder? Ja, es soll mal ein bisschen mehr teasern. Also nach dem Motto, wir haben ja im Podcast drüber geredet. Morgen kommt die Folge raus. Kirin war Gast. Und da habe ich über kommende Projekte ein bisschen geredet, aber halt nichts Konkretes gesagt, weil wir halt nicht wollen, dass man dann schon weiß, was Sache ist.
Aber ich finde das irgendwie geil, weil das ist dann so ein bisschen, oh, okay, cool, was kann das sein, was kann das werden? Und jetzt könnten wir ja so mal ein bisschen was Konkreteres sagen, oder? Definitiv, ja. Machst du jetzt mit konkret schon direkt was für Spiel oder Reihe oder was für ein Genre oder? Ja, das können wir uns jetzt ein bisschen überlegen. Ich darf mal sagen, wir wiederholen mal das, was wir im Podcast eigentlich gesagt haben. Ob nach Herz der Are, höhö. Ich darf sagen, so Genre, was wir machen. Weißt du? Aha. Also Genre, was schon mal ganz wichtig ist und definitiv wie sagt man da? Augenmerk. Augenfang, Blickfang, Augenmerk. Das Augenmerk drauflegen. Horror. Horror. Ja, das war jetzt nicht das, was ich gedacht habe, was du jetzt sagen wirst, aber ja, Horror ist es auch. Doch, bei mir war das definitiv, was ich sagen will. Der fucking Horror. Also ich hätte jetzt gesagt, Koop. Ja, okay. So. Das ist nämlich das Augenmerk. Das war nämlich der Teil, der mir wichtig war am Auswahl des Projekts, weißt du? An der Auswahl. Okay. Darauf habe ich geschaut, weil wir halt schon eher so ein bisschen Koop-mäßig unterwegs sind. Ja, Koop ist halt schon Ist ja geil. arschgeil. Genau. Wir sind halt eigentlich aber nicht horrormäßig unterwegs, also das wäre da schmerzhafte Erfahrung für beide von uns. Es ist so schmerzhaft was auch nicht. Es war wirklich geil. Es hat perfekt gekickt, Alter. Das Ding war das in dem Moment, also ganz ehrlich. Ich finde, es hat perfekt reingekickt. Also, Ja, es war nicht zu krass. Die Welt braucht gerade ein bisschen zum Lauen, aber oh Junge, jetzt geht's los. Oh ja. Ja, also wir haben ein Horror-Koop-Game in der Pipeline. Das gehen wir wieder als Kurzprojekt. Tatsächlich. Es werden jetzt noch nicht lange sein, aber ja, es ist halt auch schon komplett abgedreht, das muss man auch dazu sagen. Ja. So heißt, jetzt kommt es halt nur drauf an, wie schnell ich bin im Schnitt. So ein bisschen. Aber es wenn es geplant ist, dass es dort zu dem Zeitraum rauskommt, dann ist es ja... Ja, es soll ungefähr zu Halloween rauskommen. Einfach weil es so passen darf. Weil es wirklich passend war. War halt schon lustig. Deswegen... Ja. Werden wir es wahrscheinlich auch so machen. Warte, bei was für eine Nummer waren wir jetzt papierschnipselmäßig? Wir sind jetzt bei 40. Ja, dann müssen wir jetzt ja tatsächlich wieder Thema switchen auf was Uninteressantes, das vorher mal vorspult. Ja, uninteressant ist jetzt auch Bullshit. Ja, eben, ach, das ist so. Aber da möchte ich einen Stream uninteressant machen, wie gesagt. So nicht. Jetzt würde ich diesen Spice halt wieder rausnehmen, aber schon dieses für die lokalen, nicht lokalen, loyalen Viewer. Ja, das ist richtig. Ist schon ein bisschen Spice, weil ich finde es ja auch Spice. Mal schauen, wo das Ding ist. Im Wasser. Na, da unten. Etwa hier? Nein. Etwa hier? Nein. Wieder falsch parkt. Oder auf der anderen Seite drüben?
Hä? What? Da, Alter, das sieht man ja fast nicht. So. 41 Stück. So, heißt, wir müssen uns nicht den langen Flug oder auf dem Mount Chiliad. Besser ist es, Alter. Besser ist. Besser ist. Ist. Ist hier, Alter. Er ist ja. Ja, jetzt merke ich auch gerade, dass ich an Schaschlik-Pfann-Ding. Ja, aber Digga, die fand ja. Also so ein Mackie hat safe 24/7 auf, ha? Möchtest du zu Mackie oder was? Na, mag ich nicht, aber Bedürfnisse mache? Ja. Wenn du es nicht machen magst, dann denk doch nicht drüber nach, Mann. Also, oder dann red doch nicht drüber. Du hast gerade wieder Schaschlik-Pfann erwähnt? Ja, weil ich habe vorher noch nicht Hunger gehabt. Aber jetzt schon langsam. Ja. Nicht für dich. Ja, aber man soll ja auch noch nicht so viel essen. Vor allem nicht vorm Schlaffer. Mhm. Ja, wir gehen jetzt in die heiße Phase. Wir haben ja nicht mehr viel. In die heiße Phase? Warum jetzt die heiße Phase? So die geile Ich dachte, das Phase. Ganze eher Zielgerade. Na, das ist die Zielgerade. Zielgerade, ja. Etappenziel. So kann man es vielleicht sagen. Ja, ich sagte, wie es ist, ich freue mich dann nachher auch schon wirklich gut aufs Bett. Also. Weißt du, warum das könnt, Mare? Warum? Weil du die ganze keine Radio hast. Das kann safe. Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Woher weißt du das? What happens when rich American tech billionaires think they're rocket scientists? Race. So. Ja, dann kann man ja nur mehr irgendwie so ein leichtes Thema starten, oder? Du kannst gerne ein Thema vorschlagen, Mare. Puh, ja, schwierig. Ja, genau, Max selber, ha? Ja, gerade ist das ja wirklich wahr. Hast du den. Wie stehst du zu Skifahren? Skifahren. Ich für meinen Teil muss nämlich sagen, dass ich den Hype nicht so verstehe. Jeder sagt immer, boah, Skifahren ist so geil. Und an sich finde ich Skifahren schon auch ganz cool so. Aber jetzt nicht so geil, so jedes Wochenende Skifahren fahren. Also, ich finde Skifahren auch geil. Vor allem, weil ich halt Skifahren gelernt habe, seitdem ich stehen kann. Und ist halt die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden bei mir. Wir schauen halt dann doch, dass wir jetzt immer wieder so ein bisschen mal wohin kommen, solange es geht.
Aber nicht so jede Woche oder voll die fetten Touren oder keine Ahnung was, da bin ich auch nicht so. Ich bin immer so mal gemütlich, aber Pisten runterwedeln. Mhm. Finde ich schon geil. Also ich hab's wirklich gern. Ja, an sich finde ich schon cool, aber wie gesagt, ich denke mir, dass sehr oft einfach viel zu sehr gehypt wird für das, was es eigentlich ist. Naja. Also, es gibt es aber auch so Leute wie zum Beispiel. Nein, ich möchte keine Namen nennen. Aber es gibt also Leute, die Berge oder sowas so richtig heftig hypen. Ja. Bin ja nicht dabei, weißt du? Es gibt aber auch Leute, die, weiß ich nicht, Joggen unfassbar hypen oder sowas. Ja, aber ich meine, mir kommt so vor, als ob jeder sagt, dass Skifahren so geil ist. Also, dass wirklich 70-80% sagen, dass Skifahren so geil ist und immer wenn es geht und geil. Naja, man muss jetzt sagen, immer wenn es geht, man muss halt auch ausnutzen, wenn es geht, weil es geht nicht mehr so oft. Das ist halt so das allgemeine Problem. Und der Meinung bin ich halt auch, nur ausnutzen, wenn es geht, aber ich bin jetzt eigentlich wirklich, oh geil, jedes Wochenende unbedingt. Ich bin halt dann auch vielleicht zweimal in der Saison jetzt halt gewesen. Zweimal, dreimal vielleicht, wenn es krass war. Okay. Anderes Thema, wie stehst du zu Inline-Skaten beziehungsweise Schlittschuhlaufen? Das ist ein interessantes Thema. Weil ich hier. Lass mal schauen, ob man es kurz sieht. Hier tatsächlich Inline-Skater in die Kamera halten kann. Die stehen hier schon verdammt lang. Und die wollen unbedingt verwendet werden. Die wollen endlich mal verwendet werden. Was spricht dagegen? Dass ich es bis eben gerade schon wieder vergessen habe, dass die da sind. Zum Beispiel. Das ist geisteskrank. Weil wir sie in Griffreichweite sind. Stimmt, ja. Die gingen eigentlich die ganze Zeit den Weg um. Ich habe keinen richtigen Platz für die hier, also deswegen liegen die ganze Zeit da. Ja, dann siehst du es ja aber gerade die ganze Zeit, oder? Ja. Ja. Aber, ja, du kennst es doch auch, wenn so Sachen Ewigkeiten da liegen und dann hinterfragt man es nicht mehr. Na, das kenne ich tatsächlich nicht, weil jedes Mal ich mich drüber aufreg, wenn ich die sieg und mir denke, Digga, ich war jetzt immer noch nicht. Ja. Aber da geht's wieder los. Ich war zweimal. Ja? Ich darf halt gern mit wem anders machen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Aloha los skaten, Inline skaten, weißt du? Und ja, ich weiß, wir haben gesagt, wir machen das mal. Ja, genau so. Ja. Ja. Weiß nicht, vielleicht wenn man es halt so ein bisschen geübt hat und sowas, dass man dann schon mal Aloha los kann oder sowas, weil es halt Spaß macht, Aloha oder so mal. Aber an erster Linie würde ich echt gerne mal so gemeinsam anfangen wieder. Und ich war letztens wieder seit Ewigkeiten und instant ist dieser Verschluss quasi Abbrucher einfach, dieser Kunststoff, weil er schon so lange rumgestanden ist, schon so porös war und instant Abbrucher ist. Scheiße. Aber nicht im Vollgas fahren, oder? Mal also quasi nur beim Ozean. Also ich bin dann quasi so drum ein bisschen rumgefahren, aber hat schon was noch. Hast du das Aloha versucht, oder wie? Nee, ich war mit einer Freundin quasi. Ah ja. Ja, ändert nichts an der Tatsache, das Scheiße war, dass es direkt kaputt gegangen ist. Ja, klar. Ja, dazu die so trauen, um mitzufahren, weil das ist ja... Auch bin ich jetzt sehr ungeil, muss ich sagen. Ja. Naja. Aber ich darf es schon heftig fühlen, weil bei mir ist halt so, ich komme aus dem Haus und dann erst mit fett im Radlweg entlang. Hätte was. Safe.
So auf Platz mal Also runter dran. platzmäßig ist echt so. Ja, du brauchst dir den Platz und ich hab den halt hier erst, wenn ich ein bisschen weiter weg wieder von hier. Ja, ja. Aber so Radlweg bei dir ist echt sehr praktisch. Das ist giga geil. Und stell dir mal vor, das ist so ein Ding bei. Ich weiß nicht, ob ich fühlen dazu regelmäßig Laffer, weil ich möchte eigentlich schon wieder Sport regelmäßig mit machen, aber Laffer, es war halt so nicht so mein Ding. Damit man halt überhaupt irgendwas macht. Einfach mal Inlineskaten. So einfach als Safe. Bewegung oft noch nur mal so Runden dran, das war halt übel geil. Ob noch finde ich das eher schwierig. Ja, es Da ist schon dachte mal ich mehr hell, Film quasi so beim Sonnenaufgang. Da fand ich es, glaube ich, richtig geil. Ja, weil du da aufkommst, oder? Das habe ich nie behauptet. Ich stelle es mir geil vor. Ich weiß nicht, ich glaube zum Runterkommen fände ich es halt ziemlich geil auf Nacht. Zum Runterkommen. Ja klar. Okay. So. Abschalten halt dann einfach mit nur Runden dran. Kopf freimachen. Das war Ja, aber halt- ist es dann so ein Kopffreimacher vom Penning oder so ein Kopffreimacher vom Alltag? vom Alltag halt, oder? Ich meine, das kannst du auch fürs Pennen gehen. Ich meine, nachdem du dir ein bisschen sportlich betätigst, bist du ja kaputter. Und zwar das Gute kaputt, wärst mehr ramiert. Weißt du? Durch die Jetzt Bewegung. denke ich mir schon, aber dann ist ja meistens schon wirklich dunkel und dann ist es ja ungeil, inland zu skaten. Ja, aber ich meine, es geht schon auch, dass du es auf Nacht halt machst und du bist dann trotzdem dann kurz vorm Schlafengehen kaputter. Ja, true. Ne? Ich meine, du merkst es ja auch erst einige Stunden später dann schlafen gehst. Dass du halt Ich was mein, also- gemacht hast am Tag, so körperlich. Ein bisschen Sport. Dieses Uhrzeitproblem, das habe ich halt noch gar nicht. Also mein Problem war ja eher, mich erstmal wieder quasi aufrecht zu halten, blöd gesagt, und halt ein bisschen Gas zu geben und vor allem Bremsen. Digga, Bremsen ist so eine Hürde, Alter. Ja, also bremsen, wenn du den Stopper nicht hinten hast, dann. Eieiei. Ich hab einen Stopper hinten, aber das ist trotzdem ja fucking eine Falle. Ja, man muss halt langsam anfangen und einfach nicht übertreiben Ja. und dann geht es. Was ich glaube, was scheiße ausschauen wird direkt am Anfang. Die Haltung. Ich glaube, du wärst so richtig komisch nach vorn verkrüppelt, die Beugen oder sowas. Das denke ich mir immer. Das wird so scheiße ausschauen am Anfang. Das glaube ich gar nicht so. Weil dieses Aufrechthalten oder dieses Gleichgewicht so ist ja, das machst du ja immer. Also, ich glaube, ich werde mich so nach vorn beugen, komisch. Damit man halt irgendwie nur mit schneller wird oder sowas. Keine Ahnung. Oder. Ja. Musst es rausfinden. Ich glaube, beim Schlittschuhlaufen habe ich es auch mal so gemacht. Ja, ich war bis jetzt 3-mal vielleicht Schlittschuhlaufen, vielleicht 4-mal. Boah. Ich war schon öfters. War sich schon immer schon zu lang her. Genauso wie Inlineskaten. War schon so ewig her. Ja. Bis jetzt wieder Zeit waren. Weil Inlineskaten kann so voll das geile Ding werden, Mann. Sag ich dir, was ist. Wir sind auf einer heißen Spur. Kann ein richtig geiles Ding werden, Alter. Stell dir mal vor, wir machen dann so ein Treffen aus und sagen so, ja, Alter, wir gehen Inline-Skaten und nachher irgendwie noch was essen, Mann. Wie geil war denn das? Und ja, das hat sich gerade so krass nach dem Date okay. Ich hab's selber angemerkt. Ja. Oh. Oder wir gehen dann einen Kaba-Trinker küren. Heiße Schokolade. Boah, Kava ist aber heftig. Kava kommt anders. Scheiße, Mann. Alter, da brauche ich jetzt tatsächlich auch einen Hedi. No way. Ja, ich komm's jetzt nicht aufs Dach. Ah, doch, kannte ich, vor der Ja. Terrasse. Vor der Terrasse drin. Das ist nämlich so auf Vordach. Oh. Ich glaube echt, dass das so ein geiles Ding war. Halt. Ich glaube, dass das richtig Spaß macht. Ja, safe, aber du brauchst ja den Platz dafür oder eben die Strecke oder so, keine Ahnung. Mhm. Natürlich. Das ist die Voraussetzung. Aber das war actually mies geil, ja. Das ist also ein Ding, das da hätte ich vielleicht auch gern so in mein Leben integrieren. Ja, dann brauchst du jetzt nur irgendeinen Buddy, mit dem du das halt auf Casual einmal öfters machen kannst. Ja, ist halt nicht. Es wohnt ja Ja, keiner wie mehr ist doch. halt nicht? Also, theoretisch, aber ich weiß nicht, wie es da so ausschaut. Ich meine,
die, wo sie jetzt heute von wegen Inline-Skaten. Ja, Oder- aber ich glaube, uns beide trennt ein bisschen Distanz von allem, Eben, wa? eben. Und das nächste Ding wollte ich jetzt sagen, meine Freundin zum Beispiel, aber da ist ja auch Distanz, weißt du, das ist ja die Kacke. Ja, scheiße so. Ja, Hm. Ja, keine Ahnung, dann fragst du halt mal Carina oder der ja, Schwester. Carina stimmt da. Das ist eine Möglichkeit. Kannst du einen Wasserschlucker fragen? Ja, was eine wieder auf sowas Bock hat. Ja. Ich hätte schon Bock. Vielleicht einfach mal Macher, weißt du? Das ist genau der Punkt schon wieder. Nicht so viel Gedanken wieder drüber machen, einfach mal Macher. Einfach mal leben. Hast du weißt gerade eigentlich gedacht, dass Mädels lieber Inline skaten wie Jungs? Weil ich meine, bei der Schwester war es okay, bei Carina war okay, aber beim Wasserschlucker direkt so, ja. Ja, das sind allgemeine Einschätzungen, einfach nur weil die Personen kennen, weißt du? Deswegen war ich einfach nur so. Mhm. Und ich meine, ich hätte fast schon wieder einen Vogel geschreddert. Mit meiner Schwester habe ich ja auch früher Inline geskatet, so. Ist ja klar, wenn man aufwächst. Aber mit der Carina, glaube ich, kann ich mir vorstellen, habe ich auch schon mal früher Inline skatet. Das kann ganz leicht sein. Dass wir irgendwo so rumgedüst sind oder so. Man gewaveboardet und sowas. Das haben wir ja auch. Oh ja. Und ganz viel mit dem Roller sind wir immer dumm. Wer weiß, vielleicht mache ich das sogar die nächsten Tage noch, dass ich einfach mal anfange, den Radlweg irgendwann rüber zu düsen. Ja, safe kannst du mir dann einen Beweisbügel schicken. Boah. Dass ich weiß, meine guten Worte haben wenigstens was bewirkt. Wie schaut's bei dir aus mit Schoner? Ich hab alles. Ja, ich nicht. Ich habe nämlich gar nichts. How about that? Aber Parkour, Quirin, schau mal schnell Parkour. Oder du bist einfach confident und machst halt vorsichtig. Musst du nicht direkt übertreiben am Anfang. Ja, ja, das da schon gehe, klar. Aber hast du einen Helm auch? Digga. Also. Ich hab keinen Helm, na. Also ich habe halt nur Armschoner, Ellenbogenschoner und Knieschoner. Mhm. Aber keinen Helm. Also Arm, Ellbogen, also so Handgelenkschoner, Oder Handschoner, ja. Ellenbogen und Knie. Also so wie man halt feuert normalerweise. Zum Abfanger und sowas. Ja. Ja, da kenne ich nur Jupp. genau das Gefühl von damals, wenn man einfach mal sich hinlegt. Aber damals war es auch noch nicht so schlimm, weil da ist man noch nicht so weit gefallen. Fact. Ja. Wir kommen jetzt auch tatsächlich zum letzten Piece. Mhm, ich sieg's, ich schau gespannt auf dein Bildschirm. Ja, also vielleicht müsst ihr die mir erstmal so nochmal Schoner holen. Ich erwarte den letzten Schritt sehnsüchtig. Beziehungsweise die Quest dann auch noch. Also, ich werde es erstmal ausprobieren, natürlich ohne Schoner, so ganz leicht halt nur so ein bisschen. So dass, wenn es mich baut, halt ich halt einfach vielleicht einfach so besoffen einfach umfallen oder so. Und jetzt nicht irgendwie großartig Mordsverletzungen oder sowas vom Dart oder so. Vielleicht mache ich es einfach besoffen, weil da verletzt man sich ja für gewöhnlich nicht. Ich jetzt echt suchen, wo das Ding ist. Digga, wenn du besoffen Inline skatest, dann hast du ganz andere Gleichgewichtsprobleme wie das Standard Inline skaten schon. Ja, genau.
Leute, wir haben's. Was? Oh, so, jetzt kommt die Mission. Bro, hat's mich gerissen, Leute. Ich hab grad mal irgendwie das Game abgeschmiert. Dabei ist halt einfach nur direkt diese Notiz. Oh. Mhm. Okay, geil. Ich muss das jetzt durchlesen. Dreyfus Productions. 15. März 1975. Zu Händen David Richards. Richards? Richards ist ja der Name von Solomon Richards, also der Movie Producer. Ich weiß nicht, ob das vielleicht davor ist oder keine Ahnung was. Schauen wir. Mein lieber David, hör mal. Ich weiß, du bist etwas sauer wegen meiner Petite Indiskretion. Wie es die Franzosen wohl nennen würden. Okay, guck auf Französisch. Ach, scheiße. Aber du sollst wissen, dass es wirklich nicht mehr war als das. Eine kleine Indiskretion. Ich gebe dir aus vollem Herzen recht. Meine Handlungsweise war unmenschlich. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Unmenschlichkeit ist die mal schauen, ist ein bisschen Glor bei mir auf dem Bildschirm. Unmenschlichkeit ist die Essenz, die Währung und das Lebensblut des Künstlers. Erst meine Unmenschlichkeit macht mich menschlich. Nur dank meiner Unmenschlichkeit kann ich zu den Leuten mit der moralischen Autorität des Sünders und des Schöpfers zugleich reden. Ich musste sie töten. Und ich musste es auf diese Art tun. Auf die Art, die mich am meisten geschmerzt hat, indem ich sie langsam und qualvoll folterte und dann Erinnerungsstücke von unserem Beisammensein an ihre Familien schicke. Und in all den Jahren seither musste ich ihre Familie ab und an immer wieder in weiteres Leid locken, nur um zu beweisen, wie gut ich doch das Leid verstehe und wie ich es als Künstler am besten darstellen kann. Ist es nicht besser, dass eine Familie leiden muss, damit der Rest der Welt meine Meisterwerke genießen kann, um dadurch belehrt und geläutert zu werden? Stell diese Frage erst gar nicht. Die Antwort darauf ist zu offensichtlich. Wenn du sie falsch beantwortest, nun, dann bist du nicht der Mann, für den ich dich hielt. Aber wir sollten uns nicht mit solchen Trivialitäten herumschlagen. Wir sind Künstler, mein Freund. Die letzten einer aussterbenden Gattung. Ich fürchte mich schon vor dem Tag, wenn du dich zur Ruhe setzt und Solomon ans Ruder lässt. Aha! Der hat sogar erwähnt. Sicher, ich mag den Jungen, aber er ist ein erbarmungsloser Stümper, der keinen Funken deiner Leidenschaft besitzt, deiner kreativen Begeisterung. Er ist ein feiger Moralist im Körper eines dekadenten, braven Weinwood-Bürgers. Er versteht einfach nicht, wieso wir uns so verhalten, wie wir es tun. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir es müssen. Und das ist der Kern des Ganzen. Manche Menschen nutzen ihre Position in dieser Stadt zu ihrem eigenen Vergnügen aus. Als könnte es wirklich Spaß machen, mit mehreren jungen Mädchen zu schlafen, Anhalter zu foltern oder Hunde zu essen. Das ist einfach schrecklich. Ich mache so etwas nur, um es mal erlebt zu haben. Damit meine Kunst wahrer, tiefer und bedeutsamer wird. Und ich glaube, das weißt du auch. Queeren Statement dazu. Ich enthalte mich da. Nur um es mal ausprobiert zu machen. Das ist einfach crazy, Alter. Also. Oh Mann. Ich kann es kaum erwarten, bis du mein neuestes Skript für... Was steht da? Weird? Gelesen hast? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich habe all die Klischees ausgemerzt, die Shakespeares Stücke so ruiniert haben und habe die Kraft gefunden, das Moment, diese Sache, über die wir uns in jener herrlichen Nacht in Mexiko unterhielten, als wir die Nutten dafür bezahlt haben, sich gegenseitig abzustechen. Dreyfus crazy unterwegs. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du und Rachel eure Probleme gelöst haben. Ich freue mich schon darauf, schon bald mal wieder freitags für uns alle zu kochen. Du warst schon immer eine Inspiration für mich. Dein Freund Dreyfus.
Wow. Okay. Ich glaube, wir müssen zu Franklin wechseln. Das ist natürlich ein wilder Text gewesen jetzt. 3 Fuß auf einmal. Das ist ein giga-wilder Text. Hat man von dem schon mal was gehört? Nicht, dass ich wüsste. Hey, holla at me, y'all. Peace. Mhm. Also, ich glaube, die Karre kehrt uns. Die Identität und der Aufenthaltsort des Mörders wurde aufgedeckt, oder keine Ahnung. Und da fetzen wir jetzt sie. Let's go. Haben wir doch Fernlicht? Ja! Nur mehr Krähe. Sorry. Die steuert sie war schon irgendwie hart beschissen. Ey, hätte ja aber lustig, oh. Digga, aber das Auto hört sich ja giga, oh mein Gott. Oh shit. Oh. Lag. Hoppla. Jetzt muss kurz die Welt laden. Oh, geil, wir haben's gleich. Scheiße. Pire, magst du noch irgendwas sagen oder so? Was jetzt so abschließende Worte oder wie? Ja, kann man eigentlich langsam reinstarten in die Abschlussworte. Alter, die Map hat gerade so gar keinen Bock auf mich. Die Map, die ist genauso durch wie wir, Alter, also Ja. verständlich. Ja, das trifft's ganz gut. Ja, Wann war lustiger Stream so? War zwischendrin mal anstrengend. Ja, aber die Discord Klappe macht die Auge. Ja, echt Aber ich so. hoffe, dass jetzt noch interessant wird, das mit dem Mörder hier Safe, stimmt, du kennst es ja noch gar nicht. basiert. Lass mal die Gegend kurz ein bisschen lauen. Oh Mann. Bin ja gespannt, was wir jetzt machen müssen, so. Wir sind jetzt fast 5 Stunden live. Und ich find's geil, dass wir jetzt das gleich so abschließen können. Wahrscheinlich ungefähr bei der 5-Stunden-Marke. Hey, you Peter Dreyfus? Dreyfus. You Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense. Ein Sternchen in Weinwood. Any screenplays? Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, cause like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People, they want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. Well, what time is it? I got a few minutes before my colonic, you know, if you want to suck me off, I wouldn't mind. Motherfucker, Lord. do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance
in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what? I'm here for this, chum. Hey, what's this about? Do you know her? Security? What's her name? Security, this guy's trying to Leonora Johnson. Leonora Johnson. It's not what you think. The one who parents you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you. I can do whatever Oh. I want. Those are the rules, civilian. Hinterher. Get away from me. Oder lass ihn gehen. Scheiße. Quirin, was machen wir? I'm not bound by the petty laws of the masses. Keine Ahnung, Mann. Das ist dein Ding. Say hello to Leonora, motherfucker. Du hast das Rätsel um Leonora Johnson gelöst. Pures Gold, Baby. Oh mein Gott. Ich habe sogar gleichzeitig auch noch das ist perfekt für diesen Stream jetzt auch noch. Guter Abschluss. Als Achievement gekriegt, dass ich 70 Goldmedaillen, also 70 Missionen zu 100% abgeschlossen habe. Geil. Das war's mit diesem Stream. Quirin, danke, dass du wieder dabei warst. Immer wieder lustig dabei zu sein. Nicht vergessen, in den Podcast reinzuhören, wo Quirin Gast war. Ne, Folge 33 müsste es gewesen sein. Genau, dann kommt Dienstag wieder ganz normal eine weitere Folge. Und Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Quirin, sag noch was. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi.